So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Hi, ich bin Rainer Mühlhoff. Was machst du, Rainer? Ich bin Philosophieprofessor und mache ganz viel kritische Philosophie der künstlichen Intelligenz. Das heißt, du bist Philosoph oder nur Professor für Philosophie? Naja, Philosoph sein, das ist immer eine sehr großspurige Ansage. Ich meine, meine Berufsbezeichnung ist wohl Philosoph. Und Mathematiker, hatte ich auch gesehen. Ja, ich habe auch Mathematik studiert in meinem ersten Leben, bevor ich in die Geisteswissenschaften gewechselt bin. Deswegen bin ich formal auch Mathematiker. Das kommt mir in meinem aktuellen Themenbereich natürlich auch zugute. Aber ich bin als Mathematiker nicht schwerpunktmäßig mehr tätig heutzutage. Warum nicht? War so langweilig oder was? Nö, weil ich halt voll auf die geisteswissenschaftliche Besprechung von gesellschaftlichen Auswirkungen von KI-Technologie setze. Da muss man natürlich auch ein bisschen Mathe, Informatik, Ahnung mitbringen, aber ich publiziere jetzt nicht im Mathe-Informatik-Bereich. Warum interessiert dich das? Warum interessiert mich was? Na, jetzt die Philosophie, gerade in Bezug auf Ethik und künstliche Intelligenz. Naja, künstliche Intelligenz ist ja ein riesen Hype-Thema seit ein paar Jahren und hat massive gesellschaftliche Auswirkungen. Ist vielleicht eines der neuen Triebfedern des Kapitalismus, der wachsenden Ungleichheit auf dem Globus, Ausbeutung etc. Und ist, glaube ich, ein Thema, was von sehr, sehr vielen Leuten sehr unkritisch oder sehr befürwortend besprochen wird. Und ich glaube, eine pluralistische, gute gesellschaftliche Debatte braucht es natürlich auch, dass man auf die Risiken hinweist. Du bist also eher ein Kritiker. Das kommt jetzt immer darauf an, wer fragt. Des Hypes. Des Hypes, ja. Des Warum? Hypes auf jeden Fall. Warum ist es ein Hype? Naja, ein Hype ist es, weil die Debatte über KI längst eine klaffende Differenz hat zwischen was in der Debatte gedacht wird, was KI alles kann, was KI alles ist, Ja. und der Realität von KI. Die erstmal darin besteht, was kann KI wirklich und was ist KI wirklich, aber dann auch, was hat KI auch noch für Auswirkungen, also negative Auswirkungen auf Gesellschaften, Politik, Lebensverhältnisse. Ja. Und dazwischen wird die Diskrepanz immer größer und die Begeisterungsspirale wird angefeuert. Das ist der Hype. Das involviert ja die Öffentlichkeit, aber auch die Politik, Investitionsdynamiken, weiß ich nicht, Konjunkturen an den Aktienmärkten. Das führt dazu, dass man alles der KI zutraut, so an gesellschaftlichen Problemen zu lösen. Also hier, weiß ich nicht, Pflegekräftenotstand, nehmen wir KI dafür. Ja, klar. Genau, klar. Journalismus, auch KI. Ja, also das ist der Hype. Können wir irgendwann einen Philosophen auch ersetzen durch KI? Ja, oder dich. Na klar. Weil ich meine, du hast so viele Trainingsdaten generiert. Deine hunderten Stunden YouTube kann man einfach, nimmt man als Trainingsmaterial, dann sitzt da demnächst der Chatbot Tilo und du kannst irgendwo auf Mallorca sitzen in der Sonne. Das ist der Plan. Ja, Und denke ich mir. wie können wir jetzt eigentlich beweisen, unserem Publikum, dass das jetzt hier keine KI ist? Also ich habe jetzt Dass gelernt, du keine KI bist? ich habe jetzt gelernt, 3 Finger vors Gesicht halten. Weil das Ding nicht zählen kann, ne? Sieht man jetzt vielleicht. Das ist der Beweis, dass ich jetzt keine KI bin. Kannst du das auch mal kurz machen, damit wir das feststellen hier, dass du auch kein KI-Gast bist? Du, ich bin keine KI. Das wirst du im Gespräch merken. Dann halt doch mal 3 Finger vors Nee, mach Gesicht. ich nicht, kann ich nicht. Aha. Bin ich nicht so programmiert, hier 3 Finger. Aha. Das waren 4. Siehst du? Ja, die hatte ich gestern gerade auf Instagram gesehen. Das ist ein Tipp. Kann sein. Kannst du erklären, warum das nicht geht? Also warum es gibt ja diese KI-Bots oder so weiter, die dann das nicht können oder so weiter. Gibt es eine Erklärung? Also geht es darum, dass bildgenerative KI das nicht kann, also bildgenerierende KI-Systeme? Ja, ich glaube schon. Weil ich finde ja immer, also erstmal, du hast gesagt, warum die KI das nicht kann. Für mich, es gibt einfach nicht die KI. Ja, da wollte ich gleich drauf kommen. Services und Modelle von 1000 verschiedenen Unternehmen, die Verschiedenes können und die für verschiedene Zwecke und mit verschiedenen Geschäftsmodellen gemacht werden. Deswegen wäre es schon interessant zu wissen, welche KI meinst du. Wenn es jetzt bildgenerative KI ist, die das nicht kann, dann ist das Problem halt, diese Dinger produzieren ja Remixes von dem Bildmaterial, was in den Trainingsdaten ist. Wenn jetzt der große Trend auf Insta ist, dass man 3 Finger in die Kamera hält, um zu beweisen, dass man keine KI ist, dann kann ich dir garantieren, wird es nicht lange dauern, bis genau solche Bilder massenweise in den Trainingsdaten von KI-Systemen sind und dann werden die das in ein paar Monaten sehr gut können. Aber wahrscheinlich gab es bis jetzt nicht so viele Bilder, wo Leute authentisch 3 Finger in die Kamera gehalten haben und dann ist das halt nicht in den Trainingsdaten drin. Und das siehst du ja auch, wenn du dir mit bildgenerativer KI irgendwas generieren lässt, was vielleicht weniger Klischee und weniger Standard ist,
dann sieht das halt nicht realistisch aus. Dann sind da irgendwelche 3 Arme an der Person dran oder der Arm an der falschen Stelle oder und so weiter. Oder 6 Finger und sowas, ne? Ja, 6 Finger, das kann halt einfach nicht gut gerendert werden. So detailliert gibt es halt eben in den Trainingsdaten dann so die Stellen, wo dann so ein Arm aus einem Körper rauswächst oder so ein Finger aus was, gibt es halt da nicht. Ja. Und dann entstehen Fehler. Weil wir gerade beim Hype waren, wer hypt dann da eigentlich? Naja, das Problem ist, dass es darauf keine, ein Hype ist ja in dem Fall immer etwas, was so ein ganz dezentrales Phänomen ist. Also ganz viele Akteure im Chor. Nee, Chor ist schlecht, weil Chor ist noch zu homogen gedacht. Eher in so einem ganz komplexen Orchester mit ganz verschiedenen Instrumenten und ganz verschiedenen auch Machtpositionen. Also in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der Industrie, im Investmentkapital, aber auch in den ganzen einzelnen Berufsgruppen. Alle spielen da doch irgendwie so ihr Instrument in dem Hype und insgesamt kommt irgendwie diese große harmonische Musik dabei raus, die einem eine bessere Welt verspricht. Ja, ist doch schön. Für die Unternehmen. Für eine bessere Welt sind wir alle. Für die Unternehmen. Ja, aber das sind ja keine Menschen. Das ist denen egal, die wollen halt mächtiger werden und Profite machen. Und für die ist der Hype sehr nützlich. Für die ist es sehr nützlich, dass der Hype sagt, KI wird unsere Probleme lösen, den Missstand der Demokratie beheben und so weiter. Davon profitieren die ja nicht nur monetär, sondern das Game ist, sich immer mehr ins Spiel zu bringen als sozusagen das Betriebssystem von Staatsmacht, das Betriebssystem von wie Gesellschaft funktioniert, wie Politik funktioniert, wie Verwaltung funktioniert. Darum geht es und natürlich ist ein Diskurs, damit meine ich jetzt den Hype, der gar nicht darauf schaut, was ist eigentlich heutzutage was sind die Auswirkungen, die Kosten in Form von Energie, Ausbeutung von Arbeitskraft, seltenen Erden und so weiter. Darauf wird ja sehr wenig geschaut in dem Hype. Es wird ja sehr viel darauf geschaut, was man irgendwie in zig Jahren damit vermeintlich besser machen kann, was erstens überhaupt nicht bewiesen ist und zweitens einfach ein Ablenkungsmanöver von den aktuellen Risiken und negativen Folgen. Was ist berechtigt am Hype? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, das ist... Wir werden über die ganzen negativen Risiken und Auswirkungen ja sprechen, aber gibt es ein paar Lichtblicke? Also ich finde erstmal an einem Hype, insofern ein Hype etwas ist, wo Erwartung und Realität auseinanderklaffen, ist erstmal nichts berechtigt. Natürlich ist KI-Technologie eine mächtige, auch faktisch mächtige Technologie, die sehr viel verändert und auch zum Guten verwendet wird und werden kann. Und da kann, also wenn die Frage sich jetzt darauf bezieht, dann würde ich sagen, können wir darüber reden. Aber ein Hype ist immer gefährlich. Ich habe immer so gedacht, quasi technischer Fortschritt, der uns Menschen hilft, ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ja, aber ist nichts Schlimmes, nur wer ist denn uns Menschen? Wer ist denn das? Ja, wir halt alle, oder? Wir alle. Ja. Ich glaube, das ist eines der größten... So ganz naiv halt. Ja, ganz, ganz jung und naiv. Ja. Ja, das Problem ist halt, das ist genau das Versprechen und dieses Wir, wer ist denn dieses Wir? Wer ist es denn, der davon profitiert? Genau das wird doch nicht ausbuchstabiert. Ich mache da ja keine Unterschiede zwischen den Herrschern und den Beherrschten, denen, die das Kapital haben und die für das Kapital arbeiten. Wir sind doch alle Menschen. KI-Technologie macht da aber riesige Unterschiede dazwischen. KI-Geschäftsmodelle auch. Und KI-Geschäftsmodelle, die sorgen für den Wohlstand einiger weniger. Ja. Und beuten einen sehr großen Teil der Menschheit eher aus. Hast du mal von Trickle-Down gehört? Das geht doch am Ende alles zu uns runter. Ich glaube, aktuell sind leider die Schwerkraftsverhältnisse des Runterrieselns umgekehrt und es rieselt eher von unten hoch. Aber das war doch die letzten 100 Jahre auch so. So war das doch. War aber auch so, dass es hochgerieselt ist. Genau, und geht jetzt so weiter mit exponentiell steigender Geschwindigkeit. Super. KI-Technologie ist ein großer Treiber von einer Umverteilung von unten nach oben. Der Profit akkumuliert sich in ungekanntem Ausmaß bei wenigen oligopoligen Akteuren, wirtschaftlichen Akteuren, Firmen, die so wertvoll sind, wie noch nie Firmen wertvoll gewesen sind. Und diese Geschäftsmodelle, die Architektur dieser Wertschöpfungslogiken basiert auf Machthierarchien global, die das Erbe kolonialer Ungleichheiten antreten
und das einfach in eine neue Logik, eben digitaler Kapitalismuslogik überführen und dort einfach noch weiter ausbringen und noch weiter eben von unten nach oben umverteilen. Ja, vielleicht musst du immer selbst dir eine KI ausdenken und selber quasi Kapital reinstecken, damit du davon profitieren kannst, damit du nicht Opfer davon Moment, bist. ich muss mir eine KI ausdenken oder ich muss Ja. Kapital reinstecken? Das ist ja nicht das Gleiche. Also soll ich jetzt investieren? Meinst du, ich soll jetzt irgendwie einen Stock picken und dann da reingehen? Oder soll Ja, ich du bist wirklich selber eine KI du machen? bist ein schlauer Mathematiker. Denkst dir halt so eine eigene KI aus, die dann quasi dir nützt. Aber und- wie stellst du dir das vor? Ja, weiß ich ja nicht. Ja. Du bist ja hier der. Ja, aber KI zu machen, niemand macht KI in Mach seinem doch mal Wohnzimmer. KI, oder Nein, was? niemand macht KI in seinem Wohnzimmer. Was heißt es denn, KI zu machen? Das ist ein Riesenapparat. Du brauchst erstmal tonnenweise Daten, musst das ganze Internet scrapen, um Trainingsdaten zu gewinnen. Du musst eine große soziale Medienplattform sein, die Milliarden NutzerInnen hat, die jeden Tag freiwillig ihre Daten preisgeben. Ja. Oder du bist ein großes Internetunternehmen, welches quasi die Infrastruktur des Internets geworden ist. Und Die haben doch alle so- mal klein angefangen, Rainer, oder? Ja, aber nicht mit dem Auftrag, KI zu machen. Ach so. Na, das ist halt der Punkt. KI ist die Art und Weise, wie das, was die Unternehmen, die Anfang der 2000er mit anderen Geschäftsideen groß geworden sind, wie das jetzt monetarisiert werden kann. Also ein Unternehmen wie Facebook, also damals Facebook, heute Meta oder Google, das sind ja alles Unternehmen, die haben nach dem Crash der Dotcom-Bubble ihre großen Aufwind gehabt, und zwar indem sie es verstanden haben, Services aufzulegen, die Nutzerdaten benutzen. Also die Nutzerdaten aggregieren, zusammenführen, abfragen über Apps, und zwar möglichst unbemerkt, ja, sodass NutzerInnen das nicht merken, und diese Daten zu horten. Das haben die erstmal 10 Jahre lang gemacht. Über die ganzen 2000er Jahre haben die einfach nur Daten gehortet. Und irgendwann in den 2010er Jahren wurde Rechentechnologie und Algorithmen so gut, dass man mit diesen enormen Datenbergen, die historisch beispiellos sind, plötzlich etwas machen konnte, was man heute KI nennt, was aber eigentlich Machine Learning heißt. Also man kann diese Trainingsdaten dafür nutzen, um daraus Patterns und Mustern zu extrahieren, die Vorhersagen gestatten darüber, was wir für Leute sind, was unsere Interessen sind, was wir als nächstes machen, was unsere sexuelle Identität ist, was unsere politischen Ansichten sind und so weiter. So konnten diese großen Datenberge, die wir alle angesammelt haben in den 2000er Jahren, dann plötzlich ausgewertet werden, sagen wir mal. Und diese Auswertungslogiken, die man dann KI-Modelle nennt, die kann man super gut monetarisieren, also verkaufen, also zu Geld machen. Diese Unternehmen haben ganz lange ja Minus gemacht. Oder nur mit Werbung sich finanziert. Aber die KI-Welle ist jetzt die große 10 Jahre hinterherlaufende Monetarisierung von Datenbergen, die in den Infrastrukturen angefallen sind, die diese Unternehmen vorher kreiert haben. Aber haben die nicht vorher auch schon also gerade so Google und so eine Menge Geld mit Werbung verdient, weil sie die Daten, die sie gesammelt haben, zur Vorhersage unseres Verhaltens und unserer Aufmerksamkeit genutzt hatten und damit Werbung verkauft haben? Ja, genau. Also das ist das Gründungsproblem der heutigen KI. Das Gründungsproblem ist, du hast Daten über Menschen, die sind leicht zu kriegen in der Online-Welt. Also weiß ich nicht, deine GPS-Koordinaten oder dass du gerade schon wieder weiß ich nicht, YouTube geöffnet hast oder was du sonst so dir auf YouTube noch ChatGPT, anguckst. das hört hier nebenbei Weil mit. du die nächste Frage nicht weißt, ist schon klar. Ja, ich stelle ja eh keine Fragen mehr. Du bist ja. Warte, was wollte ich jetzt gerade sagen? Wir waren bei schon bisherigen Modellen. Ach so, dass die damals, ja, also bei der personalisierten Werbung geht es ja darum, dass du im Wettbewerb auf dem Anzeigenmarkt, also auf dem Werbemarkt, irgendwie so ein bisschen die Nase oder also so einen Kopf weit Vorsprung haben kannst, wenn du nicht großen Kohorten ein und die gleiche Werbung anzeigst, wo nur, weiß ich nicht, 10% der Leute sich dann wirklich dafür interessieren, sondern wo du mit Technologie hergehst und sagst, ich will jedem individuell eine passende Werbung anzeigen. So, und das ist das, was so ein Unternehmen wie Google schnell geschafft hat, weil Google einfach sehr viele Daten über die Menschen gesammelt hat. Und das waren am Anfang in den 2000ern waren das statistische Auswertungen, die man noch nicht KI nennen würde, oder irgendwelche Regressionsmodelle, halt so einfach so die algorithmischen Vorstufen von dem, was dann irgendwie in Machine Learning aufgegangen ist. Und über die 2010er Jahre wurden das dann Machine Learning Modelle. Aber das ist halt das Entscheidende. Du möchtest aus Daten, die leicht über Menschen
bekommbar sind und von fast allen Menschen vorliegen, nämlich Daten, die wir im Internet hinterlassen, möchtest du die Informationen über die Menschen vorhersagen, die Menschen nicht so leicht über sich preisgeben. Aber diese Informationen brauchst du, um eine passende Werbung anzuzeigen. Und eine passende Werbung ist wichtig, weil die Werbekunden quasi das Geld, was sie quasi für die Werbung ausgeben, so zielgerichtet wie möglich machen wollen. Also Du wirst als AdTech-Provider wirst du halt nur dafür bezahlt, wenn draufgeklickt wird. genau. Also das ist sozusagen dein eigenes Geschäftsrisiko, nicht das deiner Werbekunden, sondern also du kriegst vom Werbekunden ein Budget, weiß ich nicht, 50.000 Euro und kannst es aber nur abrufen, wenn Leute wirklich draufklicken. Und so ein Konzern, der denkt sich, naja, wenn ich das Aufmerksamkeitsverhalten von Rainer und Thilo so gut es geht vorhersagen kann die Werbung, die ich schalte und an uns gerichtet ist, so gut es geht quasi an den Mann bringen, auf deine Aufmerksamkeit ranholen. Weil am Ende ist ja quasi jeder Euro, den ich ausgebe, der soll so gut es geht dich erreichen. Ja, das ist jetzt wieder aus der Perspektive des Werbekunden, aber ich finde interessanter die Perspektive der Plattform. Also du bist, sagen wir mal, du bist Facebook, wir sind jetzt ja in den 2000ern, ne? Das heißt, du hast irgendwie ein paar 100 Millionen NutzerInnen, die verbringen jeden Tag x Stunden Zeit auf deiner Plattform und du willst Geld machen, indem du denen Werbung zeigst und du kriegst das Geld aber nur, wenn die auch draufklicken. Und dann hast du auf der anderen Seite, und das ist das Entscheidende, du hast auch Werbekunden, ja? Deine NutzerInnen sind gar nicht deine Kunden, sondern sind deine NutzerInnen. Und dann hast du Werbekunden. Also die was dafür zahlen, dass ihre Werbung auf deiner Plattform deinen NutzerInnen gezeigt wird. Aber nur, wenn draufgeklickt wird. Die zahlen dafür, dass die Daten, die du gesammelt hast, durch die Nutzer entsprechend genutzt werden können. Dafür zahlen für ihre Zwecke. Die kriegen die Daten nicht. Die zahlen nicht für die Daten. Die zahlen nur für den Service, dass die Werbung platziert wird. Ja, du als Facebook kriegst von den Werbekunden den Auftrag, hier, platziere meine Werbung, sodass jemand draufklickt. Also, dass jemand wirklich drauf geht. So, und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich bin ja am Strand, habe nicht so viel Bock, ich zeige einfach die Werbung, weiß ich nicht, wenn ich 5 Werbekunden habe, dann mache ich einfach jedes 5. Werbeplacement von jedem dieser Kunden, fertig. Dann ist halt einfach die Chance, dass auch jemand draufklickt, nicht so groß, weil dann ist oft die Werbung einfach nicht passend für die Person. Aber du kannst ja dann sozusagen die Effizienz dieses Geschäftsmodells verbessern, wenn du sagst, okay, ich kann ja aber vorhersagen, der Kunde, der klickt eher auf die Werbung von dem Werbekunden, der Nutzer, die Nutzerin klickt eher auf die Werbung von dem Werbekunden. Also wenn du dafür einen Algorithmus hast, dann kannst du ja deinen Umsatz deutlich vergrößern, weil du die Werbung viel effizienter platzierst. Ja. So, und deswegen sind diese Plattformen immer schon Unternehmen mit einem Frontend und einem Backend-Geschäftsmodell. Also Frontend ist das, was wir als NutzerInnen sehen, so irgendwie so eine kostenlose Social-Media-Dienst, wo wir alle denken, so, warum ist das denn kostenlos? Und das wirkliche Geschäftsmodell oder die Monetarisierung erfolgt am Backend oder halt eben gegenüber den WerbekundInnen, die dafür was bezahlen. Das Problem ist halt, ich will nicht so lange über Werbung reden, weil Werbung ist immer das Beispiel, was angeführt wird, dass das doch alles gar nicht so schlimm ist. Was ist denn so schlimm daran, dass jetzt die Person A die Sachen sieht und die Person B die Werbung? Der Punkt ist halt, am Backend hast du nicht nur Werbekunden. Hast du vielleicht auch die Versicherung, die sagt so, ich will einfach hier, da beantragt gerade jemand eine Haftpflichtversicherung oder eine Lebensversicherung. Kannst du mir bitte einen Indikator geben? Ist das eine riskante Person oder nicht? Oder hier, die Person beantragt eine Krankenversicherung. Also sowas wie ein Risiko für Diabetes oder psychische, so Depressionen, Angststörungen, Prostatakrebs, kannst du alles super vorhersagen aus Social-Media-Daten. Das heißt, wenn du hergehst und du sagst, okay, warum vermarkte ich eigentlich diese Modelle nur für Werbung? Da gibt es noch viel weitere Märkte und das ist auch so. Schufa fällt mir auch noch ein. Ja klar, Kreditvergabe, Kreditscoring, Versicherungsrisikoscorings, das sind alles die Gründungsprobleme der heutigen KI. Dessen, was wir heute als KI bezeichnen. Jetzt reden wir ganz über künstliche Intelligenz. Du hast gerade schon Sprachmodelle, Machine Learning angesprochen. Weil wir mit dem Hype angefangen haben, überhaupt ist richtig, von künstlicher Intelligenz zu sprechen? Oder spielen wir da nicht dem Hype schon wieder in die Karten? Dein Buch heißt ja auch hier Künstliche Intelligenz oder Neufaschismus. Ja. Steht ja jetzt auch nicht in Anführungszeichen. Nee. Ja, das ist schön, dass du es fragst, weil das ist eigentlich, musste man da natürlich eine sehr differenzierte Debatte darüber führen, denn also
der Begriff künstliche Intelligenz ist schon Teil des Hypes und Teil auch dieser Finte, dass man Bedeutung aufbauscht, die nicht da ist. Ne? Also der Begriff ist ja, eigentlich kommt er ja aus einem Forschungsantrag in den USA, aus den 50er Jahren, wo so ein paar Leute eigentlich nur Geld für eine Konferenz beantragt haben, aber da wurde das irgendwie so genannt. Es ist diese berühmte Dartmouth-Konferenz, die dann zu dieser als Gründungs-Event dieses Begriffs immer angeführt wird. Und man sieht halt, dass seitdem halt verschiedene Zweige der Informatik, sowas wie Computer Vision oder Natural Language Processing, so heißen die dann, ne? Diese Zweige in der Informatik, die sich mit Bilderkennung oder Spracherkennung beispielsweise beschäftigt haben, die haben sich plötzlich angefangen, unter diesem Begriff Artificial Intelligence zu subsumieren. Und dieser Begriff ist dann plötzlich ein Vehikel für Aufmerksamkeit gewesen. Also da kannst du Geld mit beantragen, da kannst du am Aktienmarkt Pitches machen, da kannst du Produkte mitverkaufen. Das galt in den 50ern und das gilt heute wieder. Und irgendwie ist mit dieser Bezeichnung als KI irgendwie in so einen wunden Punkt reingegriffen, des Selbstbilds der Menschen, zumindest in westlichen Gesellschaften, scheint irgendwie so die Idee, dass man Intelligenz mechanisieren kann, etwas zu sein, was gleichermaßen krasseste Faszination und auch krassesten Schrecken auslöst. Weil das irgendwie so etwas im westlichen Selbstverständnis ist halt Intelligenz quasi die definierende Eigenschaft des Menschen oder des menschlichen Selbstbildes. Ist da nicht was dran? Man könnte ja sagen... Tiere sind auch intelligent. Ja, wirklich? Pflanzen sind auch intelligent. Aber haben sie ein Bewusstsein? Ja, das ist eine andere Frage. Okay. Aber das sollte man unterscheiden. Ich weiß nicht, ich bin in dieser Debatte nicht so zu Hause, weil die mich auch nicht so interessiert und ich finde die auch nicht so relevant. Also ich glaube weder daran, dass KI-Systeme jeweils ein Bewusstsein haben können, noch, also ich sehe halt eher, wie diese Idee davon wiederum den Hype befeuert und finde das relativ kritisch. Also ja, die Ausgangsfrage war ja, sollten wir überhaupt von künstlicher Intelligenz aber sprechen? Sollten wir das immer in Anführungszeichen machen und da quasi so ein bisschen schon Distanz uns davon aber ich finde, dieses sollte hängt halt davon ab, mit wem und wo du sprichst. Also ich spreche ja mit dir jetzt gerade. Ja, gut. Also, für mich hängt es jetzt an, also in welcher Diskursarena spreche ich. Wenn ich jetzt irgendwie ein Paper schreibe oder mich da wissenschaftlich mit beschäftigen möchte, dann ist es mitunter sehr viel adäquater, einfach von Automatisierung zu sprechen oder einfach die Technologie, die ich meine, beim Namen zu nennen. Wenn es ein Paper über Classifier-Algorithms ist oder Modelle, dann ist es halt ein Paper über Classifiers, dann muss ich das nicht KI nennen. Wenn es ein Paper über Bilderkennung ist, dann würde ich es halt einfach Image Recognition oder Computer Vision nennen. Also da würde man schon versuchen, das möglichst sachlich nüchtern zu benennen, aber in dem Moment, wo man eher in so einer Funktion von öffentlicher Aufklärungsarbeit in Diskurse intervenieren möchte, muss man natürlich diese Diskurse auch da abholen, wo sie stehen. Und der öffentliche Diskurs steht da, dass er den Begriff KI massiv hypt. Und ich bin da, also für mich ist KI sowieso ein Diskursphänomen. Es ist nicht eine Technik. Es ist eine gesellschaftliche, eine soziotechnische Konstellation, wo wir vor allem an etwas glauben. Und ich darüber reden will und darin intervenieren will, dann muss ich auch diesen Begriff verwenden. Genau, aber gleichzeitig könnte man ja sagen, es gilt, diesen Diskurs zu verändern. Ja. Weil der Hype gefährlich sein kann. Und dementsprechend könnte man ja sagen, okay, um den Diskurs zu verändern, sollte man auch möglichst genau sprechen und darüber reden. Und dementsprechend... Ich glaube, dass ich genau darüber spreche. Also ich finde, die Genauigkeit, die wird sich ja wohl nicht daran messen, ob man den Begriff KI benutzt oder nicht. Oder ob man ihn in Anführungszeichen setzt oder nicht. Ich lese sehr viele Texte, wo KI notorisch in Anführungszeichen gesetzt wird. Also dass diese Skepsis ist ja weit verbreitet und auch zu Recht, aber mit den Anführungszeichen ist noch keine Präzision gewonnen, sondern eher ein Ressentiment ausgedrückt oder sonst was. Also da möchte ich dann doch eher lieber einfach den Abschnitt sehen, wo aufgeklärt wird, was versteht die Person denn unter KI, die da gerade spricht. Und ich glaube, solche Abschnitte versuche ich schon in meine Texte generell unterzubringen. Ganz kurz zu dir, bevor wir dann in das Thema einsteigen. Bist 82 geboren, wo kommst du her? Ich komme aus Remscheid. Ja, wo ist das? Im Bergischen Land. Belgisches Land? Im Bergischen Land. Bergisches Land. Ja. Bist du da aufgewachsen? Ja. Schöne Kindheit? Auf jeden Fall. Warum? Kindheit ist doch immer schön. Ja, weiß ich ja nicht. Natürlich nicht.
Aber meine Kindheit war schön. Was haben deine Eltern gemacht? Das sage ich jetzt hier nicht. Das brauchen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Ja, aber sind das so Akademiker? Kommst du aus dem Akademikerhaushalt? Nee, das ist jetzt hier nicht so wichtig. Nee, komm, lass doch lieber über KI reden. Ja, warum muss ich jetzt so mit meinen Eltern reden? Ja, man will ja wissen, wo du herkommst, wie du zu dem geworden bist, was du bist. Ja, ich komme aus einem bildungsnahen Haushalt, ja. Okay. Aus einem bildungsnahen Mittelschichthaushalt. War es denn wichtig zu Hause, dass du gut in der Schule bist oder warst du einfach gut in der Schule? Ach du, ich weiß nicht, ob man das so voneinander trennen kann. Warum nicht? Na, da muss man dann jetzt ein bisschen über Entwicklungspsychologie und so kindliche Subjektivierung reden. Bist du gerne zur Schule gegangen? Ich glaube, ich bin mehrheitlich sehr gerne zur Schule gegangen, ja. Warum? Ich weiß gar nicht mehr so genau. No, ich habe damals vor allem ein sehr stark naturwissenschaftliches Interessenprofil gehabt. Ich habe alle naturwissenschaftlichen Fächer belegt, die man kriegen konnte an dieser Schule. Das waren Gott sei Dank sehr viele. Ja. Da gab es auch ein paar sehr so engagierte und resonative Lehrer. Die geisteswissenschaftlichen Fächer waren nicht unbedingt meine Stärke oder weiß ich nicht, Philosophie fand ich immer super, aber bei solchen Fächern wie Geschichte oder so hatte ich damals, also die hatten mir gegenüber ein Vermittlungsproblem. Die Geschichtslehre? Ja, ich würde jetzt mal von mir aus auch der Geschichtslehrer, aber also sagen wir mal, wenn ich mir eine Sache rückblickend wünschen könnte an meine Schulbildung, ist es halt, dass man den Wert geisteswissenschaftlicher Reflexion sehr viel besser hätte kommunizieren können. Und das hat auch der Prägung in Bezug auf die Naturwissenschaften weit nachgestanden. Warum? Das weiß ich nicht. Kann an der Inkompetenz der Lehrer gelegen haben. Es kann aber auch an das kann ich nicht mehr sagen. Weiß nicht. Kann ich jetzt nur spekulieren. Was wolltest du früher werden? Aber ich glaube dass Geisteswissenschaften gesellschaftlich jetzt nicht unbedingt das beste Ansehen genießen. Das ist auch heute noch ein großes Problem. Ja, das sind halt Laberfächer. Genau, sind Laberfächer, genauso wie du eine Laberrunde hier bist. Ja. Aber das kann man jetzt wirtschaftlich nicht so gut verwerten. Deutschland ist hier quasi, wir wollen... Läuft nicht gut bei dir? Na, hier schon. Ja, dank unserer finanziellen freiwilligen Unterstützung unseres Publikums. Aber so unsere Wirtschaft kann ja von Geisteswissenschaften jetzt nicht wachsen. Ja, aber das ist halt genau das Problem. Also diese Sichtweise ist das, was mir, sagen wir mal, 10 Jahre Zeit gekostet hat, bis ich gemerkt habe, dass Geisteswissenschaften wichtig sind. Gott sei Dank habe ich es irgendwann rausgefunden, aber erst weit nach meinem Studium, nach meinem ersten Studium. Ja. Ja, und ich glaube, dass eine gute Gesellschaft, eine gute, vor allem demokratische und pluralistische Gesellschaft sehr viel dafür tun sollte, dass man die kritischen Reflexionswissenschaften, um mal nicht diesen hochtrabenden Begriff Geisteswissenschaften zu verwenden, dass die kritischen Reflexionswissenschaften ein ganz integraler Teil des gesellschaftlichen Wohlstandes oder der gelingenden pluralistischen Gesellschaft sind. Und man kann eigentlich... Man braucht diese Wissenschaften genauso, wie man die Industrie braucht. Aber das wird nicht immer gut kommuniziert. Aber du bist 10 Jahre erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Du hast ja erstmal Mathe, theoretische Physik, Informatik studiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die falsche Richtung war. Hat einfach damals meinen Neigungen sehr entsprochen. Ja. Ich habe auch am Anfang schon einmal überlegt, ob ich nicht Philosophie machen möchte. Aber da hatte ich weder irgendwelche Vorbilder dafür noch irgendeine... Also... Das lag irgendwie gar nicht im Rahmen dessen, was ich mir vorstellen konnte, Philosophie zu studieren. Also ich habe es überlegt, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wo das dann hinführt. Warum nicht? Weil ich dafür keine Vorbilder hatte. Und wann kam die Vorstellung? Also ich habe mich in der Oberstufe sehr für Philosophie interessiert und ich habe in den ganzen ersten Studienjahren auch sehr viel Philosophie nebenbei gemacht. Ich würde mal sagen, die war halt da, damals. Aber mit welcher Absicht hast du dann Mathe, Informatik und so studiert? Was wolltest du damit machen? Also ich habe eigentlich so eine Bewegung vom Angewandten zum Theoretischen gemacht. Ich habe angefangen, also als Schüler wollte ich, glaube ich, so in der Oberstufe Elektrotechnik studieren oder Elektrotechniker werden. Daraus wurde dann zu Beginn meines Studiums Physik. Also dann habe ich das ist ja schon ein Schritt von angewandter, also Ingenieursdisziplin zu grundlagentheoretischer Disziplin. Und zwar war das einfach massiv, auch durch bestimmte Bildungsangebote in Deutschland,
die mir überhaupt erstmals irgendwie gezeigt haben, dass diese was überhaupt Grundlagenwissenschaft ist. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden. Dann habe ich aber innerhalb des Physikstudiums schon im ersten Semester gemerkt, dass ich die Mathematik eigentlich interessanter finde als die experimentellen Teile der Physik. So, also das Physikstudium ist ja auch breit, also man lernt Mathe, weil Physik ist eine sehr mathematische Wissenschaft. Man lernt experimentieren. Ich habe meine ganze Kindheit mit Elektronik rumgebastelt, rumgelötet, Modellbau, sonst was. Also ich hatte ein gutes Händchen für Praktisches und Experimentelles. Das hat mir ja fast eher nichts Neues gegeben. Und dann habe ich aber gleichzeitig gemerkt, dass ich diese ganze theoretische Ebene nicht so gut bislang mitbekommen hatte. Und deswegen dachte ich, okay, setze ich doch jetzt einfach mal ganz auf so Mathe plus theoretische Physik. Da habe ich mein Studienfach geändert in Richtung Mathematik mit theoretischer Physik als Nebenfach. Da habe ich Informatik dazu genommen. Und dann war das also eine große Bewegung vom sehr angewandten oder vom Machertum zum drüber nachdenken und also eben eher das Theoriebildende. Und ich fand, das war schon alles für mich eine Errungenschaft genug. Also da habe ich jetzt nicht noch die Frage gestellt, warum denn jetzt nicht Philosophie? Das war einfach, die Entwicklung, die ich damals gemacht hatte, die war die Entwicklung, da war ich schon genug mit zu tun. Aber Philosophie kam dann danach? Das Studium? Naja, damals als Schüler hörte für mich die Philosophie mit Kant auf. So peinlich das heute sein mag, das zuzugeben, aber das war so. Ja. Und ich habe dann, als ich Mathe, Physik, Informatik fertig studiert hatte, habe ich ein halbes Jahr in der Unternehmensberatung gearbeitet, als, sagen wir mal, so einen Ausflug. Also es war mir immer klar, dass ich da nicht bleiben würde, sondern dass ich das mal sehen will, wie das ist. Was hast du da gemacht? Na, das war Managementberatung. Wie sie Leute entlassen können? Wie sie effizienter werden können? Es war ein großes Beratungsunternehmen, was genau solche Beratungsleistungen macht, jawohl. In meinem konkreten Projekt, ich habe dort so wenig Zeit verbracht, dass ich auch nur ein Projekt gemacht habe, ging es jetzt nicht um Leute entlassen, sondern da ging es um eine Produktentwicklung, es war eine Produktentwicklungsstudie. Wir haben jetzt übrigens eine Klammer aufgemacht, aber eigentlich wollte ich ja gerade was anderes sagen. Nur mal kurz aber ich habe jedenfalls diesen Einblick sehr gut gebraucht, um einfach zu sehen, wie so Großindustrie oder so große Unternehmen von innen aussehen, wie das funktioniert. Ich habe als Schüler immer auch in Unternehmen gearbeitet. Also ich habe irgendwie so als 15-Jähriger 3D-CAD gelernt am Computer. Das waren damals noch so richtig, weiß ich nicht, 20.000 Euro teure Computermaschinen, wo so die CAD-Programme drauf liefen, wo man halt so Autoteile am Computer entwerfen konnte. Du guckst sehr komisch. Also, ich habe von CAD noch nicht gehört. Darum. CAD ist halt Konstruieren am Computer. Okay. Und das, also im Maschinenbau hat man das ja ganz lange auf dem Papier gemacht. Ne? Also weiß ich nicht, wenn du eine Nockenwelle konstruieren willst, dann musst du die halt aus irgendwelchen 3 Blickrichtungen und noch ein paar Schnitte musst du die skizzieren, wie die aussieht, und dann geht die irgendwann in eine Fertigung und dann muss jemand aus diesen 2D-Skizzen irgendwie dieses dreidimensionale Modell bauen. Und über die 80er, 90er Jahre hat es halt in der ganzen Metallmaschinenindustrie eben diese digitale Revolution gegeben, wo das Konstruieren direkt im Computer stattgefunden hat, und zwar direkt dreidimensional. Dass du also dann die Nockenwelle als dreidimensionales Ding im Computer konstruiert hast, dass du also quasi dreidimensional zeichnest. Das ist halt 3D-CAD, Computer-Aided Design. Und ich hatte als Schüler das Glück, irgendwie durch komplette Zufälle so eines dieser Systeme, die damals halt, wie gesagt, sehr, sehr teure Software waren, nicht zu besitzen, aber zu lernen, wie man es bedient. Und dadurch konnte ich halt anheuern in den Konstruktionsabteilungen der Remscheider Automobilzulieferindustrie. Also da ist super viel, sind so kleine mittelständische Unternehmen, also das eine von denen macht nur Sitzscharniere von Autos, also von Autositzen. Gibt es die noch eigentlich? Klar. Oder weiß ich nicht, ich habe es nicht so verfolgt. Man hört ja die ganzen Zuliefererbetriebe, die... Ich glaube, ein paar sind weg, ein paar sind noch da. Ich kenne mich nicht aus, ich habe komplett den Kontakt verloren. Auf jeden Fall habe ich aber damals sehr viel Zeit in meiner Freizeit einfach da als Schüler gedroppt. Weil die alten Ingenieure in diesen Abteilungen, die hatten oft dieses 3D-CAD selber noch nicht im Studium gelernt.
Und ich war dann halt so der junge Schüler, der dieses ganze Computerzeugs konnte, der natürlich keine Ahnung von Maschinenbau hatte, aber diese Computersachen. So, und das hat mir natürlich immer schon gezeigt, wie so Unternehmensprozesse von innen laufen, aber halt eben so Ingenieure konstruieren was, Unternehmensprozesse und nicht so die knallharten Effizienzlogiken, Leute entlassen, Managementstrategien und so. Das habe ich dann erst als Unternehmensberater nach dem Studium gelernt. Aber hat nur ein halbes Jahr gehalten. Genau, ich fand es entsetzlich. Also es war komplett gegen meine Ethik. Und die hattest du schon. ja, ich würde sagen, so ein Verantwortungssinn ist ja jetzt nichts, was man sich anstudiert, oder? Weiß ich nicht. Ja, natürlich, das hatte ich mit Mitte 20. Der war sehr unausgegoren, weil er nicht gut theoretisch sich artikulieren konnte. Ja, also ich konnte nicht sagen, was ich da eigentlich problematisch finde, zumindest. Und dann habe ich mich eben nach mehr kritischem Vokabular dafür auch gesehnt. Und das war dann der Grund, warum ich dann nach diesem Ausflug in die Unternehmensberatung eine Mathe-Promotion angefangen habe, weil die war schon vorher vereinbart und auch so eine Finanzierung zugesagt. Und es war auch irgendwie so eine große Ehre und sonst was. Deswegen habe ich das dann angetreten, habe aber nebenbei dann Gender Studies und Kulturwissenschaften studiert. Eigentlich als Hobby, weil ich nämlich eigentlich so ein bisschen kritisch, ich hatte mich dafür interessiert, was es so für kritische Theorien gibt. Also um ein bisschen Sinn zu machen aus manchen Erlebnissen, die ich so hatte. Und das hat mich aber innerhalb von so einem halben Jahr, ist dieses Hobby eigentlich, ich habe dann diese Mathe-Promotion aufgehört nach einem halben Jahr. Ich habe das gekündigt, weil ich mir dachte, nö, mein Bildungsweg ist hier noch nicht zu Ende. Das mache ich jetzt noch oben drauf. Die Leute haben mich für komplett bekloppt erklärt. Das wollte ich gerade fragen. Wieso gehst du in die Geisteswissenschaften, brotlose Kunst, sonst was? Der Punkt ist aber, ich habe als Mathe-Absolvent, auch mit sehr gutem Abschluss, immer unheimliche und auch völlig unfair Credibility in der Philosophie. Da war halt die Meinung, wer Mathe gut gemacht hat, der kann auch Philosophie. Völlig unfair. Ich hatte ja keine studierte Bildung darüber. Ich habe das dann noch in einem Zweitstudium gemacht, schon klar, aber ich habe das gemerkt, und das ist auch so eine Signatur unserer Zeit, wie man der Mathematik, den Ingenieurwissenschaften und den Naturwissenschaften einen sehr hohen Stellenwert einräumt. Also umgekehrt könntest du nicht mit einem Philosophieabschluss, und möge er auch noch so gut sein, eine Mathe-Promotion anstreben oder so. Das würde nicht klappen. Und wie gesagt, ich meine das jetzt hier als Kritik. Ne? Ich will hier darauf hinaus, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo bestimmte Disziplinen eine gewisse Gläubigkeit genießen und andere Disziplinen kritischer gesehen werden. Ich hatte gesehen, du hast dann promoviert, nicht mehr in Mathe, sondern in Philosophie. Ja. Zum Thema Spinoza und Foucault. Ja. Erklär doch mal ganz kurz, was hast du da erforscht? Ja, das ist jetzt, kann man jetzt ein bisschen ausholen, ne? Ja, klar, dafür bist du hier. Also erstmal ich hatte ja gerade gesagt, als Schüler hörte für mich die Philosophie mit Kant auf. Und in diesem Zweitstudium Gender Studies, Kulturwissenschaft, habe ich dann vor allem die postmoderne, poststrukturalistische Gegenwartsphilosophie kennengelernt. Also quasi die kritische Philosophie von der Frankfurter Schule bis zur französischen kritischen Philosophie, die sich ja vor allem kritisch auch mit dieser Idee von Rationalität und der Trennung zwischen Vernunft und, weiß ich nicht, Emotionen oder Affekten und sowas beschäftigt. Und das hat für mich schon auch mein, sagen wir mal, sehr mathematisches Weltbild damals umstrukturiert, weil ich halt gesehen habe, dass, ja, wenn Mathematik die Wissenschaft ist, die sozusagen nach ihrem Selbstbild oder dem Selbstbild von manchen in der Philosophie der Mathematik einfach so die reine Vernunftwissenschaft ist, da hat man es nur mit reinen Vernunftgebilden zu tun, deren Existenz irgendwie ja eben nicht empirisch ist, sondern eben in irgendwie so eine rationale Existenz führen. Wenn man natürlich dann sich damit auseinandersetzt, dass man überhaupt diese ganze Idee von Rationalität oder von Vernunft, Ratio aus guten Gründen in Frage stellen kann, und zwar in Frage stellen kann als etwas, was irgendwie auch ziemlich von Machtinteressen durchsogen ist, dann kollabiert natürlich ein bisschen was. Und für mich war Spinoza
Na, erstmal, eigentlich war Foucault für mich der größere Einfluss, weil Foucault halt diese großartigen Studien hat, wie Wissensregime, Wissenschaft immer mit Machtregimen und Machtinteressen verknüpft sind. Also er hat ja diese Macht-Wissen-Komplex, Begrifflichkeiten, wo man sagt, jedes Wissensregime, jede Episteme, also die Strukturen von Begriffen und Normen und Wahrnehmungsweisen, in denen du die Welt erfasst. Hier, da ist eine KI, da ist irgendwie hier ein Instagram. Das sind alles Dinge, so Begriffe, die machen ja irgendwie so subjektiv die Ontologie unserer Welt, aber wie die aufgebaut ist und strukturiert ist, ist halt von Machtprozessen oder Machtstrukturen mitgeprägt. Und in denen du in ihnen denkst und in ihnen reflektierst. Also ich reflektiere mich als, weiß ich nicht, Vertreter dieser und jener Disziplin oder mit einem bestimmten Gender oder weiß ich nicht, benutze soziale Begriffe, um mich einzuordnen in der Gesellschaft. Mit all diesen Maßnahmen reproduzierst du halt irgendwie auch bestimmte Machtstrukturen. Also Strukturen, die Menschen und Gesellschaft ordnen. Auf eine Weise, die nicht nur egalitär ist. Und das heißt, und für mich ist dann halt so ein ganz neuer Vektor von kritischem Denken aufgeschieden, nämlich wenn du also quasi die Machtgemachtheit, also die durch Macht Geformtheit deines Blicks auf die Welt oder sagen wir mal deiner Episteme, also des mit anderen geteilten begrifflichen Apparats durchschaust, dann kannst du natürlich auch die Kräfte dafür freisetzen, dass sich das verändert. Also dann kannst du den Vektor für progressive Veränderung oder einen Prozess der progressiven Veränderung daraus herauslösen. So, das war das, was mich interessiert hat. Und das ist natürlich erstmal ein ziemlicher Gegenentwurf zur Mathematik. Also die ich gemacht habe, ist sicherlich, sagen wir mal, eher so ein. Da ist das Pendel so ein bisschen in so eine Gegenrichtung gependelt. Und ich habe ja wirklich radikal andere Paradigmen gemacht. Die Leute haben auch immer vermutet, dass ich ja dann irgendwie in der Philosophie Logik mache oder so, weil das ist, was an der Mathematik am weitesten dran ist. Ja. Aber nein, ich wollte halt eigentlich ich wollte halt wirklich in ein anderes Paradigma. Ich wollte wirklich anders denken. Ich wollte nicht so genauso denken, nur in der Philosophie, sondern ich wollte anders denken. Ich wollte auch anders werden. Weil du einen Denkfehler bei dir festgestellt hast? Nein, eine Enge des Denkens. Was heißt das? Das ist ja kein Fehler. Wie kann man sagen, das ist ein Fehler? Man kann ja quasi auf was nicht Rationalen beruhen. Quasi Verständnis von Herrschaft, Macht und so weiter und so fort. Darauf, sorry, das verstehe ich gar nicht. Was beruht auf wem? Naja, also du meinst, das Verständnis von der Welt ist manchmal problematisch von uns allen, weil wir immer so ein Vernunftdenken haben und quasi ein Bild von der Welt, was dann halt, so habe ich die jeweils verstanden. Na, ja. Manche Herrschaft und Machtstrukturen im Hintergrund, die entweder ignorieren wir oder verstehen wir gar nicht. Und du wirst als Mensch in die Welt hineingeboren und es wird dir beigebracht, die Welt in bestimmten Begriffen und Denkstrukturen zu erfassen. Genau. So, und die hinterfragst du völlig selbstverständlich erstmal nicht, wie auch. Ja, erstmal wächst du ja in die hinein. Genau. Und das ist ja überhaupt erstmal die Grundlage für dich, die Welt überhaupt zu erfassen. Genau. Das Schöne ist aber, dass der Mensch weiter wachsen kann, nämlich auch dahin irgendwann zu checken, dass das, was ihm als Selbstverständlichkeiten eingegeben worden ist, vielleicht eben bestimmten Interessen dient. Vielleicht. Und wenn man das durchschaut, dann kann man das aufweichen, diese Selbstverständlichkeiten eben in Bezug auf ihren Status als Selbstverständlichkeiten aufweichen und mit Alternativen versehen und auf eine Suche gehen, gibt es vielleicht andere Begriffe, andere Arten und Weisen, dieses Phänomen zu sehen, wo neue Aspekte dann thematisierbar werden, die vorher vielleicht verschlossen waren. Und das könnten auch Aspekte sein, die zum Beispiel darauf hinaus wollen, dass irgendwer leidet oder unterdrückt wird oder und so weiter. Also viel von viel, wenn es darum geht, progressive Denkbewegungen zu machen, muss man unbedingt seine eigenen Denkstrukturen und sich selber damit einbeziehen. Deswegen ist halt Kritik in dieser philosophischen Schule immer mit Selbstkritik verbunden. Ja, Leute, die völlig unkritisch gegenüber sich selbst und ihrem eigenen Denken sind, immer nur an den anderen rum kritisieren, denen vertraue ich gar nicht. Weil die bleiben ja in ein und demselben Begriffsraster und artikulieren dann Gegenmodelle oder sowas in der Art. Aber ich glaube, das Entscheidende ist halt, es gibt kein neutrales Begriffsraster.
Das ist aber auch kein Relativismus, das ist das Problem heutzutage. Ne? Heutzutage wird ja das alles als ein Relativismus abgetan oder von rechts angeeignet. Das ist auch kein Relativismus, sondern es geht halt darum, dass du spüren musst, was für Machtmanöver oder vielleicht sogar epistemische Gewalt ist im Spiel, wenn du bestimmte Begriffe verwendest oder bestimmte Denkstrukturen verwendest, die zum Beispiel Gewalt unsichtbar macht oder so. Fällt mir jetzt gerade spontan an, dieses Perception is Reality. Das haben wir ja auch so spätestens seit Trump. Also was wir glauben, wie die Welt funktioniert, ist wie wir. Ich mache mal, um mal ein Beispiel zu bringen, also was mich damals in der Zeit, wo ich die Diss gemacht hatte. Das war vor 10 Jahren? 15? Das war vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren. Ein Beispiel, was ich instruktiv fand, war zum Beispiel das Aufkommen dieses Begriffs Sexual Harassment, also sexuelle Belästigung. Könnte man sagen, ja, ist das was Neues? Das Phänomen ist sicherlich überhaupt nichts Neues. Hat's ganz lange gegeben, wurde aber halt eben ganz lange dann als, weiß ich nicht, netter Flirt von deinem Chef oder er will doch nur spielen oder irgendwie abgetan. Und dann gab es ja den Moment, wo im US-amerikanischen Fernsehen plötzlich der Begriff Sexual Harassment dafür gebracht wurde, in Kombination noch mit Erfahrungsberichten. Und das hat dann Resonanz ausgelöst bei ganz vielen Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Und dann war das plötzlich ein neuer Begriff für ein altes Phänomen, der aber eine kritische Thematisierung aufgeschlossen hat. Und das meine ich. Da hat sich die Episteme verschoben. Ja? Also da wurde in den zur Verfügung stehenden Begriffen, Normen, um auf Sachen, die in der Welt passieren, zuzugreifen und über sie zu reflektieren, wurde eine Verschiebung vorgenommen. Es kam ein neuer Begriff hinzu, der eine kritische Besprechung ermöglicht hat. Und Wer hat den Begriff eingebracht? Die Betroffenen? ja, das haben die Betroffenen eingebracht. Genau, und das ist auch ganz entscheidend, denn solche epistemischen oder solche progressiven Kämpfe sind immer auch Kämpfe auf der Ebene der Epistemologie, also der Begriffe, die wir verwenden. Und wer da das Sagen hat und wer nicht, wessen Stimmen gehört werden und wessen nicht, das ist, da findet die Macht ja auch schon statt. Ne? Also da finden schon die Ausschlussmechanismen statt. Und deswegen ist es halt, ich meine, der ganze Feminismus hat dafür lange gekämpft, dass man eben wie man die Welt erklärt, irgendwie mindestens mal bitte auf seinen Standpunkt hin ausweisen solle. Und natürlich kann man dann solche also wenn dann halt eben marginalisierte Standpunkte einen Raum gegeben wird also für mich war damals vor allem interessant, wie funktionieren solche Veränderungen, also wie kommt es dazu, dass... Ja, aber warum haben die Betroffenen das geschafft? Ja, genau. Also weil sie den richtigen Begriff gefunden haben, sexuelle Belästigung, Sexual Harassment, oder war das Glück? Oder? Nee, genau, das ist genau das, was mich damals interessiert hat. Und das Deutungsangebot, was ich so ein bisschen versucht habe, ist, und das will ich jetzt auch nicht größer, also das ist das, wie ich damals darüber nachgedacht habe. Also das ist nicht, wie gesagt, es geht mir jetzt auch darum, hier wieder einen Standpunkt zu markieren. Was mich da interessiert hat, waren ich habe das dann affektive Resonanz genommen, also Affekt genannt. Ich habe das als affektive Resonanzmomente bezeichnet. Also jemand, Betroffenes, kommt mit einer Beschreibung, und die scheint treffend zu sein und die kreiert einen unmittelbaren Resonanzmoment mit anderen Betroffenen, also die irgendwie so ein Aha-Moment bei anderen. Ja, genau, so ein Aha-Moment, so eine klare Evidenz, ja, klar, natürlich, das ist die viel bessere Beschreibung. Ja. Endlich gibt mir das die Möglichkeit, auf einen Missstand hinzuweisen und so. Und dann gibt es Resonanz, dann ist das ein relationaler Vorgang. Ja? Das ist nicht die eine Person, die den Begriff gesetzt hat, sondern das ist dann vor allem erstmal die Resonanzwolke, die dem dann Momentum verschafft. Und wenn das Momentum groß genug ist, dann kann es eine Diskursverschiebung geben. Ja? Dann kann es eine kleine Gegenhegemonie geben, also eine hinreichend große Diskursbubble, die den dominanten Diskurs zwingt, ein bisschen zurückzuweichen oder sich zu verschieben. Und deswegen sind solche Resonanzmomente wichtig. Und das sind Momente, wo immer Affekte im Spiel sind, also affektive, emotionale Prozesse. Und deswegen hat mich halt dieses Zusammenspiel von wie schauen wir begrifflich auf die Welt, also Episteme und Affekt interessiert. Und da ist man bei Spinoza sehr gut, weil Spinoza das zusammendenkt,
Rationalität, rationale Einsicht und irgendwie Affekte sind in dem seiner Ontologie sehr nah beieinander oder parallel. Und natürlich muss man dann auch die Frage beantworten, ja gut, vor allem, also ich habe das Projekt begonnen zu einer Zeit, wo es noch nicht Pegida gab, dann kam aber irgendwann Pegida und dieser ganze Rechtspopulismus und dann hat man plötzlich gesehen, ja gut, also diese Theorie von Diskursverschiebungen über Resonanzmomente, das kann halt auch von rechts passieren. Ja, das ist kein Garant dafür, dass das ins Progressive läuft. Das ist halt der Punkt. Also das ist nur in dem Fall dann nur so eine Deskription gewesen. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, ja, was ist denn dann eine Diskursverschiebung ins Progressive? Was unterscheidet die von einer Diskursverschiebung ins Regressive oder ins Reaktionäre? Haben die Rechten, ist das so zufällig passiert, dass da eine Diskursverschiebung stattgefunden hat? Oder stand da ein Konzept dahinter? Also die neue Rechte ist da sehr, sehr schlau, klar. Also die neue Rechte ist ja nicht die NPD, sondern es sind Leute, die haben das alles gelesen. Die kennen sich sehr gut mit insbesondere auch der postmodernen Philosophie aus und funktionalisieren das für ihre Zwecke um. Also ich habe keinerlei First-Hand-Einsichten, ob sie das jetzt irgendwie so geplant haben oder nicht, aber man muss davon ausgehen. Ja, hört man ja immer gerade von den neurechten Vordenkern, die haben Gramsci gelesen. Ja. Gramsci war ja früher der linke Vordenker, progressiver Vordenker und machen sich dann quasi seine Einsichten, wie man eine Hegemonie des Denkens hinbekommt, zu eigen. Ja, richtig. Genau. Also das ist letztlich das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Also Hegemonie heißt halt, ist halt irgendwie so eine sich selber stabilisierende Formation, die so, sagen wir mal, so eine Mehrheit teilt in so einem Diskurs. Also bestimmte Begriffe oder Sichtweisen sind hegemonial. Das heißt also, sie sind irgendwie so als vorherrschend. Vorherrschend, aber auch mit so einem Selbstverständnis. Ist doch selbstevident. Also noch mit so einer, ja, also vorherrschend in so einer Weise, dass die Leute brauchen wir nicht erklären, ist also. Das nicht erklären müssen und sich auch nicht notwendigerweise dessen bewusst sind, dass das eine kontingente Setzung ist. Ja, also etwas, das kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Wenn ich jetzt aber irgendwie bestimmte politische Interessen verfolge, dann sehe ich es so. Hegemonie beinhaltet auch ein bisschen die Idee, dass man genau diese Reflexion darüber nicht hat, sondern dass es halt vorherrschend als vermeintliche Natürlichkeit oder Selbstverständnis ist. So. Und natürlich geht es halt dann bei solchen Kämpfen darum, gegen Hegemonien zu setzen. Und das hatte man kurz im Linkspopulismus diese Debatten, dass man das genau machen möchte mit Linkspopulismus, hat man dann aber wirklich zur Reife hat man es halt im Rechtspopulismus gebracht. Und das muss jedem postmodernen Denker, und zu denen gehöre ich auch, einfach ganz klar zeigen, ey Leute, wenn ihr nicht anfangt, euch normativ damit zu beschäftigen, wann es in die richtige und wann es in die falsche Richtung geht, dann fehlt dieser Philosophie was. Und das war für mich dann halt auch so ein, ich nenne das immer der normative Turn, also irgendwann war mir klar, man kann nicht nur Philosophie darüber machen, wie man das Denken aufweicht, sondern man muss auch Philosophie darüber machen, wie man darüber urteilt, was die richtige Richtung ist. Aber warum hast du quasi, ich meine, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber die Diskursverschiebung geht ja auch durch eine Öffentlichkeit und quasi Machtinteressen einher, große Medien, die dann quasi über die Rechten und Pegida berichten, aber eigentlich würde man erstmal nicht denken, dass die selber so ticken und so weiter. Und mittlerweile haben wir jetzt so 10, 15 Jahre später, da kann man ja manchmal manche großen Medien und andere Parteien, die sich im bürgerlichen, demokratischen Spektrum bewegen, gar nicht mehr unterscheiden von dem, was früher nur von ganz rechts kam. Wurde das einfach nicht reflektiert? Wurde irgendwann so gesagt, naja, die sind damit erfolgreich und vielleicht will das Volk das wirklich so und dann übernehmen wir das einfach? Also ich würde deskriptiv erstmal mich der Diagnose anschließen, dass die Aufmerksamkeit, die bestimmte weit rechte Positionen in den Medien erhalten haben, auch mit zu der Aufbauschdynamik beigetragen hat. Ich habe jetzt keine seriöse Expertise darüber, ob man das hätte abwenden sollen, indem man denen nicht so viel Aufmerksamkeit gibt oder so. Also ich kenne die Debatten, aber ich kann mich dazu, glaube ich, nicht qualifiziert äußern. Vielleicht waren diese Gedanken auch schon immer da und habe ich manchmal den Eindruck bei manchen Menschen in der Politik, die an die Macht wollen, Macht haben,
mediale Macht haben oder mehr mediale Macht erreichen wollen, dass die ganz froh sind, dass dann quasi so die vom Rand das einbringen und dass man das dann selbst auch endlich artikulieren kann. So wie ich manchmal den Eindruck hatte, dass viele dieser neue rechten Diskurse, dieses rassistische, antisemitische in der Gesellschaft, dass das immer schon latente Jahrzehnte zuvor da war, aber durch die sozialen Medien erst abbildbar wurden, weil die Leute gesehen haben, na, guck mal, wenn der Rainer sich da so mit seinem Rassismus äußern kann. Reden wir jetzt von sozialen Medien oder von den klassischen Ja, Medien? der soziale Medien, aber das schwappt ja dann ja auch da rein. Ach so, okay, sorry, ich dachte, wir reden gerade von den klassischen Medien. Ja, natürlich, die Medienlogik. Ja, aber genau, die klassischen Medien und die diese machen, sehen dann einfach nur, guck mal, Ja. das nutzen jetzt andere. Ja. Und weil das andere machen und nutzen und weil da viele drauf anspringen, können wir das jetzt auch machen. Was vorher halt so. Ja, ob das dieses können wir jetzt auch machen ist, also weiß nicht, das ist dein Battle. Ich bin in der Medienschelte nicht so engagiert. Ich nehme vor allem jetzt in meiner Arbeit wahr, dass insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien einen sehr, sehr deutlichen Auftrag für sich erkennen lassen, gerade vor den faschistoiden Tendenzen unserer Gegenwart zu warnen, auch vor den negativen Folgen von KI. Es fehlt mir wirklich nicht an Medienaufmerksamkeit, sehr verantwortungsbewusster Medienaufmerksamkeit für die Themen, die ich mache, von den öffentlich-rechtlichen Medien. Ja. Ich finde, die machen da einen guten Job und ich glaube, also das ist eigentlich alles, wozu ich was sagen kann, aber wo ich auch was zu sagen kann, ist natürlich, dass die Funktionslogik der sozialen Medien natürlich massiv zur Fragmentierung der öffentlichen Debatte beigetragen hat. Und Fragmentierung heißt erstmal natürlich irgendwie, einzelne Bestandteile separieren sich voneinander, also Fragmentierung halt, aber heißt natürlich auch, dass innerhalb der einzelnen Bestandteile eben diese Echokammer-Effekte einsetzen, also dass dann da diese Stimmen viel lauter werden, also auch Randstimmen oder durchgeknallte Stimmen einfach lauter werden, Echo kriegen und polarisieren. Genau, die kriegen diese Dynamik, weil und insofern sie polarisieren. Das liegt insbesondere auch daran, dass das algorithmisch für die Plattformen interessant ist. Also die Plattformen müssen ja ihren Betrieb monetarisieren über die Zeit, die Menschen darauf verbringen. Und wenn man sie halt mit reißerischen, polarisierenden Botschaften, wenn man die viel anzeigt, dann verbringen Leute mehr Zeit darauf. Das ist bekannt. Das heißt, es ist also im Interesse der Geschäftsmodelle der sozialen Medienindustrie, reißerische, emotionalisierende, polarisierende, grenzenüberschreitende, also gewagte Inhalte zu zeigen. Die gehen besser und davon profitiert diese Industrie. Kann man bessere Werbung platzieren. Sodass wir also natürlich sehen, dass diese Fragmentierung und Aufpolarisierung von Öffentlichkeit im Zusammenspiel mit den Geschäftsinteressen der sozialen Medienindustrie einfach gewachsen ist. Und die Leitmedien haben natürlich dann immer wieder auch sehr viel davon aufgegriffen. Ich meine, was wird nicht aus Twitter zitiert in den letzten 10 Jahren und so weiter. Ob man das hätte anders machen können, wie gesagt, habe ich gerade keine seriöse Aussage zu auf Lager. Wann war denn klar, ich meine, du bist erst seit 2021 Professor für Ethik und Künstliche Intelligenz, wann war denn klar, dass du dass du Akademiker werden willst? Wann hast du gemerkt, dass das... Das war eigentlich schon, als ich damals entschieden habe, von den angewandten Naturwissenschaften in die Theorie oder Grundlagenforschung in der Physik zu wechseln, war das schon klar, dass das die Absicht ist. Ich hätte sagen können, dass du damit auch irgendwo in die Wirtschaft gehst und das war mir viel Geld verdienst. Ich habe in der Wirtschaft als Schüler viel Geld verdient, aber den Plan hatte ich nie. Aber so deine Professur, die du ja inne hast, die gab es ja vorher nicht, oder? Hast du dir die ausgedacht? Oder hat dir die jemand angeboten? Nö, darauf habe ich mich beworben. Neben vielen anderen. Also hat sich jemand ausgedacht in Osnabrück? Ja, das war halt einfach was brauchen wir jetzt? Ja, das war die Zeit, wo man gemerkt hat, KI wird auch für die Gesellschaft, also KI ist nicht nur ein Thema der Informatik, sondern sollte auch ein Thema der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sein. Und Ethik ist ja noch das harmloseste Ticket, unter dem man das machen kann, diese Thematisierung. Und so hat es da so eine ganze Welle gegeben von wo dann so Professoren eingerichtet wurden. Deutschland war da ja aber auch late to the game, ne? Also in den USA oder so gab es solche Professuren schon vorher.
Aber Osnabrück hatte dann da auch so ein bisschen die Nase vorn und hat die erste Professur zumindest mit dieser eng gefassten Denomination Ethik der KI eingerichtet. Mittlerweile sind es ja in Deutschland noch einige weitere. Und ich habe mich darauf beworben. Ganz normal. Jetzt habe ich ja schon viele Professorinnen und Professoren hier gehabt. Die meisten mussten mehrfach vorsingen. So heißt das ja irgendwie, wenn man. Ich habe etliche Mal vorgesungen, klar. Ach, musstest du? Achso, ich dachte, du hast jetzt quasi in Osnabrück, hast die Ausschreibung gesehen, hast dich beworben, einmal vorgesungen und dann das Ding bekommen. Hört sich das gerade an? Nein, ich habe natürlich nach meiner Promotion angefangen, mich auf in Frage kommende Professuren zu bewerben. Und, warum hat es bei den anderen nicht geklappt? Also Professuren sind ein hochgradig spezialisierter Job mit einem immer jeweils sehr klar gewählten Themenfokus. Das Bewerberfeld ist insbesondere in den Geisteswissenschaften immer riesig, weil diese Jobs im Verhältnis zur Menge von AbsolventInnen rar sind. Und dann muss es halt passen, fachlich. Und man muss natürlich auch irgendwie Glück haben. Also wie bei jedem Bewerbungsverfahren auf einen Job muss man Glück haben. Also ich habe diese Professur in Osnabrück, das war sicherlich ich weiß es nicht ganz genau, aber mindestens die 11. oder 12. Professur, auf die ich mich beworben habe. Hast du irgendwann gedacht, das wird nichts mehr? Nö. Das war klar. Nö, das war nicht klar. Aber ich habe trotzdem nicht gedacht, dass es nichts wird. Aber hast du irgendwann mal eine Alternative gedacht? Oder ins Ausland gehen? Oder Privatdozent werden? Nö, ich glaube, dass es, wann wurde ich berufen? 2021, also 5 Jahre nach meiner Promotion mit Ende 30. Das ist ja nicht spät. Also ich glaube, Sorgen macht man sich dann mit Mitte, Ende 40. Ja. Ich hatte ich meine, sich zu bewerben, das gehört zum Game, das macht jeder. Also jeder meiner Postdocs oder Absolventen kriegen dieses Coaching. Ihr müsst euch auf alles bewerben, was passt, ist doch klar. Allein damit ihr das übt. Also auf eine Professur sich zu bewerben, da brauchst du irgendwie einen Riesenstapel Unterlagen. Ja. Das ist nicht so ein kleines Anschreiben, sondern das sind irgendwie 40 Seiten. Das musst du jedes Mal ausarbeiten, also da sitzt du irgendwie ewig. Das ist also schon auch, weiß ich nicht, Arbeit. Aber das ist einfach Teil der Akademie in Deutschland. Das ist Teil des Jobs sozusagen als Postdoc. Wie sieht's du mit deinem Output aus? Mein Output ist super. Als Prof, ich meine, hatte ich auch immer viele, die regen sich das immer auf. Wir müssen ja hier immer publizieren, damit man quasi Rang und Namen hat, damit man quasi wahrgenommen wird. Drittmittel einwerben und so weiter. Wie ist das bei dir an der Uni? Also kannst du dich, also quasi, um es kurz zu sagen, kannst du dich eigentlich mit dem beschäftigen, womit du dich beschäftigen willst und nicht zu viel Zeit verschwenden mit Zeug, was du eigentlich machen musst? Ich kann mich mit dem beschäftigen, was ich will. Ich habe super Bedingungen. Schön. Ich meine, ich schreibe Bücher, was immer ganz schön, also das ist gegenüber einem Paper viel mehr Arbeit, weil es einfach mehr Text ist. Das neben so einem Semesterbetrieb zu schaffen, ist jetzt nicht ganz trivial, aber es ist mir gelungen und da bin ich ehrlich gesagt selber überrascht. Also das hatte ich vorher nicht unbedingt für selbstverständlich gehalten. In so einem Sinne von, wir halten die Erwartungen mal lieber gering, aber das hat halt schon funktioniert. Es gibt keinen vorgeschriebenen Output für mich. Ich meine, in Deutschland wir haben schon eine verfassungsmäßig verankerte Wissenschaftsfreiheit. Zu welchen Themen ich forsche, das entscheide ich. Ja. Und das ist auch gut so. Dafür haben wir in Deutschland eben ProfessorInnen, die diese wissenschaftliche Eigenverantwortung und Freiheit genießen. Das ist ein ganz wichtiger Teil einer demokratischen und für die pluralistische Gesellschaft wichtigen Wissenschaft. Es gibt natürlich Konstrukte, wo ProfessorInnen zumindest vielleicht in den ersten Jahren bestimmte Outputs erfüllen müssen, also bestimmte Kriterien erfüllen müssen, zum Beispiel um entfristet zu werden oder um auf eine neue Gehaltsstufe übergeleitet zu werden. Das sind ja diese sogenannten Tenure-Track-Angebote. Also es ist auch so ein Trend jetzt gerade, so ein Neoliberalisierungstrend kann man es nennen, dass immer mehr Professuren erstmal mit einer Befristung
vergeben werden und dann gibt es irgendwie nach 5 Jahren eine oder eine Evaluation und nur wenn man die dann erfüllt, wird man entfristet. Das verlängert quasi diesen neoliberalen Performance-Druck halt auf diese Zeit auf jeden Fall. Also diese Kriterien sind oft aber vor allem auch Drittmittelanträge, aber sicher auch Output, also Publikationen. Aber das ist immer noch nichts im Vergleich zu anderen Ländern, wo ProfessorInnen oder überhaupt das akademische Personal zum Beispiel danach bezahlt wird, wie viel sie publizieren oder wie gut ihre Studierenden sie voten, also wie zufrieden die Studierenden mit der Lehre sind oder auch wie gut die Studierenden abschneiden. Auch solche Systeme gibt es, ne, wo Boni daran gekoppelt werden, wie gut deine Studis sind. Ja. Das haben wir in Deutschland so ein weiteres nicht und es ist auch gut so, weil kritische oder Wissenschaft, verantwortungsvolle und verantwortungsbereite Wissenschaft braucht natürlich Freiheit und Unabhängigkeit und das ist ein hohes Gut, welches natürlich auch gerade in Deutschland sehr in Gefahr ist, insbesondere durch den Rechtsruck und die entsprechende Politik, die das abschaffen will oder schwächen will, aber das haben wir noch. Forscht ihr schon für unser Militär? Ich forsche nicht fürs Ich hatte Militär. gerade Geraldine Rauch, bis vor kurzem Präsidentin an der Technischen Universität in Berlin. Da gibt es schon Stress, beziehungsweise die Politik möchte gerne, dass jetzt auch mal für unser Militär zur Verteidigung unseres Landes geforscht wird. In Bayern ist das, glaube ich, schon so an Teilen der Unis. Wie ist das bei euch? Gibt es da... Für die Universität Osnabrück, an der ich Professor bin, kann ich nicht sprechen, weil ich das nicht weiß. Ich forsche nicht fürs Militär und mir ist auch nichts bekannt. Hast du nicht vor? Nein. Ich war jetzt einmal eingeladen auf eine Konferenz an der Bundeswehr-Uni in Hamburg. Es war aber eine Konferenz zum Thema Ethik der KI, die meine Faschismusperspektive haben wollten. Also die haben sich sehr fürs Kritische interessiert. Das heißt ja nicht, dass ich für die forsche, sondern es war überhaupt der erste Kontakt whatsoever, den ich mit Militärforschung man bekommt ja quasi jetzt in Kriegen dieser Welt mit, wie wichtig KI geworden ist. Ja. Macht einem ja Angst. Das macht einem total Angst, natürlich. Und es ist auch gut, wenn wir jetzt da wieder hinschwenken. Lasst uns doch bitte darüber reden. Was wir gerade sehen, ist halt, nachdem wir jetzt 10 Jahre lang KI im zivilen Bereich sehr stark thematisiert hatten, sehen wir halt jetzt seit Donald Trump, wie die KI-Technologie oder die großen US-amerikanischen KI-Anbieter immer mehr dahin gehen und ihre Services für den Staat anbieten, also fürs Militär, aber auch für andere Bereiche des Staatsapparats, wo also das Game ist, immer mehr staatliche Funktionen an diese Industrie zu verlagern. Ja, Donald Trump hat mit Doge Zehntausende Staatsbedienstete entlassen. Also hier würde man sagen Beamte, damals sind ja da keine Beamten, aber halt entlassen. Es wurden ja Zehntausende Staatsbedienstete entlassen. Das macht man natürlich nicht. Das war der Bürokratieabbau, habe ich gehört. Ja, der Bürokratieabbau, ne? Es war ein Personalabbau erstmal. Und der verkauft wurde als Bürokratieabbau und der vor allem den Effekt hatte, dass Unternehmen wie Palantir, aber auch die Government-Sparten von Google Aufträge in Milliardenhöhe erhalten haben, um staatliche Funktionen zu übernehmen, die vorher diese Beamten gemacht haben. Und das heißt, wir haben es, und das ist mir wirklich wichtig, dass wir das besprechen und dass das klar wird, der Einfluss von KI auf unsere Demokratien ist halt eben nicht nur Diskursverzerrung, also hier Filterblasen, Propaganda in sozialen Medien und so, das ist alles ein Problem. Aber wir sind jetzt in dem Zeitalter angekommen, seit 2025, wo das größere oder das mindestens so große Problem ist, dass diese Unternehmen das Betriebssystem des Staats werden wollen. Und das ist nicht nur die Debatte, die wir führen, sondern das ist Administration, Geheimdienstarbeit, Polizeiarbeit, Gesundheitsversorgung, Lehrer oder Lehrkräfte in der Schule und was die machen, Bildungsbetrieb. Habe ich schon Militär gesagt? Wahrscheinlich schon. Das sind alles Bereiche, die ja irgendwie in das staatliche Betätigungsfeld gehören, bei demokratischen Rechtsstaaten, wo die KI-Industrie hergeht und sagt, wir können das übernehmen, wir können diese Funktion für euch übernehmen. Wir haben hierfür ein Angebot, dafür eine Plattform, dafür ein Datenauswertungstool. Und das ist eine große Desouveränisierung, die sehen wir gerade in den USA sehr gut, deswegen sage ich es einmal gerade erstmal für die USA. Wir haben das auch hier in Deutschland, das ist der Punkt, aber in den USA spricht man von einer großen Desouveränisierungswelle des US-amerikanischen Staates zugunsten der KI-Industrie
in dem halt staatliche Funktionen technokratisch angeeignet werden, also in technokratische Prozeduren überführt werden, die dann den Staatsapparat unterhalten. Das ist nicht mehr nur Profit, ne? Der Industrie geht es nicht mehr wie Francesca Bria, die hat eine sehr gute Studie dazu gemacht. Authoritarianstack.info ruft es alle auf. Da kann man das gut visualisiert sehen. Und was ich gerade sage, ist eigentlich ein Referat dieser Studie im kleinsten. Sie schreibt so schön, ja, denen geht es nicht mehr um Profit, weil wenn man einmal Profit erreicht hat, dann geht es dir als nächstes um staatliche Macht, also die Übernahme von Staatsmacht. Das habe ich mir auch ein bisschen gemerkt. Geht nicht mehr nur um Geld verdienen, sondern was man mit dem Geld machen kann. Also Geld ist ja quasi auch nur ein Mittel zu einem Zweck. Und die alte kapitalistische Logik ist ja immer so, einfach nur Geld verdienen, Profite generieren. Und die denken halt weiter. Und hat mich jetzt gerade an Alex Karp erinnert, der Palantir-Chef. Ja. Der hat ja, glaube ich, immer, also zitiere ich mir öfter, der meint ja auch so, geht nicht mehr um Profit machen und win or lose, sondern um Domination, um Herrschen, um Herrschaft. Genau. Erklär das mal ganz kurz, warum es denen darum geht. Und warum macht die Politik da mit? Oder ich meine, du beschreibst ja quasi auch, wir können gleich über deine Faschismusdefinition reden und so weiter, aber du beschreibst ja auch in deinem Buch, es geht um die destruktive Übernahme des politischen Apparats. Richtig, ja, des Staatsapparats. Also nicht nur wenn mit politischer Apparat gemeint ist, die Debatten im Parlament, die Kommunikation der politischen Parteien, dann reicht das nicht. Das ist die Legislative, ja, genau. Sondern es ist halt eben auch der Rechtsstaat gemeint. Ja. Also für mich das war auch die große Erkenntnis bei diesem kleinen Reklamheftchen. Es gibt die Demokratie und es gibt den Rechtsstaat. Das ist nicht automatisch. Ja, nicht jeder Rechtsstaat muss demokratisch sein, nicht jede Demokratie muss muss formal diese Rechtsstaatsprinzipien haben, weiß ich nicht. Jedenfalls, das sind auf jeden Fall mal zwei verschiedene Ebenen. Wenn wir mit Demokratie unsere politische Meinungsbildungs- und Entscheidungskultur meinen, also die ganzen Vorgänge parlamentarisch, Wahlen, Parteienbildung, Parteienprozesse, dann gibt es noch die andere Seite des Rechtsstaats. Das ist das, was Leute machen, die in der Verwaltung arbeiten, also in einem Ministerium oder in einem Bürgeramt oder in den ganzen Behörden, die wir haben, bei der Polizei, auch im erweiterten Sinne im Lehramt, an Hochschulen, an Schulen. Das ist alles irgendwie so der, sagen wir mal, administrative Teil des Staatsapparats, der noch nicht durch das Wort Demokratie für mich umfasst ist. Deswegen finde ich es gut, wenn man diese beiden Ebenen so ein bisschen beide hat. Ja. Und was man mit Doge in den USA sieht, ist, dass die KI-Industrie mit ihren Ideologien, und wir können gleich diese Frage beantworten, warum die das eigentlich jetzt wollen mit dieser Domination, die gehen daran, nicht nur den politischen Diskurs zu kapern, sondern eben diese administrativen Prozesse, ja, die Institutionen unseres Rechtsstaats selber kapern zu wollen. Also mit kapern meine ich, die Funktionslogiken auf ihre Plattform überführen wollen oder umgekehrt gesagt, die wollen das Betriebssystem dieser Institutionen werden. Also diese Staatsmacht selber übernehmen. Und ich glaube erstmal, man muss sich einfach, warum wollen die das? Ja. Da gibt es wahrscheinlich tausende Antworten drüber und keine wird die alleinige Erklärung sein. Aber erstmal so aus so einer ganz übergeordneten Perspektive finde ich es wichtig, dass das Silicon Valley ist ja lange gewachsen, eher in so einem sehr liberalen Spirit und eher mit so einer, zumindest nach außen, immer sehr laut kommunizierten Befürwortung eher demokratischer und progressiver Politik. Die konnten auch lange wachsen innerhalb von liberal-demokratischen Bedingungen. Aber wenn die das Wachstum, also wenn diese Industrie ihr Wachstum der letzten 10 Jahre, was exponentiell ist, wenn die dieses Wachstum die nächsten 10 Jahre genauso fortsetzen wollen, exponentiell, dann werden die innerhalb schon bis 2030 an die Grenzen dessen stoßen, was man auf der Plattform von demokratischer Politik überhaupt noch befürworten kann. Denn dieses Wachstum, das wird einen so explosiv steigenden Ressourcenverbrauch bedeuten, eine so deutliche Erosion von Privatsphäre und liberalen Grundrechten, einen weltweiten Apparat von Ausbeutung von seltenen Erden, Öl, Arbeitskräften, Ressourcen aller Art, dass keine vernünftige
an demokratischen, aufklärerischen Werten orientierte Politik das noch länger grenzenlos befürworten kann. Und das weiß das Silicon Valley. Ja? Also wenn die einfach so weitermachen wollen wie bis jetzt, ja? Wenn die so ein tonnenschwerer Zug sind, der weiter auf Wachstum ausgerichtet ist und einfach so weiterfahren möchte, dann werden die Demokratie wie so ein kleines Hindernis am Wegesrand so wusch wegballern müssen, weil es vor den Poller, also an die Grenzen dessen, was demokratisch machbar ist, im demokratischen Rahmen machbar ist, stoßen wird. Stoßen Demokratie und Rechtsstaat oder stören Demokratie und Rechtsstaat einfach, um exponentielles Wachstum weiterführen zu können, Ja, dieser Industrie. Erklär das mal, warum? Ja, aus verschiedensten Gründen. Fangen wir mit dem Ressourcenverbrauch an. Ja. Also Prognosen darüber, was Rechenzentren, in denen KI gerechnet wird, allein an Strom verbrauchen, das ist ja das wächst ja exponentiell. Wir wissen ja auch gerade alle, dass Rechenzentren irgendwie massiv gebaut werden auf der Welt. Die USA sind da ganz schnell und in Europa will man das auch unbedingt. Rechenzentren fressen Strom und dieser Stromverbrauch, der wird irgendwie um Faktor, ja, jetzt ist natürlich Kristallkugel angesagt, weil wer kann das voraussagen? Ich würde sagen, so seriöse wissenschaftliche Schätzungen sagen, bis 2030, und das sind da auch nur noch 3,5 Jahre, wird es so Faktor 3 bis 10 sein, um den es steigt. Industrieakteure sagen irgendwie Faktor 100 oder, weiß ich nicht, 25. Die wollen aber auch Politik Stimmung dafür machen, dass das valide ist. Also es wird jedenfalls massiv steigen. Und die Industrie weiß längst, dass sie diese Expansion allein, was den Strombedarf machen kann, überhaupt nicht mit regenerativen Energien wird fahren können. Das heißt, die wissen längst, dass diese ganzen Bestrebungen zur Dekarbonisierung der Energieversorgung für sie ein Wachstumshemmnis sein werden, sehr bald. Und deswegen orientieren sie sich ja massiv auf erstmal wieder fossile Energieträger und schließen auch direkt Verträge mit entsprechenden Staaten und Lieferanten und so weiter ab und investieren in Fusionskraft und so, also so Entwicklung, Startups oder Firmen, die halt Kernenergie weiterentwickeln, weil die das ganz genau wissen. Das ist nur ein Beispiel. Dann, nur zum Verständnis, also weil Ressourcen ja endlich sind auf unserem Planeten, und die aber immer mehr Ressourcen brauchen, führt das automatisch zu einem Verteilungsproblem. Und wenn etwas verteilt werden soll, dann ist es natürlich doof, wenn dann da Mitsprache von allen, also von demokratische Prozesse stattfinden, wenn rechtsstaatliche Prinzipien bei einer Verteilung eingehalten werden müssen. Und weil das stört, weil man ja immer mehr Ressourcen braucht, muss das überwunden werden. Also jede Demokratie, die irgendwie an den Werten der Aufklärung orientiert ist, wird irgendwie so etwas wie ein Mindestmaß an fairer Ressourcenverteilung und geteiltem Wohlstand realisieren wollen. Und insbesondere halt die individuelle Monopolisierung eines Zugriffs auf so etwas, sofern es anderen schadet, verhindern wollen. Und das ist natürlich mit Strom und Wasser. Wasser wäre die zweite Sache, die Rechenzentren massiv schlucken, vor Ort, da wo sie sind. Damit wird man halt mit Strom und Wasser auf jeden Fall vor den Poller dessen fahren, was man noch machen kann in der Demokratie. Ich meine, in den USA hat man sowieso schon riesen Ressourcenprobleme, gerade bei Strom und Wasser. Aber viele der Ressourcen, die da ausgebeutet werden, die kommen ja aus komplizierten Zulieferketten aus dem globalen Süden. Ja? Wir können jetzt auch über die Lithiumminen und so weiter reden. Also da hängen ja ganze Prozessketten oder Zulieferketten mit dran, wo vor allem sehr viele Nationen und deren Arbeitsworkforce unter ganz schlechten Bedingungen halt irdische Ressourcen liefern muss, damit man die ganzen Chips herstellen kann oder Batterien oder was man alles braucht. Das wäre dann die nächste Dimension dieses Ressourcenproblems. Das waren jetzt Ressourcen. Ja. Was kommt noch ins Spiel? Naja, man sollte sich halt bewusst machen, dass es keine KI gibt ohne Daten. Oder das, was wir heute KI nennen, sind immer Modelle und Algorithmen, die massiv auf Daten aufruhen, also auf der Verfügbarkeit von Trainingsdaten. Und diese Daten kommen von Menschen in der Regel, also
Es gibt jetzt heutzutage auch diese Debatte über synthetische Daten, aber wenn wir das kurz ausklammern, dann kommen diese Daten von Menschen. Das heißt, diese Industrie... Das stört Datenschutz. Naja, also... Ne, da sind wir Rechtsstaatdemokrat. Das stört auch den Datenschutz allerdings und darüber sollten wir hier auch, glaube ich, ein bisschen reden. Aber jetzt erstmal ist es so, dass diese Daten aus Sicht dieser Akteure so eine Art noch nicht geclaimte Ressourcen darstellen. Also so ein bisschen so, das ist so eine Frontier, also wie im Kolonialismus, das liegt da rum, wer da zuerst hingeht und es nimmt, der hat es. So sehen die das. Und deswegen eignet man sich diese Daten an und zwar in dem Fall ja sogar unter Missachtung des geltenden Rechts, also zum Beispiel des Urheberrechts, sodass wir eigentlich nicht mal sagen können, dass es nicht geclaimte Daten sind, aber also jedenfalls, die eignen sie sich sogar gegen Widerstände an, weil sie da drüber stehen oder weil sie für sich die Mission artikulieren, dass sie was machen, was die ganze Zivilisation auf ein neues Level hebt. Deswegen ist dann irgendwie sowas wie Eitelkeiten in Bezug auf Urheberrecht jetzt ja wohl mal bitte das geringste Problem. Das führt natürlich dann auch zu einer massiven Aushöhlung der Privatsphäre. Wir nähern uns so ein bisschen dem Thema Datenschutz. Einerseits und das ist jetzt und dann kommen wir erst zum Datenschutz. Es hat natürlich Auswirkungen auf die Grundrechte. Also Datenschutz kommt ja immer dann erst ins Spiel, wenn es um Grundrechtsverletzungen geht oder den Schutz der Grundrechte. Also private Daten von dir werden verwendet, ist für mich jetzt noch nicht per se das alarmierendste aller Probleme, sondern alarmierend wird es halt dann, wenn man wenn man deine Grundrechte durch Datenverarbeitung, die ich mache, in Gefahr bringt. Dafür haben wir den Datenschutz. Der Datenschutz schützt ja nicht die Daten, sondern der Datenschutz schützt ja uns Menschen und zwar vor Grundrechtseingriffen. Mhm. Das ist das Entscheidende. Und was man halt mit KI-Technologie macht und kann, ist, sagen wir mal, ein auch historisch neuer Angriffsvektor auf Grundrechte mittels Daten. Nämlich, ich kann Daten über dich vorhersagen, die du gar nicht irgendwo angegeben hast oder die du vielleicht nicht mal selber über dich weißt. Wenn ich eine Vorhersage darüber mache, ob du Prostatakrebs kriegst, weiß ich nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hast. Oder wenn ich eine Vorhersage über deine Kaufkraft oder deine sexuelle Orientierung mache, dann, und zwar aus den Daten, die du auf YouTube die ganze Zeit hinterlässt, ne, dann sage ich Informationen über dich voraus, die du nirgendwo angegeben hast. Und dann besteht die Datenschutzverletzung nicht darin, dass irgendjemand diese Informationen veruntreut hat. Also du hast sie irgendwo angegeben und die Person hat sich nicht an den Datenschutz gehalten, deswegen sind die Informationen zu mir gekommen. Nein, sondern alle haben sich an alles gehalten, aber du hast leider freiwillig deine Social-Media-Daten durch die Benutzung dieser Plattform, der Plattform zur Verfügung gestellt. Und die Plattform kann aber diese Daten mit den Daten von allen anderen NutzerInnen abgleichen und die Patterns identifizieren, die zum Beispiel prädiktiv sind für Diabetes Typ 2. Mhm. Und dann kann ich daraus schließen, dein Verhaltensprofil hat ein Pattern, das haben überdurchschnittlich häufig Leute mit Diabetes Typ 2. Also mache ich mal die Vorhersage, dass du wahrscheinlich auch Diabetes Typ 2 hast. Und dann behandle ich dich entsprechend. Das ist die Datenschutzverletzung. Oder das kann natürlich dann sehr schnell zu einem Grundrechtseingriff werden, wenn ich halt irgendwie dich dann diskriminierend behandle beispielsweise oder ähnliches. Und der Datenschutz ist dem halt kaum gewachsen, weil der Datenschutz viel mehr an Szenarien gewachsen ist, wo es um die Veruntreuung von Daten oder sagen den Missbrauch von Daten geht, die du in die Verarbeitungskette irgendwo vorne reingespeist hast. Weil du gerade von Grundrechtseingriff sprichst. Ich hatte mir jetzt auch die letzten 10 Jahre immer gemerkt, dass vielleicht ein Problem sein könnte, dass quasi, und du meinst sogar Daten aneignen und so weiter, ist vielleicht ein Problem, dass es bisher nicht das Grundrecht oder ein Menschenrecht gibt, dass die Daten, die anfallen oder durch mein Verhalten erzeugt werden, oder quasi durch die Messung meiner Aufmerksamkeit und so weiter, dass die Daten nicht mir gehören, dass das quasi nur meine Daten sein können, die mir auch nicht weggenommen werden können, die auch nicht angeeignet werden können. Aber die Konzerne diese Daten, die anfallen durch mein Verhalten, claimen und sagen, nee, das sind eigentlich unsere. Und da ist dieses Grundrecht quasi, meine Daten sind meine und nur meine und die kannst du auch nicht abgeben.
man kann ja auch seine andere Menschenrechte nicht abgeben, dass das schon quasi ein Grundproblem ist, was wir noch nicht Also, gemanagt haben und dementsprechend, weil du gerade von diesem Ja. Grundrechtseingriff sprichst, aber es gibt ja dieses Grundrecht nicht. nein, also ich glaube, ich bin jetzt keine Rechtswissenschaftlerin, aber das, was ich daraus weiß und auch aus meiner Zusammenarbeit mit Rechtswissenschaftlerinnen immer wieder lerne, ist, dass der Eigentumsbegriff gar nicht so ohne weiteres auf Daten übertragbar ist, weil also ein Ding, an dem man ein Eigentum hat, das, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, was da die juristische Terminologie ist, aber das ist ja zum Beispiel unteilbar. Ja, wenn dieses Glas mein Eigentum ist, dann ist es halt nicht deins. Oder vielleicht kann es ein geteiltes sein, aber ich kann dir das Glas übergeben, dann ist es bei dir und nicht mehr bei mir. Das kannst du ja mit Daten so nicht machen, die kannst du identisch kopieren. Deswegen, also es gibt aber müssen wir da von Eigentum sprechen? Ich meine, mein Arm ist ja jetzt quasi nicht mein Eigentum an meinem Körper, sondern der gehört einfach zu meinem Körper. So, ja, du hast jetzt ja gerade selber das Wort Eigentum ins Spiel gebracht. Deswegen wollte ich erstmal sagen, und auch noch nicht nur, weil du es ins Spiel gebracht hast, sondern weil es ja eine große Debatte gibt, immer wieder, die sagen, wir brauchen irgendwie so eigentumsähnliche Rechtskategorien oder so, einen eigentumsähnlichen Status für Daten. Daran glaube ich nicht, das wird nicht klappen, dazu sind Daten viel zu leicht kopierbar, multiplizierbar etc. Ja. So, jetzt ist es ja so, dass wenn eine soziale Medienplattform die Daten, die du da produzierst, verwendest, dann hast du dem ja zugestimmt. Ja, die haben AGBs, wenn du dich da anmeldest, musst du irgendwie lauter Bildschirme durchlesen und auf OK klicken, da steht das alles drin. Du stimmst dem zu. Und nichts, was da passiert, ist illegal, sondern was da passiert ist, die Leute werden informiert. Wir sammeln halt diese Daten, weiß nicht, was du likest, was du sharest, wie lange du irgendwo dir was anguckst, wie weit du runterscrollst, das sammeln wir über dich. Und die absolute Mehrheit der Menschen sagt, und das kann man auch niemandem verdenken, ja ist okay für mich. Ja. Und stimmt dem aktiv zu. Und aber ist das Problem nicht, dass das überhaupt möglich ist, dass man quasi zustimmen kann, diese Daten abzugeben? Vielleicht sollte man, so habe ich es mir gemerkt, im Sinne von, okay, Menschenrechte, Grundrechte, sollte sagen, das kann man nicht abgeben, das darf nicht abgegeben werden, die dürfen das nicht. Nein, das glaube ich nicht. Okay. Also da lad mal irgendeine Rechtswissenschaftlerin ein, die das erklärt. Aber das wird man in einer liberalen Gesellschaft nicht durchbringen können. Das ist, also du musst ja jeden Eingriff in so eine Freiheit, also in dem Fall dann irgendwie Vertrags- oder Geschäftsfreiheit oder so, musst du ja rechtfertigen. Und das wirst du auch politisch gerade gar nicht durchkriegen. Das ist voll der paternalistische Eingriff. Den Leuten irgendwie zu untersagen, solche Services zu benutzen und dann halt irgendwie eine bestimmte Einwilligung einzugehen. Nein, aber ich arbeite sehr eng mit Hanna Ruschelmeier, das ist eine Rechtswissenschaftlerin auch in Osnabrück zusammen, und was wir seit Jahren versuchen auszuarbeiten ist, wir müssen regulatorisch an einer anderen Ebene ansetzen, nämlich auf der Ebene der aus diesen Daten entstehenden KI-Modelle. Denn das Ganze wird halt erst gefährlich, wenn es mit KI in Verbindung gebracht wird. Also Leute benutzen Social Media und produzieren dabei die ganze Zeit Daten. So, das haben sie eingewilligt, soweit so legal und soweit auch vielleicht harmlos. Also die Mehrheit der NutzerInnen denkt ja auch, es ist harmlos. Aber was halt noch nicht im öffentlichen Bewusstsein so weit angekommen ist, ist, dass diese Unternehmen halt mit diesen Daten KI-Modelle trainieren, die aus den leicht erhaltbaren Daten, also was benutzt du wann, wie viel, schwer erhältliche Informationen über die Menschen abschätzen können. Das heißt, Vorhersagen treffen können. Und das funktioniert so. Angenommen bist irgendwie Instagram mit ein paar Milliarden NutzerInnen. Von allen diesen NutzerInnen hast du die Verhaltensdaten. Immer wenn ich jetzt Verhaltensdaten meine ich ab sofort so das, was du scrollst, was du antickst, was du teilst, was du likest. Das sind Verhaltensdaten, ja. Aber ein paar sagen wir mal 10% deiner NutzerInnen, weiß ich nicht, machen explizit, dass sie AfD-Wähler sind. Oder, weiß ich nicht, machen wir mal Depressionen haben, dass sie Depressionen haben. Dann kannst du ja die Daten von den 10% nehmen, das sind ja immer noch ein paar 100 Millionen Datenpunkte, ne? Weil du hast sehr, sehr viele NutzerInnen, ein paar Milliarden, davon 10% sind immer noch ein paar 100 Millionen NutzerInnen, von denen du weißt, die haben Depressionen. Und dann kannst du natürlich versuchen, in deren Verhaltensdaten nach Mustern zu suchen, die für die Information, dass die Depressionen haben,
signifikant sind, also einen Aussagegehalt haben. Also zum Beispiel, wo sie sich dann unterscheiden von den anderen, von denen du weißt, die haben keine Depressionen. Und so nimmst du also die Daten von einem Teil der NutzerInnen, die aktiv ein sensibles Datum zur Verfügung gestellt haben, nämlich ob sie Depressionen haben. Ja, und das mag eine Minderheit sein. Deren Daten nimmst du und trainierst damit ein Machine Learning Modell, was das sensible Datum aus den frei verfügbaren Daten versucht abzuleiten. Also was quasi die Korrelation erlernt, die typischen Muster für Leute, die Depressionen haben, aus deren Daten abzuschätzen erlernt. Was machst du, wenn du das gemacht hast, wenn du das Modell trainiert hast auf deren Daten? Dann wendest du es natürlich einfach an auf die Daten der 90% anderen NutzerInnen, die keine Auskunft darüber gegeben haben, ob sie Depressionen haben oder was ihre sexuelle Identität ist oder ihre politischen Interessen. Das heißt, du wendest dieses Vorhersagemodell, was eine Minderheit dir gestattet hat zu trainieren, wendest du an auf alle anderen. Und das ist also möglich, weil diese 10% gesagt haben, ach, ist mir egal, ob Insta weiß, dass ich Depressionen habe. Ja, die Privatsphäre-Entscheidung, also eine Privatsphäre-Entscheidung dieser 10%, so, ich habe doch nichts zu verbergen, können die ruhig wissen die eh alles schon über mich, kann ich das jetzt auch noch reinschreiben? Diese Entscheidung von mitunter einer kleinen Minderheit führt dazu, dass es die große Mehrheit der NutzerInnen-Kohorte abschätzbar ist, diese Informationen. Und insbesondere auch über Leute, die es halt nie über sich angeben würden und weil sie vielleicht auch gute Gründe dazu haben, weil sie nämlich schon Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Und ich glaube halt, wo man da regulatorisch, ich bin auch gleich fertig, wo man regulatorisch halt einsetzen muss, und das ist die Arbeit, die Hannah und ich die ganze Zeit machen, ist, diese Vorhersagemodelle, die sind doch das Risiko. Weil sobald du ein Modell trainiert hast, welches diese Vorhersagen gestattet, hast du irgendwie so eine Art Universalwaffe. Du kannst es halt auf beliebige andere Leute anwenden, von denen du nur die Verhaltensdaten hast und die sind leicht zu kriegen. Und man sollte halt einfach verbieten oder gut regulieren, für welche Zwecke man trainierte KI-Modelle alles entfremden kann, also alles noch anwenden darf. Und um das so ein bisschen einzuhegen. Das heißt, das Problem ist nicht die Datensammlung der Nutzungsdaten, das wirst du nicht verhindern können in der heutigen Welt, sondern das Problem ist halt, dass es aktuell ein wilder Westen ist, also ein komplett unreguliertes Feld, in welchen Anwendungskontexten du so ein trainiertes KI-Modell alles noch verwenden darfst. Also angenommen, du trainierst dieses Modell, was Depressionen vorhersagen kann, du könntest das an die Versicherungsindustrie verkaufen, dieses Modell, und dann schätzen Krankenversicherungen über VersicherungsbewerberInnen das Risiko ab, dass die Depressionen haben. Oder du kannst, und das haben wir auch studiert, also gibt es Beispiele für, du kannst so ein Modell verkaufen an die KI-Industrie für Personalführung, sodass es gibt Unternehmen, die bieten das als Service an, dass du in einem Jobinterview lässt du so ein Modell mitlaufen, welches dann ein Risiko flaggt, wenn es erkennt, dass eine Person eine Tendenz zu depressivem Verhalten hat. Und es gibt aktuell keine guten rechtlichen Hürden, ein Modell, was in dem einen Kontext trainiert wird, in einem anderen Kontext, der krass diskriminierend sein kann, wieder zu verwenden. Und ich glaube, das müsste man regulieren. Ja, wir waren ja gerade dabei, dass quasi Rechtsstaat und Demokratie quasi überwunden werden soll. Und gleichzeitig, wenn du sagst, es muss was regulieren. Ich habe nie gesagt, dass es überwunden werden soll. Das sagt die Industrie. Ja, genau. Oder das will die Industrie. Genau. Und dann kommen wir dann wieder zu diesem Verbot, weil das ist eine Regulierung und quasi dann ein Gesetz, was gemacht werden soll. Also, wie wir gerade darauf gekommen sind, war folgendermaßen: Ich habe die These in den Raum gestellt, dass das, wie die KI-Industrie expandieren möchte, an die Grenzen dessen stoßen wird in den nächsten Jahren, was demokratisch und rechtsstaatlich vereinbar ist. Genau. Und dann sind wir so ein bisschen durchgegangen und haben diese Grenzen so ein bisschen ausgeleuchtet: Ressourcen, globale Ausbeutungsstruktur, Arbeitskraft, Daten. Und dann habe ich noch ein sehr spezifisches Beispiel gebracht, nämlich Zweckentfremdung von Modellen. Das sind alles solche Grenzen. Ja, aber weil sie an demokratische und rechtsstaatliche Grenzen stoßen, müssen diese Grenzen aufgehoben werden. Das ist die Ideologie der KI-Industrie. Ne? Genau. Das ist nicht das, was wir hier in unserer Kritik. Also ich sage das natürlich nicht, sondern ich kritisiere das ja. Aber das ist mir wichtig auseinanderzuhalten. Also die Industrie weiß ganz genau, dass sie an diese Grenzen stoßen werden oder auch schon stoßen. Und deswegen sehen wir gerade auf ganz vielen Ebenen eine Kampagne, Rechtsstaat und Demokratie
zu diffamieren. Also die Idee von KI-Regulierung zu diffamieren, das ist jetzt auch in der EU angekommen. Wir haben jetzt hier auch so einen deregulativen Turn, also die EU-Kommission möchte plötzlich Regulierung zurücknehmen. Wir sehen das auf der Ebene der alltäglichen Wahrnehmung durch die Bevölkerung, wo wir eine systematische Kampagne sehen, sowas wie Bürokratie zu schmähen, also die prozedurale Arbeitsweise von staatlichen Stellen als ineffizient hinzustellen. Das ist auch ein Teil dieser Strategie, den Rechtsstaat zu schwächen. Wir sehen das in den Ideologien, die hinter KI stehen. Das mache ich ja in dem Buch sehr ausführlich. Auch irgendwie sehr pseudophilosophisch durchargumentiert, dass das irgendwie ein evolutionärer Nachteil ist, wenn wir, also die Demokratie wird als eine evolutionär nachteilige, also unterlegene Staatsform hingestellt und dann wird es irgendwie so narrativiert, dass halt freiheitlich-demokratisch verfasste Staaten untergehen werden im evolutionären Selektionskampf verschiedener Staaten untereinander. Da kommen dann halt so KI-Wettrennen, Zug abgefahren und solche Sachen ins Spiel. Man sieht das gerade auf ganz vielen Ebenen, dass die lange gewachsenen Prinzipien demokratischer Rechtsstaaten in Frage gestellt werden. Und solche Akteure wie die AfD oder die ultrarechte Politik sind da einfach noch die politische Front, die da auch noch ordentlich mit draufhaut und davon profitiert. Also es ist ein Gesamtknäuel. Aber warum lässt dann zum Beispiel die EU und die noch demokratischen Nationalstaaten das mit sich machen? Verstehen sie das einfach nicht, die Gefahr? Oder kommt dann dieser globale Wettbewerbsgedanke ins Spiel? Weil ja man, also AI-Race oder AGI-Race und so weiter, da hört man auch mal, wir müssen vor den Chinesen das KI-Rennen gewinnen. Und weil wir in diesem Wettbewerbsgedanken feststecken, da sind wir wieder beim Kapitalismus und so weiter, aber in diesem Wettbewerbsgedanken feststecken, muss man dann halt die demokratischen, rechtsstaatlichen Prinzipien, die unsere Staatengemeinschaften, unsere Staaten noch auszeichnen, dann halt leider im Namen des Wettbewerbs und der Herrschaft, am Ende geht es ja quasi um Herrschaft, damit die Chinesen uns nicht beherrschen. Das ist eine der Argumentationslinien. Also es gibt nicht die eine Antwort auf diese Warum-Frage, weil es ein komplexes Zusammenspiel von in die ähnliche Richtung oder am gleichen Strang ziehenden Argumenten auf ganz vielen Ebenen und in ganz vielen verschiedenen Milieus ist. Aber das ist eine der Argumente oder Argumentationsfiguren, die da immer wieder bemüht wird. Gibt es eine andere? Jetzt kommt jetzt noch einmal, Okay. Wenigstens jetzt einmal noch das eine, dann das nächste. Dass wir, wenn wir KI regulieren, vermeintlich die Innovationskraft schmälern unserer KI-Industrie. Und weil es immer irgendeinen Staat, und das ist dann meistens vermeintlich China, gibt, der es dann aber nicht reguliert, werden die halt schneller sein oder mächtiger in der Entwicklung ihrer KI-Industrie. Das wird dann gerne so auf die Spitze getrieben, dass man sagt, die werden zuerst AGI entwickeln, also dieses Phantasma von der allgemeinen künstlichen Intelligenz, was ja wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen ist, dass es das jemals geben kann, aber es ist ein wirkmächtiges Ideologem in unseren Diskursen. Also das ist dann so dieses Revival von so einer Art Ost-West-Konflikt, dass die westliche Hälfte muss als erstes AGI entwickeln und nicht die Chinesen, weil wenn die Chinesen das tun, werden sie natürlich selbstverständlich damit unsere Zivilisation auslöschen, was auch wieder eine komische Annahme ist. Genau. Wie viel Projektion steckt da drin? Ganz viel. Das ist ja erstmal eine unfassbare Zukunftsprojektion, AGI entwickeln zu können. Aber gerade Projektion auf die Chinesen. Im Sinne von, die wollen das uns antun, was wir denen jetzt unterstellen. Weil man gibt ja dann auch mal so den allgemeinen Spruch, gerade bei Rechten, dieses, every accusation ist, also jede Anschuldigung ist eigentlich ein Eingeständnis. Ja. Du, ich glaube, sehr viel Projektion. Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass es irgendwo jetzt AGI geben wird. Ich sehe vor allem einfach das Machtinteresse hinter der Befeuerung des Glaubens daran. Und China ist halt nun mal, was die KI-Industrie angeht, ein Land, was da viel hervorbringt. Und deswegen
also weiß ich nicht, hätte Russland eine ebenso starke KI-Industrie, wäre es vielleicht auch Russland, kann ich mir gut vorstellen. Die wissen da aber nichts davon, dir ist das alles geheim. Ganz sicher. AGI, ganz kurz, für Dove, für Laien, erklär nochmal ganz kurz, was der Unterschied zu AI? Also die kann von AI heute wird ja einfach an umrissenen Problemen trainiert, oft mit Daten oder auch mit irgendwelchen Selbst-Reinforcement-Zirkeln, aber an definierten Problemen. Also du sollst Sprache erkennen, du sollst irgendwie Bilder erkennen oder solche Sachen oder auch Text generieren, ne, Bilder generieren. Und die Idee von AGI ist halt, dass irgendwann es KI-Technologie gibt. Ja, jetzt weiß ich, muss ich was reproduzieren, wo ich nicht dran glaube, aber die in irgendeiner Weise, also erstens, wie würde man das jetzt sagen, so den Menschen übertrifft in Intelligenz, was auch immer das ist, wie auch immer die gemessen wird, und aber vor allem zweitens nicht mehr auf Bereiche oder irgendwie so Aufgaben spezialisiert ist, sondern die einfach beliebige Aufgaben durch beliebige Transfers von Skills angehen könne. In einer Weise, die menschliche Performances weit übertreffe. Und da kommen wir dann auch nicht mehr hinterher, weil die dann zu schlau ist und wir können Genau, gar also nicht mehr nachvollziehen, warum sie sich diese Aufgaben gibt und warum sie die dann löst und dann geht es... Und die Antwort ist 42, genau. Ja, also die Ideologien, wie gesagt, das ist ein total ideologischer Diskurs und der verschmilzt auch sehr gut mit Science Fiction und so, aber... Ist da schon wieder ein Hype mit drin? Da ist ein enormer Hype mit drin. Und also eine der Figuren, die dort halt in Anschlag gebracht wird, ist, dass KI-Systeme irgendwann in der Lage seien, sich selber zu verbessern. Also jetzt gerade wird KI irgendwie ja noch von Menschen gemacht und es gibt auch noch keine AGI, deswegen brauchen wir jetzt erstmal immer intelligentere Menschen, damit die noch krassere KI machen können. Deswegen ist in der KI-Szene halt so eine Eugenik nach IQ-Auswahl so ein großes Thema. Also man will halt irgendwie Menschen nach IQ selektieren und diese hochzüchten, damit die noch bessere KI machen. Und die Hoffnung oder das Phantasma ist, dass das irgendwann an einen Punkt kommt, wo diese KI-Systeme aber anfangen, sich selber zu verbessern. Also in so einer rekursiven Schleife zu so einer in so eine Verbesserungsspirale reinkommen, die man dann Intelligenzexplosion nennt. Ja. Wo das also außer Kontrolle gerät, wo die Menschen dann auch eben nicht mehr an den Dingern rumschrauben, sondern eher eigentlich nur noch am Strand sitzen und das Leben genießen, wenn sie in der richtigen Hälfte des Erdballs leben, weil sonst sind sie ja ausgelöscht. Ja. Genau, und dann sagt man halt, dass das irgendwie so eine so selbstverstärkende, zirkuläre, rekursiver, explosiver Prozess ist, dass dann ein Disruptionsereignis sogar in Bezug darauf geschieht, was für Gesetze, was für soziale und physikalische Gesetze gelten. Deswegen nennt man das dann Singularität. Also das kennt man doch von Ray Kurzweil, der hat das popularisiert durch seine Bücher, also die Singularität. The Singularity is near und sowas. Also Singularität ist ja eine Metapher aus der Relativitätstheorie in der Physik. Okay. Das sind halt so Punkte in der Raumzeit, wo die Gravitation so krass ist, zum Beispiel so im Inneren eines schwarzen Loches, dass keinerlei Signale zu uns daraus gelangen, ja, weil das Licht ist ja auch von der Gravitation beeinflusst und die ist da so krass, dass keine Informationen, keine Lichtsignale aus diesem Punkt rauskommen und deswegen wissen wir gar nicht, was für Gesetzmäßigkeiten da gelten. Und potenziell gelten da ganz andere Gesetzmäßigkeiten, also da gibt es einfach eine andere Physik als bei uns. Das ist die Idee. In so einer Singularität ist ein Bereich, sagen wir jetzt mal ganz platt, im Universum, also eigentlich heißt es irgendwie auf der Raumzeit, wo dessen Physik wir nicht studieren können, weil keine Informationen von dort an uns dringen können. Aha. Und gleichzeitig es gute Gründe gibt anzunehmen, dass da eine andere Physik gilt. Und diese Metapher wird jetzt übertragen auf das KI-Szenario, wo gesagt wird, diese explosiv sich selbst steigernde KI, die wird zu einer Gesellschaftsform führen, wo ganz andere soziale Gesetzmäßigkeiten gelten, die so anders sind, dass wir sie uns heute nicht vorstellen können. Und insbesondere können wir auch heute keinerlei normative Wissenschaft darüber betreiben, ob das dann gut oder schlecht sei, weil wir ja nichts darüber wissen können. Und deswegen ist dann einfach so ein irreversibler Bruch in der Raumzeit oder in unserer historischen Entwicklung als Menschen, als menschliche Spezies. So, dieses Phantasma wird da aufgebaut, um halt diese Entwicklungen zu rechtfertigen,
dass man diese KI-Industrie nicht regulieren dürfe, um ihnen nichts in den Weg zu legen, damit das nicht irgendwie andere Nationen zuerst machen, damit man selber da am Ball bleibt und irgendwie so in der Vorreiterrolle und dann in dieser Singularität selber dann der Herrscher oder die herrschende Spezies. Der Punkt ist halt, man ist nicht die herrschende Spezies, sondern man ist höchstens irgendwie so eine kleine Elite. Diese Vorstellungen sind natürlich nie damit verbunden, dass wir alle in den Genuss dieser neuen Lebensform kommen, wo alle Krankheiten geheilt werden können, die Menschen unsterblich werden, sondern es ist halt eine kleine Elite, aber das wird immer verschwiegen. Ja, aber denken die, in deren Logik, denken die dann nicht weiter, dass dann diese künstliche Intelligenz, wie immer wir sie dann nennen, auch diese kleine Elite dann irgendwann los wird? Weil sie den auch nicht mehr braucht? Ja, deswegen betreiben die ja diese sogenannten Alignment-Debatten. Also AI-Alignment ist dieses Problem, das wird dann oft in der KI-Ethik verortet. Wie schafft man es, KI-Systeme so zu bauen, dass sie mit menschlichen Werten kompatibel bleiben? Und das ist dann im Zweifelsfall in so einer Logik dann wahrscheinlich eher die Werte der Elite, die diese Systeme unterhält. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, dass Ethik ist ja noch am ehesten das Ticket, auf dem man eine geisteswissenschaftliche Beschäftigung mit KI durchsetzen kann, weil Ethik, ich identifiziere mich nicht gerne als KI-Ethiker, weil halt sehr viele Teile von KI-Ethik eben auch durch die Industrie selber vereinnahmt werden. Ja, also Ethik ist halt oft auch ein Ticket um sagen zu können, ja, wir tun ja ganz viel, um Regulierung zu vermeiden. Weil Regulierung wäre halt eigentlich das schärfere Schwert und das will man vermeiden. Und deswegen sagt man so, wir haben doch hier Ethik, White Paper, wir stellen ganz viele EthikerInnen an und so, wir sind auch voll dieses ethische Unternehmen. Ja, aber die schmeißen da mal regelmäßig hin, wenn ich da mal aufpasse. Bei Google gab es so einen Chefethiker, der da hingeschmissen hat, bei denen gab es das. Also die Chefethikerin bei Google wurde gefeuert, die hat mich hingeschmissen und ist heute eine der wichtigsten Figuren in der KI-Ethik und zwar in der kritischen KI-Ethik. Die hat also quasi, würde ich sagen, den Switch noch geschafft von der Ethik, die sich leicht vereinnahmen lässt oder leicht vereinnahmbar ist, zu einer Ethik, die halt kritisch positioniert ist. Also sie war sicherlich immer irgendwie kritisch positioniert, aber das ist einfach sehr manifest geworden, dadurch, dass sie dann sogar gefeuert wurde. Aber das ist halt in KI-Ethik gibt es halt schon auch, an KI-Ethik gibt es halt diese Kritik, dass Ethik eigentlich viel zu weich ist und was wir halt eigentlich brauchen, ist Machtkritik. Und deswegen machen wir in Osnabrück halt eine sogenannte machtbewusste Ethik der KI. Das ist genau eine Ethik, die niemals an der Industrie anstellungsfähig ist, sondern sich ganz klar dazu positioniert, worum es hier geht, ist eine normative Beschäftigung mit Machtstrukturen, Macht- und Ausbeutungsstrukturen, Herrschaftsstrukturen und nicht irgendwelche, wie sollst du dein System designen, sodass es aligned ist mit irgendwelchen Werten oder so. Kennst du diese Trolley-Probleme, ne? Das selbstfahrende Auto, welches irgendwie crasht, soll das lieber ein paar ältere Leute oder eine Gruppe Kinder überfahren? Das sind ja auch so Probleme, die in der sogenannten KI-Ethik gerne mal besprochen wurden oder das öffentliche Bewusstsein von KI-Ethik so ein bisschen geprägt haben. Aber das sind halt einfach Probleme, die genau nicht machtbewusste KI-Ethik sind, sondern Corner Cases. Einfach nur, kannst sagen, keine Ahnung, oder ich habe keine Ahnung, kannst du es ruhig sagen. Bei Singularität habe ich mir irgendwo mal gemerkt, weil du von schwarzen Löchern gesprochen hast, die wurden ja vor vielen Jahrzehnten erstmal nur, glaube ich, nachdem Einstein und so Relativitätstheorie und so weiter irgendwann vorhergesagt, basierend auf seiner Relativitätstheorie. Und die wurden erst Jahrzehnte später dann irgendwann beobachtet. Und bei Singularität habe ich mir gemerkt, es gab dann irgendwann aber auch die Theorie oder die Vorhersage, dass es weiße Löcher geben muss. Das Gegenteil von einem schwarzen Loch. Und das haben wir bisher noch nicht beobachtet und gemessen, aber anhand der Vorhersage ist es nach der Logik nur eine Frage der Zeit, bis wir die beobachten. Und ich hatte mir gemerkt, diese Singularitätsleute meinen eigentlich dieses weiße Loch. Und sobald das dann quasi da ist, können wir es auch beobachten, aber dann ist es zu spät. Ja, nein, würde ich sagen. Also ja, es gibt in der Physik, vor allem auf jeden Fall in der Kosmologie, also weil das ist ja schon allein experimentell sehr schwierig, solche kosmologischen Beobachtungen zu machen, gab es, also gerade im Kontext Relativitätstheorie, eben diese Phänomene, dass man halt auf Ebene des theoretischen Modells, also der Gleichungen, mit denen dann die Raumzeit oder das Universum modelliert wird,
ableiten konnte, dass es bestimmte Phänomene gibt, die man bis dahin noch nicht beobachtet hatte. Ja. Und dann hat man sie irgendwann beobachtet und dann wurde damit die Theorie quasi bestätigt. Ja. Ja, es gab aber in der Physikgeschichte auch ganz viele Fälle schon, wo ein Modell irgendwas gesagt hat, das und das müsste sein und dann hat man das genau nicht beobachtet und dann musste man leider das theoretische Modell überarbeiten. Ich meine, wir hatten eine kopernikanische Wende. Man hatte lange gedacht, dass die Erde der Mittelpunkt der Welt ist und sich alles um die Erde dreht. Irgendwann hat das nicht mehr hingehauen. Ja? Da hatte man Gleichungen, die noch komplizierter und noch komplizierter wurden, um irgendwie den Lauf der Sterne zu beschreiben und der Planeten. Das waren irgendwie so riesengroße mathematische Gleichungen und irgendwann hat es halt nicht mehr hingehauen und dann ist es die ganze Theorie wird dann auch noch viel einfacher, wenn man die Sonne eben in den Mittelpunkt stellt und dann konnte man viel mehr beobachten. Dann gab es irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts, war es Max Planck, der irgendwie berühmt gesagt hat, so ja, also die Physik, das ist noch eine Sache von, also Max Planck, ne? Ja. Das ist eine Sache von noch ein paar Jahrzehnten. Dann haben wir alle physikalischen Gesetze erkannt, empirisch, also die Natur so genau beobachtet, dass wir alle physikalischen Gesetze kennen. Ja. Und der Rest ist dann Mathematik, dann kannst du alles ausrechnen. Ja, danach kam halt die Entdeckung der Quantenmechanik und der Unschärferelation und eben bestimmter Beobachtungen, die man in den im damaligen physikalischen Weltbild, Theoriegebäude, einfach wirklich nicht beschreiben konnte. Und dann versucht man natürlich erstmal lange die neuen Beobachtungen da rein zu fitten und irgendwie doch zu beschreiben, aber dann schafft man es halt nicht und irgendwann muss man das Theoriegebäude über Bord werfen und sagen, okay, dann war halt die Theorie von der Welt falsch, weil es gibt jetzt eine neue Beobachtung, die passt einfach nicht in diese Theorie. Dann müssen wir also eine neue Theorie machen und dann sind wir im 20. Jahrhundert mit der sogenannten modernen Physik, also Relativitätstheorie, Quantenmechanik, Quantenphysik, die ganz neue Probleme geschaffen hatten, die auch in keiner Form in ein paar Jahrzehnten gelöst sein werden. Sodass erstmal dieses Planck'sche Diktum, diese Vorhersage, ja, in 3 Jahrzehnten haben wir das alles, einfach kompletter Quatsch war, weil man das ganze Paradigma über Bord werfen muss. Vielleicht haben wir in Sachen Unschärferelation einfach bisher noch kein Beobachtungsexperiment uns ausgedacht, was denn die Singularität und dieses weiße Loch quasi, dass wir das beobachten können und in der Logik von Quanten und so weiter kann ja quasi erst das Ergebnis eintreten bzw. gemessen werden, wenn wir das beobachten. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Du sprichst ja, Eugenik hast du schon angesprochen, in deinem Buch sprichst du von Longtermismus, sorry. Gibt es auch Shorttermismus? Nee. Ja, den hätten wir gerne. Ja. Naja, Longtermismus ist ja so eine, also in dem Buch bespreche ich ja vor allem die ideologischen Grundlagen des Zusammenspiels von Faschismus und KI. Und wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was man mit KI alles für einen Unsinn machen kann, im Sinne von zum Beispiel Menschen diskriminieren, indem man über sie irgendwas vorhersagt und so weiter. Und daraus geht so ein bisschen hervor, dass man natürlich erstmal KI unheimlich gut missbrauchen kann, wenn man ein faschistischer Akteur ist, um Menschen zu verfolgen. In dem Buch wollte ich aber die These machen, dass das Verhältnis zwischen ultrarechter Politik und KI nicht nur instrumentell ist, also ultrarechte Akteure finden KI ein nützliches Instrument, sondern sogar eine ideologische Grundlage hat. Also dass da mehr ist als nur instrumentelle Verwendung. Und deswegen muss man so in diese ganzen Ideologien reingucken oder überhaupt erstmal, weiß ich nicht, so ein bisschen kommunizieren und aufarbeiten, dass es Ideologien gibt, also Weltbilder, Pseudophilosophien, Ethiken, die die teilweise die öffentliche Debatte zu KI prägen und teilweise vor allem auch seit Jahrzehnten das prägen, was die KI-Szene selber so umtreibt, also wie die Sinn aus ihrer Welt machen und aus ihrem Schaffen. Und für mich ist das so ein Zwiebelschalenmodell, also das Thema KI als Ideologie zu thematisieren. Es gibt nicht die eine Ideologie von KI, sondern es gibt so eine Anordnung. Manche sind sehr öffentlich bekannt und also sowas wie die Singularität ist eigentlich auch schon eine, die relativ öffentlich ist. Technosolutionismus, Anthropomorphismus sind alles sehr öffentliche Ideologien, aber es gibt halt auch welche, die sind eher nur so in internen Kreisen bekannt und das Ganze hat aber Wechselwirkungen. Und Longtermismus ist jetzt ein Beispiel für eine, die eher, sagen wir mal, schon eher intern ist. Das ist es ist letztlich eine Ethik oder vielleicht soll man auch einfach Ethik in Anführungszeichen jetzt mal sagen, die so etwas sagt wie,
Die Annahme ist, KI wird, also irgendwann wird es AGI geben, also diese starke KI, und diese starke KI wird vor allem dazu führen, dass der Mensch, wer auch immer das ist, also wer damit gemeint ist, wird nicht gesagt, es wird nur der Mensch gesagt. Der letzte Mensch. Ich glaube eher, weiß ich nicht, ja. Jedenfalls mit dieser KI-Technologie so enhanced wird, dass er seine biologischen Grenzen überwinden könne. Ja. So, und damit ist dann so Unsterblichkeit gemeint, Krankheiten heilen, aber damit intelligenter werden. Gehirn runterladen und sowas? Genau, Gehirn hochladen. So, und das ist nämlich jetzt der spannende Punkt. Damit ist nämlich dann gemeint, dass der Mensch vor allem überhaupt seine ganze biologische Daseinsebene überwindet. Das heißt, in irgendeiner Weise eine Existenz führt, die postbiologisch ist, also nicht mehr an den Körper gebunden ist. Wir sehen da übrigens auch eine krasse Abspaltung zwischen Geist und irgendwie Körper, Emotionen. Das ist sehr typisch für diese ganze Szene. Jedenfalls, also die Idee ist, dass der Mensch postbiologisch weiter existiert und dann den Weltraum kolonisiert. Also, weil wenn ich keinen Körper mehr habe, brauche ich keine Rakete, die mich irgendwie auf den nächsten Stern oder ins nächste Sonnensystem transportiert, weil das dauert sehr lange und ist energetisch schwierig. Aber wenn es einfach nur Lichtsignale sind oder also Funkwellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit oder nahezu Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, dann kann man davon ausgehen, ja, wir können uns in den Weltraum ausbreiten in irgendeiner Form und den besiedeln. Das sagen die. Ne? Ich finde, das kompletter Star Trek ist, also Sci-Fi, aber das ist jedenfalls erstmal eine der Annahmen, dass man dann den Weltraum besiedeln könnte. Dann rechnen die so aus, wie lange dauert es, bis man den ganzen Virgo-Galaxienhaufen besiedelt hat. Das ist so unsere galaktische Nachbarschaft. Das dauert dann irgendwie 10 hoch 9 Jahre, also 1 Milliarde Jahre oder so. Dann haben wir den ganzen Virgo-Galaxienhaufen besiedelt und dann rechnet man auch noch aus, wie viele Menschen können da eigentlich dann leben. Und da guckt man sich an, wie viel Energie ist im Virgo-Galaxienhaufen und teilt das durch die Energie, die man für ein Menschenleben braucht, um quasi die Gehirnprozesse zu simulieren. Also irgendwie nach deren Auffassung ist ein Menschenleben eigentlich nur das, was dein Gehirn so als Recheneinheit so rechnet, so über dein Leben, über die 100 Jahre. Und das kostet dann so und so viel Energie, um diese Rechenoperation auszuführen. Das ist also das Energiequantum, was du brauchst für ein Menschenleben. Und dann guckst du, wie viel Energie ist insgesamt vorhanden, teilst das durch dieses Energiequantum pro Menschenleben. Dabei kommt dann raus, es könnten 10 hoch 38 Menschen in 1 Milliarde Jahre im Virgo-Galaxienhaufen wohnen. Cool. Wir haben gerade 10 hoch 10 Menschen auf der Erde, ne? Das heißt, es sind einige mehr. Diese Zahlen kann sich vermutlich niemand wirklich vorstellen, wie viel mehr das ist. Und dann wird auch noch ausgerechnet, wenn wir jetzt die Entwicklung von dieser AGI, die das alles ermöglicht, irgendwie verzögern. Also zum Beispiel wegen der bösen Regulierung, sodass es einfach nur langsamer dazu kommt. Dann kommt es ja später zu dieser Besiedelung des Weltraums und das kostet dann also glückliche Menschenleben. Und dann ist so das Ergebnis, jede Sekunde kostet irgendwie 10 hoch 28 glückliche Menschenleben in 1 Milliarde Jahre. Ja, weil wenn ich das ein bisschen später mache, dann kommen halt weniger schnell diese ganzen 10 hoch 38 Menschen. Es sind so viele, die sitzen in so einem längeren Hebel, moralisch gesprochen. Da denkst du nicht dran mit deinen Bedenken. Genau, und daraus wird dann, und dann kommen wir zum Ende, daraus wird dann abgeleitet, man muss in der Gegenwart schon moralisch diese Menschenleben in der ultrafernen Zukunft irgendwie berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob wir AGI entwickeln oder wie schnell wir AGI entwickeln. Und daraus wird dann so ein moralisches Argument gemacht, welches magically immer irgendwie für die Interessen der Industrie spricht, nämlich, dass man es nicht regulieren dürfe. Denk doch mal an die Kindeskinder und alles. Ja, ich würde sehr gerne an unsere Kindeskinder denken und wie die im Klimawandel und den daraus entstehenden Kriegen auf dem Erdball zugrunde gehen werden. Aber genau daran wird ja nicht gedacht. Es wird ja an die Leute in 1 Milliarde Jahre gedacht. Leute ist gut, ne? Also irgendwelche digitalisierten USB-Sticks voller Gehirninhalt. Genau. An die wird halt gedacht. Also es klingt jetzt flapsig, aber der Punkt ist halt, das ist eine sehr wirkmächtige Denkfigur, die auch mit allem Ernst betrieben wird. Was ich gerade versucht habe zu rekonstruieren, das schreibt Nick Bostrom, ja, so ein Oxford-Philosoph, der im Transhumanismus heute eine der großen Figuren ist. Also dieses Argument, was ich ja gerade mit diesen Zahlen, das kann man bei dem lesen, habe ich da jetzt quasi zitiert. Und das wird halt einfach so ausgespielt, dass die
was moralisch auf dem Spiel stehe in Bezug auf die ultraferne Zukunft, ist so viel größer und so viel mehr, wie das, was auf dem Spiel steht, wenn wir jetzt davon reden, dass die KI-Industrie zum Klimawandel beiträgt und deswegen die Lebensbedingungen unserer Kinder und Kindeskinder massiv negativ beeinträchtigen könnte, dass dieses Problem quasi nur ein Fliegendreck in der Geschichte ist im Vergleich zu dem, was man erreichen könnte auf der ultralangfristigen Perspektive. Da kommt ja auch, also darf ich das noch kurz anfügen? ja klar. Sorry, das ist einfach faschistoide Ideologie. Das ist einfach so, das 1000-jährige Reich, das ist ein Versprechen einer Wiedergeburt, einer Erlösung in der ultrafernen Zukunft. Das ist ein Mix aus säkularer christlicher Religion und ihren Figuren und Fascho-Ideologie mit 1000-jährigem Reich und so. Da wollte ich gerade hinaus, du machst es zwar auf anderthalb Seiten bei dir, aber die säkulare Eschatologie, ich hatte mir quasi bei Eschatologie immer gemerkt, es gibt ja die christliche, jüdische und muslimische im Sinne von Endzeit, ja. Apokalypse und so weiter. Ja. Und das kennt man sonst nur aus der Religion. Ja. Ne? Bei dem einen kommt dann Jesus zurück, bei dem anderen kommt der Antichrist zurück und so weiter und so fort. Aber es gibt dann auch eine säkulare Variante, die du gerade eigentlich beschrieben hast, ohne jetzt religiös zu werden. Das ist eine These, die machen gerade manche Leute so in der Wissenschaft darüber, in der oft Kulturwissenschaft, weil da ja sehr stark kulturelle Tropen untersucht werden. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, dass man sieht, diese Ideologien, also was ich gerade referiert habe, klingt ja schon auch ein bisschen crazy, ne? Und die Frage ist, warum verfängt das? Warum glauben Leute das? Und die These, und das ist das, was da unter dem Titel säkulare Eschatologie läuft, ist halt, dass da werden eigentlich religiöse Gefühle bedient. Ja. Also auch religiöse Sehnsüchte nach Erlösung, nach irgendwie so der Endzeit, wo wir dann alle aufgehoben sind in so einem guten Zustand. Der Messias. Ja, von mir aus der Messias kommt und Aber der singuläre Messias. ja, eben, genau. Also der kommt der verschmolzen ist mit der KI und so weiter. Ja, der ist also nicht mehr so eine Person, sondern der ist irgendwie sowas Abstrakteres. Aber dennoch, die These ist, es bedient alte religiöse Tropen oder Gefühlsdispositionen und deswegen schafft man es mit so absurden Narrativen trotzdem massiv Anhänger zu finden und auch eben öffentliche und politische Debatten zu beeinflussen. Warum finden Sie die Anhänger quasi, wir waren ja beim Faschismus schon, in diesem neurechten Spektrum? Also wo trifft sich da quasi die heutige neurechte faschistoide Ideologie mit diesen Endzeitstimmungen? Ja, es ist ja ein wesentlicher Baustein von faschistischer Ideologie, dass man sagt, die Gegenwart ist irgendwie kaputt, also die Gesellschaft funktioniert nicht mehr, es gibt Dekadenzerscheinungen, Verfallserscheinungen und das Ganze liegt aber daran, dass eigentlich natürliche Kräfte, sagen wir mal, sowas wie die Überlegenheit der Männer gegenüber den Frauen oder bestimmter ethnischer Gruppen gegenüber anderen, das wird bei denen ja für natürliche Gegebenheiten gehalten und die werden aber unterdrückt. Also diese natürlichen Verhältnisse werden unterdrückt und faschistische Ideologie beruht wesentlich darauf, so eine pessimistische Gegenwartsdiagnose zu verschalten mit so einer Vorstellung von nationaler Erneuerung oder Wiedergeburt oder Erlösung, Heilung, und zwar auch, indem man jetzt Opfer bringt. Also wir müssen jetzt einmal durch die Scheiße durch und Opfer bringen, damit wir dann in so einen zu unserer nationalen Stärke zurückführen. Diese nationale Stärke ist uns natürlich gegeben. Die hat was auch mit diesen natürlichen Hierarchien und Ordnungen zu tun, die ich gerade genannt hatte. Und das Ganze strebt auf so ein Erlösungsversprechen in einer fernen Zukunft hin. Das kannst du bei Adolf sehen, das kannst du in allen faschistischen Ideologien in irgendeiner Form sehen. Und ich würde halt sagen, heutzutage, klar, MAGA, Make America Great Again, ist ganz simpel so ein Versprechen. Aber die KI-Ideologien unserer Zeit, die unterfüttern das halt massiv mit so einer technischen Realität. Also da ist einfach ganz klar, immer wieder wird gepredigt. Nur wenn wir KI machen, werden wir den Selektionskampf der Zivilisationen untereinander bestehen können und zu der nationalen Stärke finden. Und dann irgendwie, wenn wir das alles gut machen, dann blüht uns diese Utopie, wo wir alle nicht mehr arbeiten müssen, nur noch am Strand liegen und sterblich sind und so weiter. Es wird natürlich überhaupt nicht beantwortet, die Frage, wer ist dieses Wir?
ja, wen nimmt Elon Musk mit auf seinem Raumschiff zum Mars und wessen Gehirne werden von seinem Neuralink Unternehmen auf einen USB-Stick hochgeladen oder in die Cloud. Natürlich eben nicht die Gehirne von allem und natürlich sitzen nicht wir alle in diesem Starship. Da sitzen wahrscheinlich nur wenige Bros aus seiner Elite drin, auch keine Frauen. Er ist ja massiv interessiert auch daran, die menschliche Reproduktion von Frauen unabhängig zu machen, durch Gebärmaschinen, künstliche Uteri. Brauchen wir diese Wunderbringer nicht mehr. Richtig, genau. Und das heißt, diese Ideologien, diese Heilsversprechungsideologien, die sind alle zwischen den Zeilen mit krassester Menschenselektion verbunden. Ja, da werden Hierarchien gemacht zwischen Menschengruppen, die naturalisiert werden, also als selbstverständlich betrachtet werden. Und dann wird daraus eine Politik entworfen. Ja, eine Politik, die will ja aus der miserablen Gegenwart in diesen Heilszustand irgendwie finden, den Weg. Und das ist aber eine Politik, die einfach massiv Menschenselektion betreibt. Also Verfolgung, Ermordung, das haben wir in der Geschichte gesehen. Und mit KI ist es halt Menschenselektion, die wahrscheinlich einen Ticken subtiler funktioniert, in dem halt einfach Leute unterschiedliche Chancen kriegen. Das ist heute schon der Fall. Ja, das ist hier keine Zukunftsdebatte. Das ist das, was KI heute macht. KI entscheidet, welche Chancen du bekommst. Ob du eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch, welche Stellenanzeigen du überhaupt angezeigt bekommst, welche Nachrichten du angezeigt bekommst, welche Opportunities aller Art. Das ist alles eine Industrie, die sagt, ja, es gibt legitime Unterschiede zwischen Menschen und wir müssen selektieren. Weil du gerade von Opfer bringen in deren Ideologie, die faschistische Ideologie gesprochen hast, hat mich jetzt natürlich an Nazis erinnert, weil bei mir ist gerade so der Gedanke gekommen, Opfer bringen könnte ja quasi auch, da könnte die KI ja nützlich sein, weil man dann quasi gruselige, aber aus Sicht der Faschos, gruselige, aber notwendige Entscheidungen in deren Sinne auslagern kann an die KI. Ja, das wurde so errechnet. Die hat das rational, vernünftig errechnet, dass das jetzt so passieren muss. Und Opfer bringen, da muss man halt manche Menschen töten. Weil es entweder zu viel gibt oder weil die nerven oder weil es Frauen sind oder Minderheiten und so weiter. Und das hat mich dann wieder an die Nazis erinnert, wo ja auch im Nachhinein immer so, ja, wir haben einfach nur Befehle befolgt. So, aber das waren ja damals so Menschen, die diese Befehle erfolgt haben. Und das Neue, der reale Horror könnte ja jetzt ja sein, na, da ist es auch noch viel besser, wenn es halt nicht Menschen sind, die Befehle erfolgen, sondern die Maschinen. Ja, danke, dass du es so klar sagst. Genau so ist es. Also wir müssen uns unbedingt dessen bewusst sein, ein neuer Faschismus, der muss nicht so aussehen wie der alte Faschismus und insbesondere diese Mechanisierung von Menschenverfolgung und Ermordung, die Kommandoketten von sich auf ihre Dienstpflicht zurückziehenden Staatsbediensteten und Schergen vorausgesetzt hat. Ja, eine Maschine, die letztlich aus menschlichen Zahnrädern bestand, die dann aber doch mit mechanischer Kälte diesen Vernichtungsapparat unterhalten hat. So eine Maschine würde man heute nicht mehr im gleichen Maße aus menschlichen Zahnrädern machen müssen, sondern technokratisch umsetzen. Technokratischer, als es schon damals war. Es war auch damals schon technokratisch, können wir gerne drüber reden, aber das ist trotzdem erstmal gerade die wichtige Pointe, dass man natürlich sehr viel mechanisiert und diesmal wirklich digital mechanisiert von diesen Selektionsmechaniken. Ich meine, da waren wir beim Klimawandel und so weiter. Wir reden ja davon, dass wir durch unsere Wirtschaft und wie wir quasi miteinander umgehen, unsere Lebensgrundlagen zerstören auf diesem Planeten, auch für 8 bis 10 Milliarden Menschen. Aber wenn quasi nur noch Lebensgrundlagen für 10 Millionen oder 100 Millionen notwendig sind, ja, dann kann man ja auch ein bisschen Klimawandel, also sich weniger um Klimawandel kümmern und dann halt mehr Rechenzentren bauen, mehr Energie und so weiter und so fort. Und dann reden wir halt nicht mehr von industrieller Vernichtung von 6 oder 7 Millionen Menschen neben dem ganzen Krieg und so weiter, sondern dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn wir 6 Milliarden Menschen. Genau, ich glaube, ich würde fast denken, die Idee ist sogar, oder was heißt Idee? Also ich glaube, es wird sogar eher dann so, die implizite Vorstellung ist eher, dass die Tötung
die wird halt der Klimawandel erledigen. Ja. Und also oder schütten sie sich gegenseitig und so weiter. Richtig. Man muss halt nur dafür sorgen, dass man selber davon ausgenommen ist, also da nicht unter die Räder kommt und insofern sich und seine Elite besser stellt. Darum muss ich ja die KI unter Kontrolle haben. Oder die die KI unter Kontrolle haben, die damit verbundene Machtposition bekleiden, also möglichst sogar Staatsmacht übernehmen. Dann bist du ja im Grunde in der Position, dass du über diesen Kräften stehst. So, dann sind wir wieder bei Staatsmacht übernehmen, wo wir mit eingestiegen sind bei dem Thema die destruktive Übernahme des politischen Apparats, also der Staatsmacht. Und da beschreibst du ja quasi das in drei Schritten. Wir waren vorhin bei Doge. Fing an Vertraute in strategische Position bringen. Dann Daten zentralisieren. Die Verwertung und Verlinkung von Daten. Ja. So, in Amerika war ja so irgendwie, es gibt Social Security und dann gibt es die Daten von Bürgern und die Daten von Bürgern und die sind aus guten Gründen quasi nicht von jeder Behörde einsehbar und nutzbar. Ja. Und das verlinkt man einfach, so wie Palantir jetzt quasi auch alles Mögliche macht und dann halt tolle, bessere, und das ist Schritt 3, dann diese Daten verwenden kann, um Dinge damit zu machen. Genau. Und das ist der qualitative Schritt, den ich also die Idee zu dem Buch entstand im November 24, das ist auch als Donald Trump wieder gewählt wurde. Das wollte ich gerade fragen, ja? Genau, also die Idee ist am Tag nach der Wahl entstanden. Der Titel war dann auch eingetütet zum Verlag Ende November und da war dann schon klar, dass Elon Musk da eine Rolle spielen würde und hat so bestimmte Sachen angekündigt, aber losgegangen ist das ja erst im Januar nach der Amtsübernahme am 20. Januar. Und da hat man ja aber innerhalb weniger Tage ganz klar gesehen, dass die Rolle dieser KI-Industrie eben nicht mehr nur auf der Ebene von Diskurse verzerren stattfindet, ja, hier Filterblasen, da Propaganda, sondern neuerdings auch, und das war für mich der qualitative Schritt, auf der Ebene, wir übernehmen jetzt die staatlichen Institutionen. Also der Musk ist ja in Washington wirklich, hat sich mit seinem Auto von Behörde zu Behörde fahren lassen, hat sich da Zugang verschafft, hat die Leute irgendwie beurlaubt, die da in leitender Position war. USB-Stick reingesteckt quasi. Wirklich virtually die Wechselfestplatte mitgebracht, um die Daten abzulesen, sich Zugänge zu den Computersystemen verschafft. Und diese administrativen Strukturen versucht, irgendwie an kommerzielle Plattformen anzuschließen. Und da sind wir wieder bei quasi demokratische Kontrolle und quasi Leitmedien, die dann beobachtet haben und dachten irgendwann so, oh, guck mal, Trump wird irgendwann dem lästig und der entlässt Musk, haha, Elon hat verloren. Wo ich mir schon dachte, jetzt du weißt es bestimmt besser, dachte ich, na, Elon, der hat gedacht, wir brauchen nur 4-5 Monate, um an alle Daten zu kommen. Hole ich mir runter und dann ist mir auch egal, ob ich dann noch weiter da bin. Trump, mach mal weiter dein Ding. Ich habe das, was ich brauche. Diese Daten. Kann man von ausgehen, ja. Also ich kenne jetzt keinen... Ja, das werden sie. Also ich würde sagen, das ist eine Facette der Geschichte und Elon Musk hat sich er und vor allem auch die Leute, die seine Entourage gebildet haben, haben sich für diese Daten interessiert und haben jetzt diese Daten, das ist for sure und damit werden sie auch Unsinn betreiben. Ich glaube, so aus Sicht von Trump oder sagen wir mal von dem Regime, vom Trump-Regime ist halt einfach Elon Musk so ein bisschen so der Prügelknabe gewesen, den man vorausschickt, um diese Zerschlagung dieser Institutionen halt eben mit dem Baseballschläger, mit der Kettensäge, bei dem Bild müssen wir ja bleiben, vorzunehmen. Und was wir ja dann sehen, nachdem er dann irgendwann ausgefadet ist, der Elon Musk selber, sehen wir vor allem, wie massive Verträge mit der Industrie geschlossen wurden. Also das kann man in der schon genannten Studie von Francesca Bria sehr gut nachlesen. Also zum Beispiel allein Palantir hat mit dem Pentagon Verträge im Umfang von $10 Milliarden geschlossen. Das ist sehr viel das ist auch für die USA und so ein Vertrag sehr viel, wo letztlich eine umfassende Übergabe von staatlichen Funktionen an dieses Unternehmen vertraglich vereinbart wurde. Und das betrifft jetzt nicht nur das Militär, sondern eben halt auch die ganzen Sachen, die bei Doge eher in dem Bereich waren, also hier Budgeting oder Regierungsverträge, also mit Service-Dienstleistern oder die Logistik der Gesundheitsversorgung, wohlfahrtsstaatliche Transferleistungen,
die ICE-Behörde, also diese Immigrations- and Customs Agency, diese paramilitärische Polizei, die Leute deportiert, ist ja auch massiv technologisch hochgerüstet. Ja, die nutzen Standortdaten von Handys, die nutzen Gesichtserkennung, die wollen KI-Modelle für personalisierte Werbung benutzen, um Menschen zu identifizieren, die man verfolgen kann. Die haben Technologie-Budgets in Milliardenhöhe. Die nutzen auch Palantir-Systeme. Also das heißt, wir sehen, Elon Musk hat irgendwie so ein bisschen so in so einer Anpack-Hauruck-Manier ist der so eingedrungen in diese Behörden und hat erstmal so ganz viel zerschlagen. Und danach kam halt so eine Kampagne, wo das vertraglich an bestimmte Industrieakteure ausgelagert wurde, sodass das jetzt quasi umfassend und systematisch gemacht wurde oder verstetigt wurde, was der Elon Musk erstmal nur so vorbereitet hat. So sehe ich das ein bisschen. Ja, und dann ist quasi nur der erste Blick so, oh, die kriegen eine Menge Milliarden Kohle, Palantir und so weiter. Und Denen geht es nicht um die Kohle. Genau. Man hat mir ja vorhin schon gesagt, denen geht's tatsächlich um Herrschen. Denen geht es um Herrschen, klar, um Dominanz. Die sagen, die liberale Demokratie, vertreten durch die Demokraten in den USA, ist ein dekadentes, nachteiliges, die USA in den Ruin führendes politisches Paradigma und es lohnt sich gar nicht, einfach nur in das Wahlverhalten der Leute einzugreifen und dann irgendwie so eine andere Partei wählen zu lassen, sondern wir können ja auch direkt einfach den Staatsapparat übernehmen. Also die Stellen, die darüber entscheiden, ob du Sozialhilfe kriegst oder was für einen Schulplatz oder irgendwie hier Gesundheitsfürsorge, Gesundheitsversicherung, Geheimdienste, also die sind einfach jetzt auf der Ebene des Substrats, der Substanz des Staatsapparats selber unterwegs, um das einfach zu übernehmen. Und zwar um bestimmte Herrschaftsprinzipien und White Supremacy-Prinzipien einfach umzusetzen. Da wollte ich auch nochmal drauf hin. Welche Rolle spielt da quasi diese Herrenrasse-Ideologie, auch können wir Manosphere und so weiter reden? Ja, diese ganzen Narrative, die in der technofaschistischen Ecke gerade gefahren werden, also diese Erlösungsnative also erstmal, dass die Gesellschaft irgendwie krank ist, dekadent ist und dann, dass dann man eine Erlösung mittels Technologie und so braucht, die verfangen natürlich sehr, sehr stark unter, ja, sagen wir mal, bei frustrierter Männlichkeit. Also da gibt es halt große Resonanzen mit den Akteuren der Szene, die irgendwie eher einfach viel persönlicher, viel psychologischer, einfach so zum Beispiel in Bezug auf ihre Geschlechterrolle frustriert sind, die gegen den Feminismus haten, gegen jede Form von Gleichstellungsmaßnahmen und Politik, gegen den Anspruch, dass es keine hierarchischen Relationen zwischen den Geschlechtern geben sollte. Ja, die Männer haben jetzt 1000 Jahre lang über die Frauen beherrscht. Und jetzt soll das zu Ende gehen? Nee. Ja, und zwar, weil sie halt sagen, dass das biologische Gründe hat, warum das so sei. Genau. Oder sein Das müsse. ist natürlich. Ne? Das ist natürlich. Die naturalisieren das und die sagen dann halt, das war schon immer so. Jede Diversitätspolitik, die mehr als 2 Geschlechter erkennt oder die hierarchischen Geschlechterverhältnisse ausebnen möchte, die sei wieder natürlich. Also gegen das, was sie für die Natur halten. Und das würde dann einfach zum Untergang dieser Gesellschaft oder Nation oder was auch immer führen. Und die White Supremacy spielt dann da im Sinne von, dass eigentlich die weißen Menschen quasi auch nochmal schlauer sind. Und, ja, die rassistische Ausdeutung kommt natürlich, spielt da genauso eine Rolle rein. Also die Weißen halten sich da halt eben für die Überlegenen. Und diese Überlegenheit, ich meine, KI-Technologie ist eine unheimlich weiße, von weißen Männern gemachte Technologie. Und überhaupt das, was man sich unter Intelligenz vorstellt, also der Intelligenzbegriff selber ist ja rassistisch. Also ich weiß nicht, das wissen vielleicht auch, das muss man vielleicht auch einfach mal ganz klar nochmal so rekapitulieren. Also die Idee, dass man Intelligenz messen kann, also IQ und so, ne, kommt ja aus der Eugenik. Also wurde von Eugenikern im 20. Jahrhundert entwickelt. Das hat Alfred Binet in Frankreich hat das gemacht, aber dann wurde das vor allem in den USA aufgenommen und dort operationalisiert als Intelligenztest. Hier in Boston und so. Und zwar von Eugenikern. Und dann wurde es in den 1910er und 1920er Jahren der USA auch schon in der Gesetzgebung verwendet. Also es gab Einwanderungsbeschränkungen je nach IQ. Es gab Zwangssterilisierungsmaßnahmen, die vom IQ abhangen.
abhängig gemacht wurden. Das heißt, die Idee überhaupt Intelligenz zu quantifizieren, Intelligenztests zu machen, ist Produkt der Eugenik. Und wurde sehr schnell als bevölkerungspolitisches Tool eingesetzt. Also ich hatte mir das damals so gemerkt, das war halt eine Folge der Evolutionstheorie von Darwin, weil irgendwann die Weißen in Europa und Amerika sich gefragt haben, na gut, wenn hier Survival of the Fittest Basis der Evolutionstheorie ist, muss es ja irgendeinen Grund haben, warum die weißen Menschen über andere Menschen auf der Welt herrschen. Und dann haben sie quasi reverse engineert, wie das sein kann. Und dann sind da quasi am Ende auf die Idee gekommen, wir sind einfach schlauer. Genau, und zwar... Und dann haben sie sich dann diese Messung ausgedacht. Ja, und die Messung, das hatte ich gerade nicht gesagt, aber so bin ich eigentlich da reingekommen. Also die Messungen sind einfach rassistisch gebiased. Also das, was man da misst, ist einfach nach dem Vorbild von irgendwie weißer, männlich kodierter Intelligenz designt worden. Und dann hat man es als Legitimationsinstrumentarium verwendet, warum weiße Männer intelligenter sind. Man sieht die Zirkularität, aber das ist halt der Punkt. Und da sind wir auf eine interessante Weise wieder bei dem Thema, was wir irgendwie vor 1,5 Stunden hatten, nämlich halt so Rationalitäten, Epistemen, Dinge, die man für natürlich und evident hält, können eben Macht durchsogen sein und bestimmte Machtstrukturen verdeckt stabilisieren. Und ich würde sagen, das, was wir da in dieser ganzen Begriffsbildung rund um Intelligenz sehen, also auch im 20. Jahrhundert, ist ein Paradebeispiel dafür, wie man halt eben mit so einem pseudo-empirischen Begriff wie IQ etwas naturalisiert hat, also behauptet hat, wir beobachten das doch bloß deskriptiv. Das ist doch hier bloß deskriptiv und insofern auch objektiv. Und wenn dann da halt die weiße Mehrheitsgesellschaft im Durchschnitt besser abschneidet, dann ist sie halt einfach intelligenter, ja. Und so kann man halt solche Naturalisierungen so pseudo-positivistisch bestätigen und kommt zu so einer ganzen gesellschaftlich funktionierenden Ideologie von weißer Überlegenheit. Aber und nur ein Einwurf, wenn du sagst, keine Ahnung, oder ich liege da völlig falsch, aber auch diese ganze Ideologie von Herrschaft, natürliche Macht des Mannes über Frauen, oder dass es quasi schon immer, dass wenige Menschen über viele Menschen geherrscht haben, sie beherrscht haben, das war schon immer so und so weiter. Dabei ist es ja anthropologisch nicht so. Es gab auch irgendwie matriarchale Zivilisationen bzw. Gesellschaften. Es gab egalitäre und so weiter. Also dass Männer oder weniger immer über andere geherrscht haben, das war ja nicht so. Kann man nicht daraus irgendwie, vielleicht könnte da eine Lösung sein, zu sagen, okay, vielleicht sollten wir so eine herrschaftsfreie Gesellschaft, globale Gesellschaft eigentlich anvisieren, als Gegenmodell zu diesem faschistischen. Und dann quasi, so wie Dual Use für viele Güter gibt, ja quasi auch die Technologie, die quasi Herrschaft überwinden könnte, nutzen, um diese Herrschaft, die uns vielleicht unweigerlich in den Faschismus, wenn wir nicht aufpassen, führen, dass wir das verunmöglichen, indem wir eine Herrschaftsfreiheit, man muss ja jetzt nicht von Anarchismus und so weiter reden, weil mir fehlen jetzt gerade die Worte, aber weil vielleicht sollte das einfach dann quasi das Gegenmodell sein. Ja, gut, haben wir jetzt eine Lösung, können wir machen, ne? Ja, also nein, der Punkt ist, wäre schön, wenn... Es sollte jetzt nicht flapsig sein. Ja, unbedingt, ja. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin, ne? Und was ich aber so an die Wurzel des Problems. Und die Wurzel des Problems ist vielleicht einfach die Herrschaft. Also Menschen herrschen übereinander und ja, aber vielleicht, indem wir das verunmöglichen. Genau, die Frage ist halt aber wie. Die Frage ist halt aber, wie verunmöglichen wir das? Und du wirst ja jetzt nicht jeden einzelnen Menschen umprogrammieren, dass er irgendwie nicht mehr Dominanzstreben nachgeht. Ja, aber wenn ich richtig verstanden habe, könnt ihr erstmal helfen, Menschen quasi aufzuzeigen, dass Herrschaft die Ursache ist oder eine Ursache ist. Total. Das würde ich sagen, ja. Und zwar Naturalisierung auch von Herrschaft. Ne? Also du hattest eingangs in deinem Statement, hast du ja darauf verwiesen, dass immer gesagt wird, das war schon immer so. Ehrlich gesagt, jedes Argument, welches bestehende soziale Verhältnisse
rechtfertigen möchte, dadurch, dass irgendwas schon lange so war. Also gerne sowas wie, ja, die Männer hatten früher in der Jäger- und Sammlergesellschaft die Rolle des Jägers, deswegen sind die stärker und haben einen Jagdtrieb. Solche evolutionären Erklärungsmuster sind für mich immer müssen für uns alle die rote Flag sein für eine Naturalisierung. Ja? Nein, sowas ist kein Argument, um bestehende gesellschaftliche Verhältnisse zu rechtfertigen, sondern ehrlich gesagt einfach eine Naturalisierungsstrategie von etwas, was hochgradig gestaltbar wäre und auch anders sein könnte und dringend anders sein sollte. Und ich glaube aber, wenn es jetzt daran geht, solche Prozesse wie die faschistische Tendenz unserer Gegenwart aufzuhalten, naja, also ich weiß nicht, ob wir, indem wir das jetzt allen einzelnen Leuten erklären, weit kommen. Ich meine, erstmal, wer sind sie? Uns muss auch geglaubt werden, wir müssen auch überzeugen. Aber zweitens, wir haben ja nicht umsonst in der Geschichte nicht nur der Bundesrepublik, sondern überhaupt der politischen Philosophie gewachsen, sowas wie den Rechtsstaat oder die moderne Verfassungskultur. Also und das wäre jetzt eigentlich was, worauf ich hinaus will. Ich glaube, wir müssen einfach heute viel besser erklären, warum haben wir eigentlich demokratisch und rechtsstaatlich verfasste Staatsmacht. Ja. Also eine Staatsmacht, was heißt denn rechtsstaatlich verfasst? Ne? Ich habe das in der Schule nicht gelernt, weil man das, glaube ich, auch jahrzehntelang gar nicht erklären musste. Wir haben ganz viel über Demokratie gelernt. Wir haben gelernt, wie sich Parteien gründen können, wie sie gewählt werden, wie die parlamentarischen Prozesse, Ausschüsse, Koalitionen, all das funktionieren. Wann darfst du Bundespräsident werden, wie alt musst du sein? Alles haben wir gelernt. Aber der Rechtsstaat ist, habe ich in meiner politischen Schulbildung der 90er Jahre nicht erfahren. Und ich glaube, weil man es einfach nicht erklären musste, weil es so selbstverständlich und so auch unangefochten war damals. Und das wird ganz vielen Leuten heute so gehen. Ich glaube, das müssen wir jetzt wieder erklären. Und der Rechtsstaat heißt ja als allererstes mal zum Beispiel, alle staatliche Gewalt ist auch an die Gesetze gebunden. Der Staat kann nicht einfach irgendwas nach Willkür machen, sondern er kann nur etwas machen, wofür er eine gesetzliche Ermächtigung hat. Das gab es in der Weimarer Republik so nicht. Das gab es im Kaiserreich so, wohin sich ja die AfD zurücksehnt, nicht. Zweitens, wir haben sowas wie Grundrechte, die stehen in unserer Verfassung sogar am Anfang, das ist nicht in jeder Verfassung so. Das heißt, das ist eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben Grundrechte, die Menschen subjektiv auch insbesondere gegen den Staat beanspruchen können. Ja, also du kannst den Staat verklagen, wenn der deine Grundrechte verletzt oder nicht schützt. Das ist eine super krasse Innovation. Das gab es in der Weimarer Republik nicht. Da konntest du nicht den Staat verklagen, weil er deinen Sozialhilfebescheid falsch ausgestellt hat oder sowas. Dann sowas wie die Gewaltenteilung. Ja, die ist schon eine etwas ältere Idee. Also es geht ja auf die so John Locke und so zurück. Also es ist schon ein paar Jahrhunderte alt, aber auch das ist ein ganz wichtiges rechtsstaatliches Prinzip, was gerade unter Druck gerät. In den USA sieht man das sehr gut. Was sind noch Rechtsstaatsprinzipien? Ich würde sagen, wir müssen halt erklären, dass Staatsmacht, also im Rechtsstaat steckt ja die Idee, dass der Staat gleichzeitig legitimiert werden muss, das Gewaltmonopol zu haben, Regulierung setzen zu können, aber auch sich für all das rechtfertigen muss. Also diese Gewalt muss auch eingehegt werden. Die darf nicht überborden. Die Polizei darf nicht willkürlich handeln. Der Gesetzgeber darf nicht willkürlich regulieren. Der kann nicht einfach mal sagen, wir verbieten Facebook. Das klappt nicht bei uns, ne? Weil wir leben in einer liberalen Gesellschaft. Der müsste das begründen. Und dann würde er zum Beispiel auch, dann gibt es auch sowas wie wie unternehmerische Freiheit als Grundrecht und so weiter. Ne? Also der Staat kann nicht beliebige Gesetze beschließen. Und das alles ist Rechtsstaat. Und das ist alles ein gewachsenes System von Checks and Balances, welches eben das überbordende beherrschen wollen einzelner Personen oder Gruppen einhegen möchte oder ausschließen möchte. Und ich glaube, deswegen ist das eine Antwort auf das, was du gesagt hast. Also wir müssen das Problem ist der Beherrschungswille von Einzelnen und ich glaube, der Rechtsstaat ist ein ganz gutes System, um zu krass werdende Machtimbalancen da einzuhegen und gleichzeitig aber politische Gestaltbarkeit zu überlassen. Ne? Also natürlich muss man auch irgendwas mit Politik bewirken können. Also irgendwas muss auch reguliert werden dürfen oder gestaltet werden dürfen, sonst hätte es ja irgendwie eine Diktatur oder irgendwie eine Stasis festgeklopftes System. Das heißt, du musst irgendwie so einen ganz schwierigen Kompromiss finden zwischen
zu viel Macht für die Politik und zu wenig, zu viel Macht für den Staat und aber gleichzeitig gut begrenzt. Ne? Also das ist das, was Rechtsstaat macht. Aber da waren wir immer bei der Begrenzung. Wir sind dafür auch über das Kapital und Kapitalismus zur KI gekommen. Vielleicht, das ist auch so meine Lehre aus jetzt über 800 Folgen bei Jung und Naiv. Warum haben wir irgendwann gesagt, Demokratie und Rechtsstaat ist wichtig? Weil wir verstanden haben, Macht, anders als absolute Herrscher und so weiter, eine Person oder eine Familie und so weiter, Macht muss begrenzt werden. Eben. Sie muss aufgeteilt werden. Ein Kanzler in Deutschland kann nicht, Ja, genau. der darf nur begrenzt machen. Ja. Der hat immer noch eine Menge Macht, aber der kann nicht machen, was er will. Genau. Weil wir Parlamente haben, weil wir Checks and Balances haben, weil wir eine Gewaltenteilung haben, weil die Justiz Macht begrenzen kann, checken kann und so weiter und so fort. Aber das Problem heutzutage scheint mir zu sein, wir haben, obwohl jeder anerkennt, dass Kapital auch Macht ist, ne? Wer mehr Geld hat, wer mehr Ressourcen zur Verfügung hat, kann mehr Macht ausüben. Wir sind aber im Kapitalismus auch Politik und die Ökonomen und so weiter, die kommen nicht auf die Idee, dass wir Kapital begrenzen müssen. Ja. Weil wenn Kapital Macht ist, muss auch Kapital begrenzt werden. Aber das ist dann quasi die heilige Kuh. Und weil das Kapital, also die Anhäufung, Akkumulation von Kapital nicht begrenzt werden kann, weil Milliardäre irgendwann zu Billionären werden können, steigt deren Macht immer weiter. Ja. Und darum können sie außerhalb der Demokratie und des Rechtsstaates deren Macht quasi unbegrenzt anhäufen. Und dann ist kein Wunder, dass wir jetzt am Ende bei KI landen und die Herrschaft weggeht vom Staat hin zu einzelnen Menschen, diesen wenigen Kapitalisten. Habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Das ist ein bisschen, das ist meine Weiß Lehre. ich nicht. Das ist meine Lehre aus jetzt 13 Jahren Jung und Naiv. Ich bin auch ein bisschen naiv in die Welt gestartet. Nee, sehe ich auch so. Die Sache ist halt, so, aber da kommt aber wenn wir jetzt die Kapitalakkumulation begrenzen, dann geht ja unser schönes, tolles marktwirtschaftliches Modell zugrunde und der Kapitalismus hat uns da so viele tolle Sachen gebracht und dann kommen sie dann wieder mit Kapitalismus hat ja zu Demokratie geführt und so weiter und du denkst so, ja, aber der genau dasselbe System, der überwindet jetzt Demokratie, beziehungsweise schafft es wieder ab. Ich glaube, also dass dieses System jetzt gerade sich daran setzt, Demokratie zu überwinden, ist halt etwas, das war, glaube ich, so nicht eingeplant. Und das ist für mich ein qualitativer Sprung und über den müssen wir dringend reden. Also ich will überhaupt nicht den Kapitalismus verteidigen, der ist letztlich das Problem, was wir hier haben. Also das Streben nach noch mehr und noch mehr Kapitalakkumulation. Und man hat sich halt mit den liberalen Nachkriegsdemokratien erstmal dafür entschieden, wie du das ja auch gerade gesagt hast, dass man da, was die Akkumulation von Reichtum angeht, erstmal keine Grenzen setzt. Wobei man da aber, glaube ich, auch wichtig unterscheiden muss, ist halt die Frage, profitieren nur Einzelne oder schaden sie auch anderen? Und in dem Moment, wo die Akkumulation von Reichtum halt damit einhergeht, dass anderen geschadet wird, greiften moderne Sozialstaaten ja sehr wohl ein. Also New Deal, Arbeitnehmerrechte, und so weiter. Das ist ja alles genau das Produkt davon. Das heißt nicht, dass wir irgendwie eine Kappungsgrenze, also so einen Deckel für maximalen Reichtum setzen, sondern wir sagen halt, ja, wer halt mehr Geld hat, der muss auch mehr Steuern zahlen oder bestimmte Strukturen finanzieren, die halt den Armen helfen, in dem System trotzdem noch klarzukommen. Also eine Umverteilung. Ja. Und das ist, glaube ich, die Antwort unseres kapitalistischen, liberal-demokratischen Systems auf die Frage von, wie viel Geld darf ich anhäufen. Aber dazu musste die politische Macht ja auch erstmal gezwungen werden, indem quasi Massenbewegung, Kollektivismus das eingefordert hat und die Macht da quasi dazu gebracht hat. Und darum ist doch jetzt zum Beispiel auch diese ganze Social Media und die Vereinzelung, die Hyperindividualisierung ganz schön nützlich, weil wir Menschen dann einfach nicht mehr quasi die kollektive Macht, die wir haben, einsetzen, weil wir alle unser eigenes Ding machen. Ich meine, es war ja auch im deutschen Faschismus des 20. Jahrhunderts schon so, dass die Arbeiterschaft irgendwann halt eben kein revolutionäres Subjekt wurde, sondern eben sich dem Faschismus angeschlossen hat oder anders, wir müssen es ganz klar benennen. Faschismus ist immer ein Phänomen aus der gesellschaftlichen Mitte. Ja, Faschismus kommt nicht von den rechtsradikalen Rändern, die sind schon immer Faschos, sondern der Faschismus, der sich manifestiert, ist, wenn sich das
Kleinbürgertum, die Arbeiterschaft, die Angestellten, die Freelancer dem anschließen. Ja, wenn die auf die Sache aufspringen, zu sagen, der Staatsapparat, der ist korrupt, der wird von dekadenten Eliten operated, die sich nur selber versorgen, das ist der Nährboden für Faschismus. Und das ist natürlich im 20. Jahrhundert, hat das ja auch schon geknallt, also indem es in den Faschismus geführt hat. Und dann hat man halt danach mit solchen Konstruktionen wie der sozialen Marktwirtschaft ja auch versucht, ein System zu finden, wo die Unzufriedenheit nicht so groß werden kann. Und jetzt steht dieses System mal wieder vor einer solchen qualitativen Krise. Ja, aber das war dann auch nur das Ergebnis einer Katastrophe. Ja. So wie das ja auch, man gibt ja auch bei Ungleichheitsforschern und so weiter, die sagen immer, okay, eine gewisse Umverteilung von oben nach unten gab es immer nur, wenn halt Kriege Richtig, ja. oder so weiter. Aber das darf uns ja heutzutage nicht mehr passieren. Ja, ich hoffe, wir können das vielleicht ja auch ohne die Katastrophe. Ne? Wir haben doch jetzt genug. Ja, also das wäre halt die Hoffnung, die man jetzt, oder eigentlich wäre das doch der Lernprozess, den man braucht, dass man sagt, wir haben das jetzt ein paar Mal gesehen, dass diese Errungenschaften immer nur eine Reaktion auf diese Katastrophe waren, und zwar, weil man verhindern möchte, dass diese Katastrophe nochmal passiert. Vielleicht kann man ja den Schritt mit der Katastrophe überspringen. Ja. Und direkt zu mehr Umverteilung von oben nach unten finden. Das heißt für mich mehr Regulierung und Einhegung der KI-Industrie, also der zu krass werdenden Machtimbalancen, spätestens dann, wenn kapitalistische Machtakkumulation daran geht, Staatsmacht übernehmen zu wollen, muss einfach bei jedem demokratischen Politiker in der EU die Alarmglocke bimmeln. Und anstatt dass man dann irgendwie digitale Omnibusse und Deregulierungsmaßnahmen, wie die EU-Kommission seit ein paar Monaten auf den Weg bringt, muss man sagen, wir müssen das stärken. Wir müssen unser Regulierungslevel stärken und diese zu groß werdende Macht der Industrie, die in so eine Katastrophe führen kann, einhegen. Aber natürlich muss man gleichzeitig auch die Unzufriedenheit ernst nehmen, die sich in der Bevölkerung, also das, was die Leute zur AfD treibt, sind ja gute Gründe, die leider aber zur falschen Lösung getrieben werden. Also die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen, die Prekarisierung ist real. Die Lösung, die ultrarechte Akteure anbieten, ist eine Verblendung. Also da werden die Leute getäuscht. Das führt ja zu einer Politik, die gegen diese Leute wirkt. Und dennoch muss man aber den Ausgangspunkt davon natürlich ernst nehmen und da auch eben politisch was dran tun. Ja, weil auch immer wieder anstatt an den Ursachen ranzugehen, immer noch an den Symptomen ein bisschen gedoktert wird. Aber ich frage mich gerade, vielleicht ist das dann auch eine Publikumsfrage. Beeilt euch übrigens, Hans kommt gleich am Ende und stellt hier alle menschlichen Fragen, die er so gesammelt hat, oder die guten jedenfalls. Aber wie schaffen wir denn das? Du sprichst auch in deinem Buch, die CEOs werden alles dafür tun, dass es diese Regulierung oder diese Macht, die sie anhäufen durch KI und so weiter, die werden alles dafür tun, dass ihnen die nicht weggenommen wird. Und wir können die ja nicht erschießen. Nein. Oder sollten die nicht erschießen. Wollen wir auch nicht. Wir sollten die nicht erschießen. Aber die werden ja quasi ihre gesamte künstliche Intelligenz einsetzen, ihre ganze Technologie einsetzen, ihr ganzes Kapital einsetzen, damit das nicht passiert. So, Ja. und entweder kaufen sie sich dann die Politiker und Politikerinnen, weil es ist, ist ja ohne Frage, dass es Korruption gibt und dass wir korrupte Menschen an der Macht haben. Und das hat auch einen guten Grund, warum quasi nicht die Besten und die Schlausten in die Politik gehen und in der Politik landen, sondern die das Spiel, so wie quasi parlamentarische Demokratie heutzutage in anderen Ländern funktioniert, verstanden haben, nicht mehr hinterfragen und so weiter. Wo es quasi immer so, also am Ende, wir müssen an das Kapital denken und die sollen wachsen, damit wir im globalen Wettbewerb miteinander bestehen und darum fressen wir deren Regeln. Richtig. Also ich finde, wir müssen umfassend auf Lobbyismus schauen. Ich weiß nicht, Korruption ist so ein bisschen so eine Keule, die oft den Blick verschließt, aber Lobbyismus würde, glaube ich, ein viel größerer Personenkreis zugeben, dass es den gibt und dass der ein großes Problem ist, auch insbesondere auf EU-Ebene. Die Datenschutzgrundverordnung war lange Zeit die
EU-Legislation, die am meisten lobbyiert wurde. Die wurde dann von der KI-Verordnung abgelöst als die most lobbied piece of legislation. Jetzt haben wir den digitalen Omnibus, also diese Initiative der EU-Kommission, die Teile der DSGVO abschwächen möchte und insbesondere die Inkraftsetzung der KI-Verordnung, die ja so schrittweise erfolgen sollte, verzögern oder teilweise sogar wieder aussetzen. Das sind alles Dinge, also Vorgänge, die massiv durch Lobbyarbeit der Big Tech-Industrie zustande kommen. Da gibt es ja auch Studien zu, die das nachweisen und zivilgesellschaftliche Organisationen, die da eigentlich gute Arbeit machen. Ich glaube, das wird ein bisschen zu wenig oft gesehen und problematisiert, aber das sind die Vorgänge, die wir haben. Ich kann dazu nur sagen, das muss natürlich aufhören, aber gerade wir in der EU und wir sollten hier aufhören, immer über die USA zu reden. Also wir haben all diese Probleme hier in der EU auch. Wir werden vielleicht nicht der Hotspot des neuen Faschismus, aber wir haben auch diese Tendenzen. Wir haben in Deutschland... Ja, wir gucken nach Amerika und sind, Eis, was die machen die da mit den Menschen und so weiter. Und wir noch mit einem Popcorn-Emoji und sagen, haben wir ja immer gewusst, dass es da den Bach runtergeht. Ja, aber das ist halt der Fehler. Wir haben doch hier auch ein Eis, ne, mit Frontex und was die EU gerade macht. Das wird dann so... Ja, genau. Und die wird auch technologisch hochgerüstet Natürlich. mit Überwachungstechnologie. Auch hier haben wir eine Auslagerung von Entscheidungen, ob jemand rein darf oder nicht oder Asyl bekommt oder nicht, vor die Grenzen und dann auch in eben nicht mehr rechtsstaatliche Prozesse. Aber wir haben auch in Deutschland politische Kräfte, die nicht, die AfD ist nicht einfach noch ein bisschen weiter rechts und noch ein bisschen weiter konservativ, sondern die AfD ist halt konstitutionell. Ja. Also die wollen unseren Rechtsstaat selber angreifen. Die wollen die Party beenden. Minderheitenschutz, Grundrechtsschutz, Gewaltenteilung, Verfahrensbindung der Staatsgewalt. Das wird dort alles in Frage gestellt. Die AfD operiert ja in den Parlamenten, wo sie schon sitzt, massiv durch Sabotagemaßnahmen, zum Beispiel mit kleinen Anfragen oder Ähnlichem, wo Behördenvorgänge sabotiert werden und vereinnahmt werden, um sie zu stören, um sie zu trollen. Das ist eine antidemokratische, antiverfassungsmäßige Politik. Und ich finde es so wichtig, dass wir diese beiden Frontlinien unterscheiden. Ja, das eine ist, bist du eher links oder eher rechts, bist du eher progressiv oder eher konservativ. Aber das ist nicht die Debatte, vor der wir hier gerade stehen, sondern wofür wir hier gerade stehen, ist die Gefahr oder ein politischer Akteur, der ganz außerhalb dieser Links-Rechts-Achse eigentlich darunter steht, weil er dieses System, die Streitkultur der Parteipositionen und die rechtsstaatlichen Strukturen selber in Frage stellt. Ja. Und das ist eine andere Frontlinie. Und da muss man sich über die Parteien hinweg gegen verbünden. Das kann nicht das Anliegen einer bestimmten Partei sein, antirechtsstaatliche Politik zu bekämpfen. Das hat nämlich nichts damit zu tun, ob man links oder rechts ist. Und deswegen, wir brauchen so eine Art Antifaschismus der gesellschaftlichen Mitte oder so. Die Vokabel ist nicht so sexy für viele, aber... Sorry. Aber Antifaschismus habe ich jetzt auch mittlerweile so verstanden. Wir müssen am Ende über oben und unten reden. Die ganz oben sind, einfach mit Kapital. Weil sie wollen, die uns beherrschen. Und die Rechts- und Linkspolitik ist quasi so eine Ablenkung, weil die oben sind, denen kann ja nichts Besseres passieren, wenn sie rechts und links sich gegenseitig... Also die Interessen derer oben sind ein Problem und sie treiben das. Kann ich dir gerne geben. Aber der Punkt ist hier, ohne eine große Bevölkerungsgruppe, die diese Politik wählt, und die ist nicht oben, gäbe es den Faschismus oder faschistische Tendenzen nicht. Und deswegen adressiere ich hier gerade eher, sagen wir mal, die gesellschaftliche Mitte, also Leute, die ArbeitnehmerInnen sind, Leute, die Beamte sind, die Freiberufler sind, die anfangen, das Wahlprogramm oder die Rhetorik der AfD interessant zu finden oder diese Partei sogar zu wählen. Und denen muss man sagen, Leute, was ihr da wählt, ist eine Politik, die möchte den Rechtsstaat zerstören und letztlich gegen eure Interessen agieren, weil sie nämlich nur Eliteninteressen dient. Aber meinst du nicht, dass denen schon gesagt wird? Ich habe mir das Gefühl, das Problem, okay.
das Problem ist halt natürlich, die Rhetorik, mit der man deren Stimmen fängt, ist natürlich erstmal die, dass der Rechtsstaat gerade eben auf dem falschen Gleis läuft. Ne? Also dass es in die falsche Richtung läuft, dass wir uns irgendwie, dass die Bürokratie überbordet, dass die Gleichstellungspolitik überbordet, dass der Mittelstand nicht mehr handlungsfähig ist, weil es so viel Regulierung gibt. Und in Zeiten, wo Bürokratie tatsächlich auch gewisse Ineffizienzen zeigt, ist es sehr schwer zu sagen, dass das nicht stimmt, weil es nämlich partiell stimmt. Der Punkt ist aber, es ist trotzdem kein Grund, den Rechtsstaat abzuschaffen, sondern es ist ein Grund dafür, den Rechtsstaat besser zu machen. Ja, und ich glaube, die Menschen, die jetzt diese Faschos wählen, sehen entweder bewusst oder zumindest unterbewusst, naja, guck mal, die anderen, nach ein paar Jahren übernehmen die das, was die AfD vorher schon gefordert hat. Ne? Also quasi, was früher AfD-Positionen sind heute quasi irgendwie legitime Positionen innerhalb der Bundesregierung. Und sie sehen dann quasi unterbewusst so, na gut, also wenn die das vorher schon gefordert haben, dann... Aber deswegen ist das, was ich sage, geht auch an die Teile der Bundesregierung, die in dieser Weise das Baseline-Shifting nach rechts mitmachen. Also das geht halt überhaupt nicht klar, dass man sich Teile dieser Positionen zu eigen macht, zumindest dann, wenn diese Positionen gegen den Rechtsstaat sind, also anti-rechtsstaatlich und nicht einfach noch ein bisschen konservativ. Ja, aber machen die sich zu eigen oder vielleicht sind die... Die Rhetorik, die wir hören, also ich finde, das Thema Bürokratieabbau ist da ganz wichtig. Es wird wir sind ja gerade wieder in so einer Zeit, wo man ganz viel die Bürokratie schmäht, dass sie ineffizient sei und irgendwie so ein Teil des Verderbnisses unseres Staates irgendwie ausmachen würde. Der Punkt ist halt, wir haben die Bürokratie oder wir haben administrative Verfahren, aus guten Gründen, nämlich um rechtsstaatliche Prozesse umzusetzen. Rechtsstaatliche Prozesse heißen nämlich, jeder muss gleich behandelt werden und zwar nach klaren Verfahren und nicht danach, ob du sympathisch bist für die Sacharbeiterin oder nicht. Rechtsstaatliche Verfahren heißen Gleichheit vor dem Gesetz, Gesetzesbindung der Staatsgewalt und so weiter. Ja, aber das können Sie ja nicht öffentlich aussprechen, dass das nervt. Also wird dann Das wollen Sie ja sogar abschaffen. Ja. Das ist halt der Punkt. Ja. Bloß weil die Bürokratie, die gute und wichtige Schutzfunktionen erfüllt, gerade einfach schlecht funktioniert, will man sie abschaffen, was die falsche Antwort ist. Man muss sagen, man muss sie besser machen. Ja. Mach Bürokratie wieder gut. Make Bureaucracy great again wäre der Slogan. Und das ist ja auch noch auf der ideologischen Ebene. Also VerwaltungsmitarbeiterInnen werden gerade massiv geschmäht. Irgendwie im Bürgeramt du bist halt quasi so das Arschloch vom Dienst, wenn du in diesem Apparat auch noch arbeitest, der systematisch, und zwar auch aus Mündern von politischen Amtsträgern unserer Regierung, für ineffizient dargestellt wird. Was einfach dann nur an der Legitimität dieser Strukturen knappst, die aber einfach das Rückgrat unseres Rechtsstaats sind und die eben nicht delegitimiert werden dürfen. Und wir sehen gerade eben auch jenseits der AfD eine unheimliche Bereitschaft in der Politik, diese Diffamierung mitzumachen. Und da kommt dann natürlich immer als Antwort, dass wir stattdessen KI brauchen und so weiter. Also das wird dann gerne damit verschaltet, dass KI die Lösung ist. Das ist dann diese Solutionismus-Ideologie. Ja, soziale Probleme werden mit Technik gelöst und davon profitiert dann wieder die Industrie und Palantir. Du guckst so fragend. Ja, ich wollte warten. Bin durch. Und wir leben ja auch in demokratischen Systemen, wo die Akteure, die seit 10, 20 Jahren quasi parteipolitisch oder auch in diesen Parlamenten aufgewachsen sind, groß geworden sind, nichts anderes kennen, außer Kompromisssuche. Und weil du von dem Lobbyismus angesprochen hast und gerade der Lobbyismus der Tech-Konzerne, der Überreichen und so weiter, die wissen das ja ganz genau, stecken eine Menge Geld rein. Und die politischen Kräfte denken, ja, am Ende müssen wir Kompromisse machen. Also muss man dann quasi auch Kompromisse mit diesen Tech-Konzernen machen. Und Kompromisse mit Elon und Kompromisse mit den Überreichen und so weiter. Weil das ist halt Demokratie. Das hörst du ja auch mal wieder hier in Deutschland. Und so weiter. Unsere Demokratie heißt Kompromisse und so weiter. Und du denkst, ja, nee, bei manchen Sachen macht man keine Kompromisse, weil das unsere Demokratie an sich in Frage stellt. Beim Rechtsstaat macht man keine Kompromisse. Das ist ganz einfach. Das macht man auf keinen Fall. Und bei Unternehmen, die erwiesenermaßen Ideologien verfolgen, die antidemokratisch und antirechtsstaatlich sind oder deren Produkte, also ich denke an Social Media, erwiesenermaßen verzerrende Effekte auf die Demokratie haben, wollen wir auch keine Kompromisse machen. Stattdessen sollte man lieber europäische Unternehmen fördern, die sich gegen diese großen Player nicht durchsetzen können.
Natürlich müssen wir müssen einfach im regulatorischen Umfeld in der EU einfach mal einen Bias haben für europäische Unternehmen, aber nicht, indem wir einfach keine Regulierung mehr haben, weil erstens nützt das den europäischen Unternehmen nicht, weil die die internationalen Player schon viel weiter sind. Das nützt am Ende nur denen. Sondern wir brauchen eine Regulierung, die sagt so, ja, wir fördern, wir subventionieren von mir aus sogar die europäische Industrie, die sich dadurch einen Marktvorteil auf unserem Markt verschafft, dass sie bestimmte regulatorische Auflagen einhält. Ja, dass sie verantwortungsvoller diese Technologie entwickelt und zum Produkt bringt, als das Angebot internationaler Unternehmen macht. Das hat lange geklappt, ja, mit der Datenschutzgrundverordnung. Da hat man dann diesen Begriff Brussels-Effekt gehabt, ja, also diese DSGVO, die hat eine weltweite Ausstrahlung gehabt bis nach Kalifornien, wo ähnliche Regulierungen dann adoptiert werden mussten, damit diese Unternehmen überhaupt mit der EU handeln können. Und ich glaube, mit dem Selbstbewusstsein sollte man das dringend weitermachen, anstatt irgendwie sich jetzt gegen Regulierung zu konsolidieren in der EU. Das nützt nur den großen Playern, das nützt nicht den europäischen Playern. Rainer, du musst unbedingt mal wiederkommen. Hans soll noch mal genug Zeit haben für Publikumsfragen. Darum nochmal 2 kurze Themen, die ich in deinem Buch interessant fand, die ich vorher noch nicht kannte. Erklär noch mal ganz kurz in Sachen KI. Was ist Unterschied zwischen symbolischer und subsymbolischer? Ja, das ist einfach, da geht es jetzt dann einfach darum, wie KI gemacht wird heutzutage. Also es hat das Thema KI ist seit den 1950er Jahren immer mal wieder so ein Thema oder so ein Gebiet, wo große wissenschaftliche Fortschritte gemacht wurden. Und nicht jedes Mal, also 3-mal, man sagt, wir sind jetzt gerade in der 3. Welle der KI-Technologie, ja, im 3. Sommer der KI-Technologie. Und nicht jede dieser Wellen hat mit der gleichen Technik operiert. Und am Anfang war das sehr viel KI-Systeme, die so feste Regeln und Wissenssätze, also so Wenn-Dann-Sätze einfach so zu Protokoll genommen hat. Also wenn deine Hautläsion die und die Eigenschaft hat, dann könnten es die und die Krankheiten sein und sagen wir mal, das Wissen von so einer Ärztin, das kodierst du jetzt in 2000 solchen Wenn-Dann-Sätzen und dann willst du einen Apparat haben, dem beschreibst du die Hautläsion und dann soll der einfach die passenden Wenn-Dann-Sätze so raussuchen und miteinander kombinieren, um dann eine medizinische Diagnose zu finden. Das ist symbolische KI, weil da wird einfach symbolisch in einem symbolischen Kalkül einkodiert so eine bestimmte Wissensbasis und dann ist die Ableitung von Erkenntnissen eine Kombinatorik solcher Wissenssätze. Heutige KI funktioniert einfach anders oder das, was heute erfolgreich geworden ist, das nennt man dann halt eben subsymbolische KI, weil man da einfach eher also das sind statistische Verfahren, die laufen ja auf großen Mengen von Trainingsdaten und in diesen Trainingsdaten werden statistische Regularitäten ermittelt. Also Leute, die, weiß ich nicht, wo die Hautläsion so und so aussah, die haben dann die und die Diagnose und wenn du davon 2 Millionen Datensätze hast, dann kann das Ding selber die Patterns erkennen, die in dem Bild von der Hautläsion, um irgendeine bestimmte, die dann mit einer bestimmten Diagnose korrelieren. Das ist dann aber nur eine statistische Aussage. Ja, also das ist dann nicht die Aussage, das und das waren die Prämissen, daraus folgt logisch, dass es dann weißer Hautkrebs ist, sondern es ist einfach die Aussage, der Output ist dann so, ja, mit 80% Konfidenz ist es weißer Hautkrebs, mit 70% ist es irgendwas anderes. Ne? Sind dann statistische Verfahren. Das ist so entscheidend, weil alle KI-Systeme heute operieren statistisch. Was hat die Entwicklung der KI mit Jahreszeiten zu tun? Ja, das ist ein Teil der Art und Weise, wie KI öffentlich thematisiert und vermarktet wird. Also es hat halt immer so Hypezyklen gegeben. Wie gesagt, jetzt gerade sind wir im 3. Also irgendwann war KI mal am Anfang plötzlich erfolgreich geworden, so ein bisschen erstaunlich erfolgreich. Und dann ist das über die Wissenschaft hinaus in die Gesellschaft geschwappt und alle waren fasziniert. Und dann gab es irgendwie so einen Hype. Und dann hat man halt gesagt so, jetzt ist gerade so eine, und dann ist der Hype aber irgendwann geplatzt, also irgendwann ging es nicht weiter. Irgendwann hat das nicht mehr geklappt, die Erwartungen, die dann da alle herangetragen wurden, die Projektionen, irgendwie so in 10 Jahren haben wir irgendwie so, kann KI alles, was ein Mensch kann, sowas wurde dann da ausgesprochen als Erwartung, als einfach Extrapolation. Das hat dann aber nicht geklappt, also weil einfach man halt nur ein Schrittchen weitergekommen ist und das Paradigma mehr halt nicht konnte. Und dann ist es immer wieder zu so Crashs gekommen. Also dann ist das Investmentkapital eingesackt, die staatliche Förderung eingesackt, die Forschungsförderung, dann wurden Labs geschlossen, ganze Forschungszweige wieder zugemacht und dann hat man gesagt, okay, das ist dann jetzt irgendwie so eine Winterzeit,
davor war die Sommerzeit, also eine Blütephase, und dann kommt so eine Winterzeit. Und dann kam halt irgendwann wieder neue Errungenschaften, dann gab es wieder eine Sommerzeit. Ja, dann ist wieder alles so reingegangen, das Kapital, die Erwartungen, die Politik, und dann hat es auch das wieder enttäuscht und ist wieder rausgegangen. So sieht man so eine zyklische Logik. Nutzt du KI, ChatGPT und so Ich weiter? nutze KI, ja. Wozu? Ich nutze KI-Systeme, also vor allem große sprachmodellbasierte Systeme, zum Beispiel, wenn es darum geht, Grammatikfehler zu finden in Fremdsprachentexten. Das ist einfach ein sehr geschicktes Tool dafür. Oder auch, was ich immer sehr lästig finde, ist ja Kürzen. Ne? Irgendwie dein Text ist zu lang. Oder sagen wir mal, dein Text ist zu lang und du kannst dich von nichts trennen. Ja? Also nicht so einen Abschnitt weg oder so, sondern dann kommst du also auf die Idee, okay, ich mache jetzt einfach jeden Absatz kürzer, und das ist auch irre Arbeit. Ne? Man muss es verdichten. Und sowas kann ja ein Sprachmodell sehr gut, indem du sagst, so, hier ist ein Absatz, mach den 10% kürzer, ohne etwas also Bedeutung wegzunehmen oder irgendwas hinzuzutun. Kommt ein kompakterer, verdichteter Absatz raus. Finde ich sehr nützlich. Kann man gut gebrauchen. Was hältst du von der Idee, da diese ganzen LLMs, die Sprachmodelle, im Grunde ja auf dem gesammelten Wissen der Menschheit der letzten tausenden Jahre basiert? Darauf greifen sie zurück, das analysieren sie und schaffen damit ja keine, also mit ihren Antworten und so weiter, keine Wahrheit, sondern Wahrscheinlichkeiten einer korrekten Antwort und so weiter. Da die sich quasi das Menschheitswissen aneignen, Ja. oder die diese LLMs besitzen, wäre da nicht die Antwort zu sagen, wir vergesellschaften diese Modelle, weil sie ja quasi auf unserem kollektiven Wissen basieren und per se niemandem gehören dürfen. Ja, also das Argument klingt gut. Ich weiß nicht, ob das politisch und kapitalistisch ausreichen wird. Ich glaube noch aus ganz anderen Gründen, dass man diese Industrie vergesellschaften sollte. Also natürlich, also das ist eine sehr sozusagen moralische Legitimation dafür, aber auch einfach, weil sie so mächtig werden und so sehr Infrastrukturcharakter bekommen. Infrastruktur ist aus guten Gründen in unserer Staatstradition gerne mal in der öffentlichen Hand. Bis wir es privatisieren. Ja, bis wir es leider privatisieren, aber wir müssen dessen bewusst sein, mit KI und Digitaltechnologie haben wir es mit Infrastrukturtechnologie zu tun. Und das ist ja das, wovon wir jetzt hier die ganze Zeit geredet haben. Diese Industrie geht gerade dahin, staatliche Vorgänge zu übernehmen, also zur staatlichen Infrastruktur oder zum Betriebssystem der Administration zu werden. Und sowas kann man nicht einer kapitalistischen Dominanz, Supremacy und Profitlogik überlassen. Letzte Frage, bist du optimistisch, dass wir noch den richtigen Abzweig schaffen? Und nicht irgendwann quasi das weiß ich nicht. Dass es zu spät ist? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin nicht komplett pessimistisch, sonst würde ich, glaube ich, auch das nicht machen, was ich mache. Ja, letztlich irgendwie auch Überzeugungsarbeit, um noch irgendwie das Ruder rumzureißen. Es gibt ja irgendwie schon diese Studien und Warnungen im Sinne von, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann irgendwann gibt es ganz schnell, die Entwicklungszyklen gehen immer schneller und AGI und so weiter. Und dann ist das Ach so, redest du von AGI? Ich dachte, du redest vom Faschismus. Also nein, ich habe keine Angst vor AGI. AGI wird nicht kommen. Es wird einfach, die KI-Bubble wird platzen in den nächsten wenigen Jahren. Man wird erkennen, dass man mit Pattern Recognition eben dann doch nicht die menschliche Intelligenz ersetzen können möchte. AGI wird nicht kommen. Die Frage ist aber, wie sehr hat sich die Industrie und die daran hängende Macht auf dem Kapitalmarkt und so weiter bis dahin mit der Staatsmacht so sehr verbündet, dass sie unersetzlich ist, dass man sie nicht scheitern lassen kann, dass man, wenn die AI-Bubble platzt, diese Unternehmen retten muss, weil sie das staatliche Betriebssystem geworden sind. Das ist die Frage. Und wie viel Faschismus haben wir bis dahin? Das ist die zweite Frage. Und in der Hinsicht bin ich nicht so optimistisch. Also es wird schon haarig werden. Wir werden noch sehr viel mehr Verfolgung, Diskriminierung, Ermordung, Klimawandel und dadurch sterbende Millionen und Milliarden von Menschen erleben, und KI wird da eher noch das noch mit befeuern. Und dann noch diese Killerroboter,
die dann quasi durch KI Ja, und die Killerroboter oder die automatisierten Tötungs- und Verfolgungsentscheidungen, die gerade in den Kriegsgeschehen im Mittleren Osten wieder evident werden, ja. Rainer, hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ich danke. Komm bald wieder. Ja, gerne. Bevor es zu spät ist. Bevor der Faschismus hier auch in Deutschland zurückgekehrt ist. Gut, er ist ja schon da, aber dass er die Macht übernimmt. Ja. Und jetzt kommt Hans mit hoffentlich nur menschlichen Publikumsfragen. Auf jeden Fall. Danke für eure Aufmerksamkeit, eure finanzielle Unterstützung. Wer im März uns mit mindestens 20 Euro unterstützt hat, landet gleich im Abspann, im neuen Abspann. Danke dafür. Danke, Rainer. Jetzt kommt. Können wir kurz Pause machen? Ich muss. Ja, dann machen wir eine kurze Pause. Ja. Lass uns kurz laufen. Sowas identifizieren? Nee, also ich habe viel menschliche Intelligenz gelesen. Keine Ahnung, ob da irgendwas dabei war, wo die KI mit ihren Trainingsdaten sich so schlau entwickelt hat, dass mit einer geeigneten Fragestellung auf einmal ein Text oder ein Post bei rauskam, der sich anhört oder liest, wie aus einem Menschengehirn stammend, aber in Wahrheit KI ist. Weiß ich ja nicht. War das Publikum interessiert? Wir müssen jetzt nicht mehr Zahlen und so weiter sprechen. Doch. Spielt mal keine Rolle. Nein, aber ich sag doch, Sie waren interessiert. An den Thesen unseres Gastes. Ja, an der Thematik. Okay. An der Thematik. Das beschäftigt Menschen schon wirklich sehr intensiv, bis rein in die eigene Biografie. Da haben auch Menschen gesagt, ich habe Angst, ich weiß nicht, wo und wie ich in 10, 20 Jahren leben soll, wenn diese Entwicklung so weitergeht. Das wurde geäußert. Und es waren auch einige Kommentatoren dabei, wo man dann merkte, auch anhand der Namen und Literatur, die sie da angeführt haben, dass die sich damit schon ein bisschen länger auseinandergesetzt haben und sich eingebracht haben. Und dann gab es natürlich auch welche, die sagen, aha, ein Philosoph. Und da ist man dann ja selber auch gerne Philosoph. Und dann gab es zumindest einen, der sozusagen von der ersten Minute schon an wusste, dass man diesen Philosophen überhaupt nicht ernst nehmen könne. Also da wurden auch Antipathien zum Ausdruck gebracht. Das ist ja auch normal in so einem Chat. Also da war nichts Dramatisches dabei, aber viel Interessantes. Gut, und damit konfrontierst du jetzt hoffentlich Rainer. Ja, mache ich. Wir hatten keine KI im Chat offenbar, aber offenbar tolle Fragen. Viel Spaß. Rainer, ich möchte einen Begriff, den ihr zuletzt nochmal diskutiert habt, Entschuldigung, ansprechen. Bei dir, sowohl in dem Buch als auch im Gespräch, spielte Trainingsdaten eine wahnsinnig große Rolle. Das klingt so, als sei für dich KI, das, was wir als KIN im Moment erleben, historisch erlebt haben, immer das Ergebnis der Auswertung und des Einsatzes bestimmter Trainingsdaten gewesen ist. Sind die Trainingsdaten tatsächlich sozusagen der materielle Urgrund, das Material dessen, was wir dann als KI erleben? Und was haben wir uns unter diesen Trainingsdaten vorzustellen? Ja, also so im Groben finde ich, ist das so richtig. Also die KI-Technologie, die heute groß und erfolgreich geworden ist, ist halt einfach KI-Technologie, die diesem Paradigma des maschinellen Lernens folgt. Also nicht alle KI ist maschinelles Lernen, also es gibt auch andere Paradigmen. Ich habe ja gerade mit dieser symbolischen KI schon ein bisschen was genannt, aber maschinelles Lernen, da ist einfach die Idee, eine Maschine lernt aus, Erfahrung. So. Und die Erfahrung, die muss natürlich einer digitalen Computermaschine in Form von Daten vorliegen. Das heißt also, die Maschine, die kriegt Daten, die irgendwie ein Abbild oder Abklatsch von Realität sind.
und kann daraus was lernen oder soll daraus was lernen oder wird so programmiert, dass sie bestimmte Sachen aus diesen Daten lernt, extrahiert, also Muster darin erkennt. Und es ist kein Zufall, also die Idee, dass man das machen könnte, die gibt es schon lange, also das geht auf Turing zurück, also auf Mitte des 20. Jahrhunderts. Ja. Das konnte man damals aber nicht erfolgreich machen, aus mehreren Gründen. Erstens hatte man einfach keine so großen Datensätze. Ich meine, Speicherplatz war ja lange extrem teuer. Irgendwie so in den 80er und 90er Jahren hatte so ein Computer 1 MB Speicher und das war schon viel und das war dann so ein fetter Klotz auf deinem Schreibtisch. Ne? Also man konnte Daten erstmal gar nicht so viel speichern und dann konnte man natürlich große Datensätze auch gar nicht so schnell verarbeiten, weil das kostet ja Rechenleistung. Ich weiß nicht, die Apollo-Rakete ist mit einem Computer geflogen, der noch nicht mal die Rechenleistung eines heutigen Taschenrechners hatte. Ja, und bekannt, ja. Also das heißt, es gab verschiedene technische Gründe, warum man das einfach nicht konnte, denn um aus Daten was zu lernen, brauchst du einfach super viele Daten. So, und jetzt haben wir heute erstens die Rechentechnologie dafür und die Speichertechnologie, aber wir haben vor allem auch die Daten. Und warum haben wir die Daten? Die Frage ist eigentlich gar nicht, warum haben wir die Daten, sondern eigentlich ist die bessere Frage, wo haben wir denn die Daten? Die haben wir nämlich dort, also bei den Unternehmen, die seit den frühen 2000er Jahren eben die Infrastruktur etabliert haben über ihre Geschäftsmodelle, wo wir heute alle Daten produzieren. Also die Firmen, die sozialen Medien gemacht haben, die Web 2.0 Unternehmen, die Smartphones, die Betriebssysteme, die dann zu Cloud-Betriebssystemen geworden sind. Also es ist kein Zufall, dass Amazon, Google, Microsoft, Meta und Apple die Unternehmen sind, wo sich ein Großteil der Datenschätze der zumindest unserer, also sagen wir mal der westlichen Welt, also es gibt zum Beispiel in China ja auch solche Unternehmen und wir machen nicht so viel mit denen. Das wird nochmal eine extra Frage, okay. China, ja. Also jedenfalls, es liegen einfach bei den Unternehmen, die digitalen Infrastrukturen entwickelt haben, liegen einfach Daten und deswegen sind diese Unternehmen jetzt auch die KI machen können, weil sie die Daten und die Infrastruktur haben, um Daten zu handeln. Also neben der Bedeutung einfach der Trainingsdaten und das meint, glaube ich, eben alle vorhandenen Daten, die in die Entwicklung von KI als Material eingespeist werden, um Muster zu erkennen und daraus Schlüsse zu ziehen, ist ein wichtiges Paradigma bei dir, glaube ich, dass du sagst, KI ist im Gegensatz zum menschlichen Denken, da geht es nicht um Wahrheit, sondern um Wahrscheinlichkeit. Ja. Warum ist das ein so wichtiger Unterschied? Die Wörter klingen ja fast ähnlich. Und wenn das, was uns die KI anbietet, wenn wir irgendeine Abfrage machen zu einem Thema, liest sich schlüssig, plausibel, warum könnte auch von einem Menschen so ähnlich, der sich in der Materie auskennt, formuliert sein? Bei dem würden wir sagen, ja, der ist auf der Suche nach Wahrheit, aber die KI liefert uns nur Wahrscheinlichkeit. Warum ist der Unterschied wichtig, wenn es sich doch so ähnlich anhört oder liest? Ja, das ist erstmal der Unterschied, ist wirklich einfach fundamental. Was KI-Systeme können, ist halt einfach sie sind darauf optimiert, als Output das zu geben, was am wahrscheinlichsten erscheint. Also, wo man mit die größte Chance hat, dann richtig zu liegen. In so einem allgemeinen Sinne. Also, wenn zum Beispiel mein Problem ist, ich möchte einen Klappentext für mein Buch schreiben, dann geht es ja darum, dass das ein Text sein muss, der auf einem breiten Markt gut funktioniert, also von möglichst vielen Leuten interessant gefunden wird. Das ist ein Problem, da gibt es sehr viele Daten zu, weil es gibt sehr viele Klappentexte von Büchern und es gibt auch Daten darüber, wie erfolgreich Bücher sind. Und dann ist also, dann würde ich ja versuchen, etwas so zu schreiben, dass ich davon ausgehe, dieser Text performt gut. Ja, also da ist es gar keine Wahrheitsfrage, welcher Text ist schon wahr, welcher Klappentext ist denn ein wahrer Klappentext für mein Buch. Und das Problem ist doch dort eher ein Performance-Problem. Ich möchte den Text finden, der am besten performt.
Und das ist genau das, was KI kann und worauf KI optimiert ist. Also jede Antwort von KI ist immer eine Antwort, die nach dem Kriterium gegeben wird, was performt am besten. Also, dass das Feedback der Nutzerin darauf am besten ist, dass also ChatGPT, solche Systeme werden ja damit trainiert, dass man guckt, war die Nutzerin zufrieden mit der Antwort. Ja, wenn sie nochmal nachfragt oder nochmal umformulieren lässt, ist es ein negatives Signal. Wenn sie den Daumen rauf drückt, ist es ein positives Signal. Wenn sie gar nichts macht, ist es wahrscheinlich auch ein positives Signal, weil dann hat sie das gecopy-pastet irgendwo hin und dann war es gut. Ne? Und also das heißt, diese Systeme werden einfach darauf optimiert, die Antwort zu plappern, die am wahrscheinlichsten, am besten performt. So, und da gab es eine sehr konkrete Frage dazu von jemandem, der offenbar auch doch ein positives Verhältnis zu den Möglichkeiten von KI hatte oder hat. Der sagte, warum sollte ich dagegen sein, wenn zum Beispiel bei der Medizin, in der ärztlichen Versorgung KI mir anbietet, Erkenntnisse, die sagen, bei dir ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir hier als Symptom haben, die und die Krankheit oder das und das Risiko darstellt. Erstens, was wäre schlecht daran? Und zweitens, was ist denn der Arzt, der auf 30 Jahren seiner ärztlichen Erfahrung Diagnosen stellt, anderes? Ich glaube, das ist der Grund dafür, warum KI in der medizinischen Diagnostik sicherlich relativ vielversprechend ist und auch nichts ist, wo ich gegen reden würde. Aber um dennoch die Debatte ein bisschen zu differenzieren, also dann könnte man sich jetzt ja mal vorstellen, dass nicht die behandelnde Ärztin über dieses KI-Modell verfügt, sondern die Versicherung, die diese Person versichern soll. Das einfach einmal kurz laufen lässt, bevor sie den Versicherungsvertrag abschließt. Oder der Arbeitgeber, bei dem sich diese Person bewirbt. Und wir haben genau solche Forschung gemacht. Also es gibt zum Beispiel das große Thema, also es gibt viel KI-Forschung zu dem Thema, man möchte psychische Leiden, also zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen, erkennen mit KI daraus, wie jemand spricht. Also nicht, was er sagt, sondern wie seine Stimme klingt. Das kann man interessanterweise, kann man sich ein bisschen vorstellen, ne? So depressive Leute klingen ein bisschen als so. Und da gibt es also Modelle, die kommen dann auch aus der medizinischen Forschung. Erstmal werden die so gemacht mit der Idee, ja, damit kann man ja vielleicht dann die Diagnosefindung in der Psychiatrie irgendwie beschleunigen oder ÄrztInnen einfach schon auf die richtige Fährte setzen und so ein bisschen so. Und dann ist das auch alles erstmal ethisch nicht so problematisch, weil warum sollte man nicht die Medizin verbessern? Was wir aber auch sehen, ist, dass diese Modelle plötzlich Anwendung finden in der Industrie, die KI-Systeme für Bewerbungsgespräche baut. Und man kann sich das gut vorstellen, in so einem Zoom-Bewerbungsgespräch läuft noch so ein Modell mit, welches dann halt einfach ein Risiko aus. Also und was ist, wenn das ein Bewerbungsgespräch ist von jemandem, der eine Pilotenausbildung machen möchte, einen Beruf, wo es hochriskant ist für viele Menschenleben, wenn da jemand ist, der, sagen wir, depressiv, suizidal ist. Wir haben solche Fälle erlebt. Wären da nicht solche KI-Erkenntnisse teilweise auch Lebensschutz? Ja und nein. Denn also auf jeden Fall sollte man ausschließen, dass Menschen mit bestimmten psychischen Leiden zum Beispiel Piloten werden. Und das haben wir in dem Andreas Lubitz-Fall, also dieser Germanwings-Flug von Barcelona nach Düsseldorf, der dann in den Alpen von ihm gecrashed wurde und hunderte Leute gekillt hat, ja sehr deutlich gesehen. Der Punkt ist aber, die Eingangsuntersuchung für die Pilotenausbildung könnte schon eine Ärztin machen. Da brauche ich kein KI-System dafür. Und die Ärztin kann von mir aus, wenn das nach der ärztlichen Kunst adäquat erscheint, auch ein KI-System zu ihrer Unterstützung verwenden. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber die Realität, die wir ja sehen, ist, dass also Piloten gibt es nicht so viele auf der Welt im Vergleich zu Leuten, die in so klassischen Blue-Color-Jobs arbeiten. Also du bist gegen die Rasterfahndung sozusagen mit KI. Es gibt bei solchen ethischen Fragen, wie du sie gerade gestellt hast, immer das Muster, dass auf einen Einzelfall verwiesen wird, der moralisch unstrittig ist, zum Beispiel jetzt bei Piloten.
Und um etwas zu legitimieren, was aber in ganz vielen anderen Fällen erstens viel wahrscheinlicher ist, dass es dort angewendet wird und zweitens viel größeren Schaden anrichten kann. Und das ist ein Grundproblem von Ethikdebatten, dass man immer sich die Rosine rauspickt, wo eine bestimmte Maßnahme vorteilhaft erscheint, um damit ein Image, ein gesellschaftliches, ethisches Image dieser Maßnahme zu kreieren. Und was wir aber bei KI massiv sehen, ist das, was man Function Creep nennt. Ja, du baust ein System für den einen Zweck, der okay ist, und dann mutiert das System in andere Zwecke, in andere Anwendungsfelder. Und das sind meistens die Anwendungsfelder, die Bevölkerungsgruppen treffen, die groß sind und keine Stimme haben, wo also Diskriminierung vergrößert wird. Negative Selektion. Ja. Und also deswegen, Ethikdebatten müssen immer Verteilungsfragen stellen. Also die Frage ist nicht, was ist denn, wenn man einen Piloten übersieht, der Depressionen hat. Das ist überhaupt nicht die entscheidende Frage. Die größere Frage ist, auf welche Bevölkerungsgruppen wird denn so ein System angewendet werden? Und die Antwort ist halt, ja, Piloten, da steckt man schon genug Geld rein oder sollte auf jeden Fall auch viel Geld reinstecken, aber da mache ich mir keine so großen Sorgen. Eine konkrete Frage, die ein bisschen in die Nähe geht. Grundsatzfrage. Inwiefern unterscheidet sich das Prinzip des Lernens, des menschlichen Lernens und die Prozesse des menschlichen Lernens und der darauf aufbauenden Schaffung von Produkt, Wirklichkeit, Erkenntnis, von denen wie KI lernt und Ergebnisse zeitigt? Also das dafür beste Bild kommt von Timnit Gebru mit dieser Figur des stochastischen Papageien. Also, was ist stochastischer Papagei? Ein großes Sprachmodell, wenn wir jetzt mal unter KI große Sprachmodelle verstehen, ist halt einfach ein großer automatisierter Papagei. Das, was der ein paar hundertmal gehört hat, das plappert der nach. Und zwar so ein bisschen so, dass er auch so ein bisschen so Sachen anpassen kann. Also wenn er irgendeine Formel immer in einer bestimmten Wendung gehört hat, dann kann er es auch auf eine ähnlich klingende Situation anwenden und dann auch da noch ein bisschen nachplappern. Und das ist ja nicht Lernen. Ne? Das ist so, wie wenn ich in der Schule sitze und den Stoff, der mir da vermittelt wird, nicht verstehe, sondern einfach nur so performativ zu reproduzieren weiß, ohne aber es durchdrungen zu haben, fast so automatisch. So, ich schalte mein Hirn aus und plapper das nach und variiere das so ein bisschen und werde darin virtuos. Ja, das ist so ein typischer Quatschkopf, würde man eigentlich sagen. Ne? Jemand, der eigentlich nichts versteht, aber ganz gut quatschen kann, ist so ein typischer Quatschkopf. Und ich würde sagen, große Sprachmodelle sind genau solche Quatschköpfe. Es gibt sowohl in der Sporttheorie als auch in der frühkindlichen Entwicklungstheorie den Begriff des Imitationslernens. Ja, das ist das. Wo das stattfindet, was du beschrieben hast. Und die meisten, oder ich wüsste keinen Menschen, der nicht am Anfang seiner menschlichen Lernentwicklung über Imitationslernen sich Erkenntnis entwickelt hat. Und dann ist es diese zauberhafte menschliche Fähigkeit, offenbar aus dem imitiert, nachgeahmt Gelernten dann eigene, selbstbestimmte, mehr oder weniger Lernprozesse zu entwickeln. Warum kann KI das deiner Meinung nach nicht? Weil die Algorithmen, die gerade KI machen, welche sind, die es einfach nur auf das Nachplappern absehen. Egal wie die Systeme sich verbessern, egal ob dieser im Moment, ich glaube, 3. Sommer des KI-Hypes ein unendlicher ist. Du siehst da eine systemische Schwelle, die KI niemals in die Lage versetzen wird, das, was wir als menschliches Lernen kennen, sich in einer eigenen Variante zu schaffen? Also ich bin der falsche Gesprächspartner, um diese Philosophie des Geistesdebatte zu führen, was ist menschliches Lernen, was ist menschliche Intelligenz und dann im Unterschied dazu, was ist maschinelles Lernen, was ist maschinelle Intelligenz und dann kann die Maschine das Menschliche erreichen. Das ist einfach eine Debatte, die mir einfach komplett, der ich irgendwie
nichts abgewinnen kann, ganz ehrlich. Ich kann das nur auf der folgenden Ebene beantworten. Es gibt einfach, wenn man in die Geschichte von Technologie und auch von KI-Technologie schaut, sehr, 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 sehr viel mehr empirische Gründe zu glauben, dass man aus einigen Erfolgen zum Zeitpunkt X jegliche Extrapolationen in Bezug auf weitere Erfolge, die dann danach kommen, skeptisch sehen sollte. Wir hatten immer wieder Schwellen, wo gesagt wurde, oh, jetzt können die Dinger irgendwie so ein paar Sätze produzieren. In 10 Jahren werden sie sämtliches Denken eines normal qualifizierten Menschen übernehmen können. Ist nicht eingetreten. Wir haben vorhin schon über Max Planck geredet. Ja. Es gibt einfach so viele Beispiele, wo irgendein Erfolgsschritt dann zu einer massiven Projektion in Bezug auf die nächsten 2 Erfolgsschritte wurde. Übrigens auch eine exponentielle Entwicklungskurve sieht an jedem Punkt gleich krass aus. Das ist das Wesen an exponentiellen Kurven. Du gehst eine Zeiteinheit weiter nach rechts und sie hat den doppelten Wert. Es ist so, wenn sie noch ganz, ganz klein ist, und es ist so, wenn sie schon so riesig ist. Deswegen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, oder wenn man irgendwas aus der Technikgeschichte lernen möchte, dann ist es meines Wissens eher, dass da sehr viel Vorsicht geboten ist. So, das ist die Ebene, auf der ich diese Debatte führe. Ja, ich will dazu, wenn ich darf, einen Gedanken, der mich gelegentlich amüsiert, einbringen. Wenn man sich anguckt, Science-Fiction-Filme, die sagen, wir beschreiben in diesem Film das Leben der Menschen, lass uns mal sagen, im Jahr 2050. Und der erste dieser Filme ist gedreht im Jahr 1920, der zweite 1950, der dritte 1990 und der vierte 2010. Die spielen alle, behaupten alle, sie zeigen eine Zukunft, die selbst zum Zeitpunkt des letzten Films noch weit weg ist. Und trotzdem, jeder dieser Filme sagt in allererster Linie etwas aus über die Verhältnisse seiner Entstehungszeit. Absolut. Klar. Ja, absolut, genau. Das sind alles Projektionen. Und du kannst ja nur die Projektionen, die Denkstrukturen von heute verwenden, um irgendwas zu entwerfen, was du als die Zukunft ausgibst. Das ist das, was ich auch vorhin meinte mit Epistemen und ihrer Transformation. Du kannst auch politische Gegenentwürfe, also wenn es nicht um die Zukunft geht, sondern darum so, wie sieht die Gesellschaft ohne faschistoide Tech-Übermacht aus? Wenn du dann irgendwas am Reißbrett entwirfst oder so austheoretisierst, dann erbt dieses Theoriegebilde die Strukturen der Gegenwart. Das haben wir bei den 68ern auch gesehen. Die wollten sich gegen Unterdrückung auflehnen, aber die Frauen haben den Abwasch gemacht in der WG. Gilt das auch für die Marxische Analyse? Ja, ich würde sagen, dass es also der Marxismus ist eine sehr reiche und komplexe Theorietradition, aber ich würde sagen, dass es einige Bereiche davon gibt, die genau an dem kranken, dass sie halt Gegenentwürfe aufgerissen haben, die bestimmte Strukturen der Gegenwart, also dessen, was ist, erben in ihrem utopischen Gegenentwurf. Und deswegen habe ich mich eigentlich immer für Philosophien interessiert, die eher versuchen, so Aufweichbewegungen in Bezug auf diese Denkstrukturen irgendwie zu machen. Das heißt also, jede Form von Kritik muss auch eine Form von Selbstkritik involvieren. Und das heißt, das Hinterfragen der eigenen Episteme, also der eigenen Denkstrukturen und Selbstverständlichkeiten bis hin zu den Begriffen, die man verwendet. Du hast jetzt in dem Buch, was wirklich lesenswert ist, ich sage da später auch noch was zu, die Kurzformel drin geschrieben, dass du sagst, das faschistische Potenzial von KI besteht eben in der Möglichkeit der Synergie dieser Technologie und ihrer Besitzer mit neurechten oder menschenverachtenden rechten politischen Ideologien. Ja. So, wenn diese beiden Ströme, die du offenbar für gut kompatibel hältst, zusammenkommen, dann haben wir faschistoide oder faschistische Realität. Da habe ich gedacht, ja, ist das, wenn er sagt, also Faschismus ist, wenn KI plus Alt-Right zusammenkommen. Das klingt fast ein bisschen so, wie als Lenin sagte 1920, Kommunismus ist Herrschaft der Räte plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Also, wo ich widersprechen würde, ist, für mich ist einfach Faschismus
auch in diesem Buch keine Zustandsbeschreibung. Ja? Ich rede nicht von einem Faschismus, der da ist, sondern ich rede von Faschismus als einen Prozess der Radikalisierung. Und in dem Moment, und es gibt die von dir auch genannten Synergien zwischen ultrarechter politischer Ideologie und der Ideologie oder den Ideologien, die hinter KI stecken. Und wenn die beiden zusammen gemeinsame Sachen machen, dann kann es sehr gut zu einem gesamtgesellschaftlichen Radikalisierungsprozess führen, den ich als faschistischen Prozess bezeichne. Also, das heißt nicht, dass dann schon plötzlich ein Faschismus da ist, sondern das heißt einfach nur, dass wir dann in die Richtung segeln. Und in die Richtung segeln, dass wir durch Technokratie, also technologisch mechanisierte Menschenselektionsprozesse zum Kern unseres gesellschaftlichen und politischen Systems machen und das Ganze ideologisch legitimieren durch eine dekadente, kaputte Gegenwart, die jetzt repariert wird hin zu einer nationalen Überlegenheit, einem Heilsversprechen, einer Superiorität unserer Nation gegenüber anderen Konkurrenten und all der ganze Schmuck. Konkrete Frage, auch kurz, aber tiefgehend. Was können künstliche neuronale Netze nicht lernen? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Es tut mir leid. Ja. Und zwar aber auch so ein bisschen, weil es ist mir egal. Genau, meine Antwort ist, es tut mir leid. Also es soll überhaupt nicht... Das ist eine legitime Frage in bestimmten Debatten, aber das ist mir in meiner Wissenschaft ist mir das egal, denn es geht mir darum, was wird mit dieser Theorie gemacht als Machttechnologie? Also was wird behauptet, was sie kann? Und dadurch wird sie zum Beispiel in der Politik verwendet oder in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen verwendet. Und dann macht sie das, ob sie das wirklich kann oder nicht. Ja, also einer meiner Forschungsprojekte setzt sich systematisch mit den von vielen Bundesländern in Deutschland erworbenen KI-Tools für den Schulunterricht auseinander. Auf die haben die Hälfte der Bundesländer Zugriffe. Das sind zum Beispiel Tools, die geben automatisch Noten für Aufsätze. Nicht für Matheaufgaben, sondern für Aufsätze. Die werden automatisch benotet oder mit Feedback versehen. Und da können wir das super studieren. Diese Unternehmen, das sind Deutsche, die behaupten, die KI kann das. Und irgendwie ist dann da noch die politische Konstellation, wo man sagt, so, ja, Lehrkräfte sind überlastet und die müssen wir jetzt mal ein bisschen entlasten. Deswegen kriegen die jetzt irgendwie noch so KI-Tools. Und dann transformiert das, wie wir bewerten, wie wir SchülerInnen Rückmeldungen geben. Ja? Also das Feedback auf deinen Aufsatz kommt dann auch aus der KI. Versuch mal, dir von ChatGPT Feedback für deinen Text zu geben. Das ist in manchen Hinsichten wertvolles Feedback, aber in manchen Hinsichten lernst du da auch nichts davon. ChatGPT schreibt erst den Aufsatz und gibt dann hinterher die Bewertung ab. Ja, richtig, das haben wir auch rausgefunden. Nämlich nur die Texte, die SchülerInnen mit Hilfe von ChatGPT schreiben, werden bestbewertet von diesen Tools. Du schaffst es nicht, eine Bestbewertung mit einem menschlich geschriebenen Text zu kriegen. Eines unserer Hauptfindings. Spektakulär. Ja. Der Punkt ist aber, mir ist die Frage, wir sehen an sowas, dass es egal ist, ob die KI wirklich benoten kann oder nicht, denn sie wird als solches verkauft. Ja, sie wird damit verkauft, dass sie es vermeintlich kann und dadurch transformiert sich das, was überhaupt benoten heißt. Das heißt, was heute benoten ist und ob die KI das kann, das ist egal, weil durch den Einfluss von KI, und zwar nicht nur als Technik, sondern als irgendwie sozioökonomisches Phänomen, transformieren wir den Gegenstand, um den es hier geht. Das ist die Auswirkung, über die wir reden. Ich suche hier gerade eine Karte, da habe ich sie, weil du Auswertung von KI-Einsatz an Schulen sagst. Da hat jemand gefragt, ich frage als Lehrkraft. Ja, los geht's. Wie sollten wir in der Schule, in der heute Begriffe wie Medienbildung oder Informationskompetenz in aller Munde sind, eigentlich mit den Lernenden über KI reden? Ja, ist eine gute Frage. Ich mache sehr viel Lehrkräftefortbildungen und mein Team hat reihenweise Workshops auch an Schulen durchgeführt mit SchülerInnen. Wir haben sogar auch wissenschaftlich darüber publiziert, über diese Sichtweise. Also das heißt, ich habe jetzt so mehrere Sachen, die mir da einfallen. Das erste ist erstmal dringend, KI ist natürlich nicht ein Informatikunterrichtsthema allein, sondern muss ein Thema für die
rechtswissenschaftskundlichen Fächer. Ich weiß nicht, in welchem Bundesland das jetzt ist, weil die haben Weiß ja ich so auch unterschiedliche nicht mehr. Namen. Ja, ja. Also das muss ein Thema für Gesellschaftskunde, Politik, von mir aus sogar Religionsunterricht. Es gibt super viel Interesse von Religionslehrkräften an diesem Thema werden. Dann muss man unbedingt KI-Systeme als soziotechnische Systeme thematisieren. Also KI ist nicht etwas, was in einem Rechenzentrum läuft, sondern KI ist eine Infrastruktur, wo Millionen von NutzerInnen die ganze Zeit Daten produzieren. Diese Daten gehen in Rechenzentren und werden zu dem verwurstet, was dann der Output von KI-Modellen ist. Wir sind alle IMs. Wir sind alle Teil davon. Wir sind alle immersivierte, menschliche, kognitive Agenten, die Teil von dieser KI sind. Ich nenne das in meiner Forschung Human-Aided AI, also menschengestützte KI. Und das heißt nicht, dass es KI gibt und menschengestützte KI, sondern alle KI heute ist mehr oder weniger menschengestützte KI. Soll eine Rolle spielen, in deinem Buch erwähnst du das, dass die Auswertung der Daten und die Umsetzung in anwendbare Programme zu einem erheblichen Teil im Rahmen globaler Arbeitsteilung erledigt wird von Menschen in Regionen in Asien oder anderswo, die schlecht bezahlt sind, die sozusagen eine Art von digitalem Neokolonialismus sind, dass eben die KI nicht nur auf den Großrechnern produziert wird, sondern dass das nur geht, weil echte Menschen A, die Daten liefern und B, dann die Rechner füttern. Muss das thematisiert werden? Ja, das muss thematisiert werden. Ohne das hätten wir keine KI-Systeme. Man google da mal im Internet nach, es gibt diese wunderschönen Diagramme, die zeigen, was an so einem KI-System alles dranhängt. Das Rechenzentrum, wo das läuft, ist so ein kleiner Punkt und dann die ganze materielle Dimension, über die hatten wir schon gesprochen, aber eben auch, es gibt ganze Klickarbeits-Sweatshops, also so Firmen, wo hunderte Leute an Rechnern sitzen und den ganzen Tag Daten durchlabeln müssen. Also Bilder durchlabeln müssen, Texte durchlabeln müssen. Durchlabeln heißt einfach markieren oder bezeichnen, was da drauf zu sehen ist. Und das braucht man, um diese KI-Systeme zu trainieren oder zu korrigieren oder zu kalibrieren. Und man spricht da längst auch von einer neuen Form von Kolonialismus, weil diese Arbeitskräfte gerne im globalen Süden angesiedelt werden, wo die Lohnniveaus und vor allem auch die Sozialstandards, also die Lohnschutzstandards niedriger sind. Einfach um mal ein Beispiel zu machen. Facebook, also Mark Zuckerberg, tritt schon seit vielen Jahren mit dem Versprechen auf, dass das ganze Problem von Hate Speech im Internet, also auf Facebook und Instagram, mittels KI gelöst werden würde, weil KI das erkennt und ausfiltern kann. Die KI-Systeme, die man dafür nimmt, die können aber nur einen geringen Teil der Inhalte automatisiert als Hass oder Gewalt oder Pornografie versus legitimer Content erkennen, sondern du musst sehr viele Inhalte an Menschen schicken, die das einkategorisieren. Und das funktioniert dann so, dass man erstmal das KI-System nimmt, erkennt sehr zuverlässig die Katzenvideos und die Geburtstagspartybilder und alles, was irgendwie so Grenzfälle sind. Das geht dann an so menschliche ModeratorInnen, die dann im globalen Süden sitzen und eine sehr hohe Dosis von Bildern sehen, die Gewalt, Pornografie, Mord und Totschlag, Kriegsszenen und so weiter sehen, weil alle harmlosen Szenen sind schon ausgefiltert. Ja. Es geht ja nur um die Grenzfälle. Die müssen zu Menschen. Ja, die KI ist so 80% genau. Und der Rest muss vom Menschen gemacht werden. Und dann diese Menschen, die das durchlabeln, das sind dann Commercial Content Moderation, nennt man diese Betätigung, die das durchlabeln, die haben nach 3 Monaten haben die posttraumatisches Stressdisorder, also posttraumatische Belastungsstörung, weil die den ganzen Tag nur Kriegsszenen, Vergewaltigungsszenen und Enthauptungen sehen, weil das der Content ist, der bei denen ankommt. Aber in den Sozialsystemen der Länder, wo das gemacht wird, kann man das einfach mit den Leuten machen, weil die kriegen ja auch keine Gesundheitsversorgung und die Firmen, die bezahlen die auch nicht, sondern man beutet die einfach aus. Man beutet die psychologisch und gesundheitlich aus. Es gibt gute Studien zu. Googelt mal nach Sarah Roberts, die hat da viel zu gemacht. Auch auf der Analog Republika. zu Kindern, die auf afrikanischen Müllhalden Kabel verbrennen, um das Kupfer rauszuholen. Genau, das geht dann auch auf die Gesundheit und das wird einfach ausgebeutet, dass man das mit den Leuten da machen kann. Das könntest du in westlichen Industrienationen kannst du das den Leuten nicht zumuten. Nächste Frage von jemandem, der oder die sehr angetan war von dem, was du machst und sagst.
sagt, ich bin gerade auf der Suche nach einem Studienplatz, der eine Geisteswissenschaft gezielt interdisziplinär mit KI-Risiken sich auseinandersetzt. Hast du einen Tipp, wo in Europa man so etwas gut studieren kann? Jetzt die kostenlose Studienberatung. Bei dir? Was eine Geisteswissenschaft kombinieren mit irgendwie Kritik an KI. Ne? Ja, genau. Also ein geisteswissenschaftliches Studium, das sich aber kritisch mit KI-Strukturen auseinandersetzt. Ja, also das gibt es mittlerweile schon in Europa und in Deutschland. Ich meine, ich bin in Osnabrück an der Uni. Das ist dann der Studiengang Kognitionswissenschaft. Kann ich jetzt erstmal natürlich nur Werbung für machen. Wie sollte ich auch anders? Ja. Generell, glaube ich, kann man nach Science and Technology Studies gut suchen, also STS abgekürzt. Das ist halt dieses interdisziplinäre Feld zwischen Philosophie, aber auch Sozialwissenschaften und oft auch Informatik oder zumindest so Leute, die auch Ahnung davon haben, die halt irgendwie so eine interdisziplinäre Thematisierung machen. Da gibt es mittlerweile viele Standorte in Europa, die kann ich jetzt nicht aufzählen, aber ich glaube, die findet man auch. Also ich glaube, wahrscheinlich unter welchem Stichwort nochmal? Science and Technology Studies zum Beispiel. Oder aber auch, man kann auch nach KI-Ethik suchen, also AI-Ethics. Generell ist es vielleicht eine gute Idee, überleg dir doch oder lies mal ein paar Bücher oder Papers und die Ansätze, die dir gefallen, also die Besprechungen von KI oder der Technik, die du besprechen willst, die dir gefallen, guck doch, wo die Leute sind, an welcher Uni, die Profs sind und was man da studieren kann. Und oft kann man sich auch einfach so orientieren. Eine Frage sozusagen, ich würde jetzt mal vermuten, aus einem klassisch linken Background. Wie kann KI einen gesellschaftlichen Mehrwert generieren, solange die Technologie privatisiert bleibt? Ja, da gibt es zwei Antworten drauf. Das eine ist wir müssen die Technologie vergesellschaften. Ich glaube aber, also ultimativ glaube ich daran auch, aus den vorhin genannten Gründen, dass das nämlich eigentlich Infrastruktur ist, aber bis dahin kann man auch viel machen. Und zwar, indem man diese Industrie gut reguliert, indem man ihr einfach bestimmte Grenzen setzt, die Selbstbereicherungs- und Machtakkumulationstendenzen einhegt. Und ich glaube zum Beispiel, jetzt gerade in Europa ist es ja eine große Debatte, dass wir vor allem auch hier an der Schwelle stehen, wo KI staatliche Funktionen übernehmen soll. Ja, wir reden vom Bürokratieabbau mittels KI, die Polizei soll mit KI hochgerüstet werden, siehe Palantir und so weiter. Und dann ist halt die Frage, ja, muss der Auftrag denn wirklich an Palantir gehen? Es ist auch die Frage, brauchen wir das überhaupt? Ja, also Palantir steht nämlich auch für prädiktive Überwachungstechnologie, die egal ob von einem europäischen Unternehmen oder einem amerikanischen Unternehmen immer menschenverachtend und grundrechtsgefährdend ist. Ja, das möchte ich relativ klar sagen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir müssen das dann irgendwie so regulieren, dass eben genau der Grundrechtsschutz gewahrt bleibt und nicht Leute, die gar nicht verdächtig sind, mit einbezogen werden. Das ist ja das große Problem bei Palantir. Wer irgendwann mal als Zeuge oder als Sachverständiger in der Polizeidatenbank gelandet ist, der ist ja plötzlich mit in dem Datenpool. Ne? Das ist das, was auch das Bundesverfassungsgericht klargestellt hat, das geht nicht. Und man muss halt einfach die Einsatzweise dieser Technologie normativ gut rahmen. Dafür brauchen wir gute, intelligente Rechtswissenschaft und Gesellschaftswissenschaft, die das vorbereitet. Ja, das können wir nicht den Tech-Pros überlassen, auch noch die eigenen Beschränkungen zu entwerfen. Wir brauchen Geisteswissenschaften, normative Wissenschaften, die diese Beschränkungen verantwortungsvoll in den Diskurs einbringen und eine Politik, und das heißt auch eine Wahlbevölkerung, die dafür ist, die dann auch zu implementieren. Und wenn wir das alles haben, habe ich auch keine Angst davor, wenn die Technologie in privaten Händen ist. Zumindest ist das für mich eine sehr gute Kompromisslösung zwischen der direkten Verstaatlichung, zu der es in den nächsten Jahren nicht kommen wird, leider. Beziehungsweise es gibt sie mindestens teilweise in anderen Staaten. China hat eine hohe staatliche Kontrolle in der Anwendung von KI als systematische Überwachungstechnologie eine große Rolle spielt. Da ist Staat in einer Regulierungsanwendung, die aber doch nicht dem entspricht, was du als positive staatliche Kontrolle oder Regulierung ansiehst. Also China hat keine demokratische rechtsstaatliche Tradition. Das ist ganz schwierig, diese Systeme zu vergleichen.
Ja, aber es ist staatlicher Zugriff. Ja, also erstmal nur, das war die Prolegomena Ja. zu dem, was ich eigentlich jetzt sagen möchte. Also Grund- und Menschenrechte sind in China auch nicht in der Weise verbrieft und auch nicht in der Weise eingehalten, wie wir uns das wünschen sollten. Aber ich glaube, bei der ganzen Vergleicherei mit China, ich bin kein Experte dazu, aber deswegen versuche ich jetzt nur wenige Sachen dazu zu sagen. Aber entscheidend ist halt, dass die chinesische Gesellschaft ein ganz anderes Verhältnis zum Staat und ein ganz anderes Verhältnis zur Industrie hat. In China vertraut man dem Staat sehr stark und misstraut der Industrie sehr stark. Die Industrie gilt als selbstbereichernd und gesellschaftserodierend, während der Staat, dem wird vertraut. Und in den USA ist das genau umgekehrt. Jede staatliche Intervention wird kritisch und suspektvoll betrachtet, während die Freiheit des Wirtschaftens und der Industrie in die Wiege gelegt ist und ganz groß gehalten wird. Und das muss man erstmal als Hintergrundfolie verstehen, bevor man über Social Credit Systems oder staatliche Einmischung in die KI-Industrie in China urteilt, weil das einfach in der Bewertung oder auch in der historischen Situierung in China ganz andere Valenzen hat. Deswegen finde ich es einfach sehr schwierig, diese Vergleiche zu machen. Und man müsste eher mal wirklich Leute, die aus China kommen oder China gut studiert haben, hier sitzen haben, um diese Vergleiche mal durchzusprechen. Ich will nur davor so vorschnellen, Skandalisierungen dessen, was in China passiert, in Bezug auf die Rolle der Industrie im Verhältnis zum Staat waren, was nicht heißen soll, dass China ein totalitärer, quasi diktatorischer Staat ist, der insbesondere politische Opponenten unterdrückt und Menschenrechte verachtet. Ja? Und das sollte allerdings skandalisiert werden. Gibt es KI-Modelle oder Open-Source-Projekte, die auf wirklich neutralen, in Anführungsstrichen, Datensätzen basieren? Oder ist die Idee eines neutralen Datensatzes an sich schon ein Mythos, weil jegliche Auswahl von Daten immer im Grunde interessengelenkt ist? Die Antwort ist ganz eindeutig und auch mit voller wissenschaftlicher Deckung letzteres. Es gibt keine neutralen Daten. Alle Daten sind ausgewählt, geshaped, kuratiert aus einer bestimmten Perspektive. Die Idee, Daten sind objektiv, ist einer der Teile von der gegenwärtigen Technikideologie. Ja, also man nennt das ja Automation Bias, diese psychologische Beobachtung, dass Menschen einer Entscheidung, die ein Computersystem getroffen hat, eher glauben oder vertrauen als einer Entscheidung von einem Menschen, weil der Computer das ja vermeintlich auf Datengrundlage macht. Es gibt auch so, keine Ahnung, man kann auch einfach mal die Industrieakteure selber zitieren. Irgendein Ex-Google-Mitarbeiter, der so ein ausbeuterisches Finanzinstrument für Arme entwickelt hat, der hat diesen berühmten Spruch gebracht, ich habe seinen Namen gerade vergessen, all data is credit data. Also alle Daten sind Daten, die man für Credit Scoring gebrauchen kann. Kann man dann noch an die Objektivität von Daten glauben? Glaube ich nicht. Also Daten sind immer etwas, was irgendwie generiert wird. Das ist ungefähr so wie ein Standpunkt. Irgendwie jede Beobachtung der Welt kommt aus einem Standpunkt. Ne? Wir haben ja nicht die Gott-Perspektive von oben auf die Welt, die aus dem Nichts kommt, sondern und genauso haben wir keine Daten, die aus dem Nichts kommen. Es gab früher mal den Werbespruch in der Bauindustrie, Beton, es kommt drauf an, was man draus macht. Ja, Daten. Daten, es kommt drauf an, was man draus macht und wie sie überhaupt generiert wurden und von wem gesammelt wurden. Ja, genau. Ist es denn realistisch angesichts der zunehmenden Komplexität, irgendwann alles überhaupt noch ohne KI verwalten zu können? Oder ist die KI unausweichlich erheblicher Teil der Strukturen unseres gesellschaftlichen, auch individuellen Lebens? Nö, ist es nicht. Ist es Da nicht? will ich nur das Beispiel anführen, dass also dieses Komplexitätsargument ist einfach, das ist wieder so ein Easy-Argument. Das ist einfach so ein Shortcut. Also ja, KI kann Komplexität gut managen. Also zum Beispiel wurden doch, nachdem ChatGPT rausgekommen ist vor 2 Jahren, massiv in der Softwareindustrie Leute entlassen, weil man, also insbesondere so halt Developer, also ProgrammiererInnen, weil das ChatGPT so kann. Und
die Leute werden jetzt ja wieder eingestellt, weil die Unternehmen jetzt das Problem haben, dass die KI-Systeme, die verwendet wurden, um Code zu generieren, einfach so viel Müll produziert, also so viel Slop, so viel AI-Slop produziert haben, also so viel chaotischen, schlecht dokumentierten, durcheinander laufenden Code, dass du jetzt erstmal Menschen hinsetzen musst, die den Shit aufräumen. Also die Idee ist nicht, die Menschen entwickeln jetzt einfach wieder daran weiter, sondern nein, die müssen erstmal aufräumen. Die müssen erstmal mit dem Besen da durchgehen und mit dem Kamm und da wieder Ordnung reinbringen. Also so viel zum Thema Beherrschung von Komplexität. Also der Code, den KI-Systeme da produziert haben, der wurde immer chaotischer und undurchsichtiger und man konnte Fehler nicht mehr finden und man konnte den Kunden gegenüber, denen man ja irgendein bestimmtes Service-Level verspricht, also so, dass das halt nur so und so selten ausfällt oder nur so und so selten Fehler gibt, da hast du ja Verantwortung, es bildet sich auch monetär ab dann für dich und dann wurden die dem nicht mehr Herr. Dann hat das System halt Änderungen am Code gemacht. Keiner wusste warum und dann hatte das aber Folgen in irgendwelchen anderen Anwendungsbereichen und dann ist es zu Folgefehlern gekommen, die nicht einkalkuliert. So, das ist das. Das ist die Realität. Also nur als Beispiel. Weißt du, woran ich jetzt gerade denken musste? Zauberlehrling von Goethe, die Ballade, weiß nicht, 1797 oder so, wo in Form einer Ballade er das geschrieben hat, ja, dass der Lehrling, als der Meister abwesend war, sozusagen die Zaubersprüche angewendet hat und am Anfang ist das prima und dann verselbstständigt sich das und bei Goethe endet es dann insofern positiv, als der Meister zurückkommt und dann den Aufräumer gibt. Ja. Also diese Problematik des Erschaffens von Kräften und Dynamiken, die man dann nicht mehr beherrscht, das ist nicht neu. Genau, und diese Kräfte und Dynamiken entstehen immer dann, wenn man bestimmte Machtinteressen auch noch miteinander verkoppelt. Also Industrie, die nicht nur diese Produkte verkaufen will, sondern plötzlich auch noch staatliche Funktionen übernehmen darf und dadurch plötzlich unersetzlich wird. Und die macht es zwar nicht besser mit KI, aber jetzt sind wir von ihr abhängig, beispielsweise. Also da ist das Monster, was entstehen kann, die Multiplizierung von Macht- und Schadpotenzialen. Da hat jemand wieder ich sage jetzt mal, vielleicht ein Freund angewandter KI gefragt. Die Gegenfrage wäre doch eigentlich, ob man nicht mit KI auch viel für Demokratie tun kann. Also für die Entwicklung demokratischer Projekte, vielleicht sogar auch Aktionsformen. Kann man dafür nicht KI auch nutzen? Hätte ich gerne kurz ein Beispiel dafür, muss ich sagen. Also, ich sage jetzt mal einfach. Hat er nicht geliefert. Ja, also, genau. Es gibt Projekte in diese Richtung, das ist unbestritten, aber das ist für mich jetzt wieder so ein Beispiel, wo man einen Anwendungsfall rauspickt, der nach meiner Einschätzung eher marginal ist und dann die Technologie als isolierte Technologie bespricht und nicht als Unternehmen. Ja, also meine Gegenfrage wäre, was für ein Anwendungsfall? Gut, wir haben die Person ja jetzt nicht hier, sodass sie uns das Beispiel nicht geben kann. Also ich gehe mal in die Rolle rein und sage, wenn zum Beispiel deine Aktionsgruppe ist, die sagt, unsere Stadtverwaltung lässt Schulen verkommen, wir sind als Eltern verzweifelt, ChatGPT suchen wir oder KI suchen wir doch mal raus. Gibt es irgendwo Beispiele für erfolgreiche Elterninitiativen, die es geschafft haben, solche Stadtverwaltungen sozusagen zum Handeln zu bewegen? Könnte ja ein Fall sein. Da wäre meine erste Rückfrage, warum googelst du das jetzt nicht? Ich meine, Google ist auch KI, aber es ist wenigstens nicht LLM. Also meine erste Frage wäre, also wenn du jetzt eine Suche machst, dann bleib doch auch bitte bei den Suchmaschinen und geh nicht zu ChatGPT, weil das Risiko, dass du bei ChatGPT eine Halluzination kriegst, ist einfach so groß. Das ist und übrigens der Ressourcenverbrauch, den du damit auslöst, also dann doch besser googeln. Das ist jetzt die erste Antwort. Die zweite Antwort wäre, ja, mach das doch, wenn es hilft. Also wenn es ein Einzelfall ist, dann ist das ja jetzt nicht wert, dass wir das hier besprechen, sondern besprechen müssen wir es ja hier, wenn die Idee ist, dass das zu einer systematischen Struktur wird. Also dass wir jetzt plötzlich alle Elterninitiativen mit ChatGPT organisieren. Und dann wäre halt meine Frage, ja, wollt ihr ChatGPT, also OpenAI, wirklich so viel Macht geben, sozusagen das Betriebssystem oder die Kommunikationsplattform aller eurer Elterninitiativen in der Gesellschaft zu werden, dann würde ich halt sagen, so
kann sein, dass KI dafür gut ist, aber doch bitte nicht dieses Unternehmen. Also dann, ja, und dann das meine ich, man kann doch diese KI nicht losgelöst von dem Unternehmen besprechen, von dem man sich die kauft. Darauf will ich hinaus. Ja? Also wenn man solche Fragen stellt, würde ich immer gerne wissen, was das wirtschaftlich bedeutet, in Form von Abhängigkeiten. In dem Fall ja sogar eine transatlantische Abhängigkeit. Ne? Und also das ist eher eine andere Frageperspektive als jetzt ein klares Nein. Also ganz bestimmt. Ich nutze auch produktiv KI. Ja? Ich nutze jeden Tag KI. Guck mal, das war die nächste Frage. Ja. Welche KI-Modelle nutzt du selbst bei der Arbeit oder im privaten Alltag? Magst du das sagen? Also im privaten Alltag, im privaten Alltag nutze ich, das hat mein Leben wirklich verbessert, einfach dieses Voice-to-Text, ne? Dass ich mag diese Soft-Keyboards am Smartphone einfach nicht und ich bin immer oft in sehr gestressten Situationen, wenn ich jemandem eine Nachricht schicken möchte. Ich bin aber auch kein großer Freund von Sprachnachrichten, weil ich das ehrlich gesagt, das verlangt dem Gegenüber, also dem du den schickst, sehr viel ab, nämlich, dass man gerade in einer Situation ist, wo man sich die Sprache von jemandem anhören kann. Und deswegen schicke ich schon gerne eine Textnachricht und damit ich die aber nicht schreiben muss, diktiere ich die gerne in meinem Handy und das ist übrigens auch immer so fehlerhaft, dass man in jeder einzelnen dieser Nachricht noch was, und übrigens die Namen meiner Kinder kann das Ding ja auch nach 8 Jahren noch nicht, ne? No. Also in der richtigen Rechtschreibung, also so dumm ist dieses KI-System oder so vielleicht wenig userfreundlich ist es weniger gemacht. Kompliziert benamen aber zu sollen. ich weiß, du willst weitermachen, aber noch eine Sache zu sagen, es ist völlig legitim, KI zu benutzen, wenn man es als Werkzeug benutzt. Ja. Also wenn man es so benutzt, dass ich weiß, das ist der Zweck, für den ich es einsetze. Es ist für diesen Zweck so und so gut geeignet, also setze ich es dafür ein. Das ist was anderes, als wenn ich mich abhängig mache von KI, zum Beispiel als Gesellschaft, in so einer Weise, dass schleichend immer mehr Zwecke, also immer mehr Abhängigkeiten von diesen Technologien entstehen und die Technologien plötzlich für Zwecke eingesetzt werden, die am Anfang gar nicht auf dem Tisch lagen, weil das so eine schleichende Machtübernahme ist. Das ist die Gefahr. Ja. Zur Werkzeugnutzung im größeren Maßstab war die Frage, wird das Regime in den USA mit diesen Methoden, also KI, in welcher Ausfertigung auch immer, die zukünftige Wahlen erfolgreich in irgendeiner Weise manipulieren können? Wahlen wurden schon manipuliert, unter anderem auch die Wahl von Donald Trump. Ich will jetzt hier, also man darf das jetzt auch nicht zu krass machen. Also Donald Trump wurde mit einer breiten Mehrheit gewählt, insbesondere beim zweiten Mal. Ja, beim zweiten Mal. Und das ist ein Riesenproblem und da brauchen wir auch gar nichts dran, das brauchen wir auch nicht auf KI schieben, aber trotzdem ist es so, dass in sozialen Medien und also in KI-Informationswelten massiv politische Desinformation betrieben wird, die wahlbeeinflussend ist, natürlich. Also das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und das muss man dringend regulieren. Dafür haben wir in der EU eigentlich den Digital Services Act und so weiter. Das ist ein systemisches Risiko. 2 letzte Fragen aus dem Chat. Einmal Stichwort, den Satz kennen wir alle. Hochmut kommt vor dem Fall. Können wir uns auch auf die Hybris der Akteure verlassen, damit die faschistoide Dystopie nicht eintritt? Der Hochmut auf diesen Hochmut, es ist Hochmut da und ja, auf ihn wird ein Fall folgen. Das Problem ist, diese Akteure werden sich bis dahin so sehr mit dem Kern unserer demokratischen Rechtsstaaten verbinden, dass sie dieselben mit hineinreißen bei ihrem Fall. Das ist das Problem. Ja, man muss sie isolieren, damit sie in Ruhe fallen können und sich niemand drum scheren muss. Aber was sie machen ist, AI goes state. Ja? AI hat aufgehört, eine Ziviltechnologie zu sein. AI goes state. Das heißt, sie will Staatsmacht übernehmen, um sich unersetzbar zu machen. Too big to fail, too important to fail. Und wenn sie fällt, fallen diese Staaten mit. Das ist dann im Grunde aber doch auch eine Form von Dystopie. Ne? Das ist eine Dystopie, ja. Wie sieht was ist deine Idee von Macht? Beziehungsweise bist du am Ende des Buches, das offenbar jemand oder der da schreibt, gelesen hat, nicht in einem logischen Zirkelschluss, wenn du sagst, ja, der Staat muss regulieren, aber wie kann er regulieren eine Technologie, die er selber anwendet? Wir haben das Thema schon gestreift, aber nochmal pointiert die Frage.
Naja, das ist ja sogar eine Sache, die ich da explizit erwähne. Also ich sage, dass die Rechtswissenschaftlerin Hannah Ruschemeyer genau diese Figur eingebracht hat, dass es da diese Paradoxie gibt oder dieser grundlegende Interessenkonflikt, in den Staaten gerade hineingeraten, und zwar gerade in der Zeit oder in der Ära, wo KI-Technologie mit Staatsmacht zusammenfließen möchte, dass Staaten KI benutzen wollen und gleichzeitig KI das ist, was Staaten eigentlich regulieren und dessen Übermacht sie einhegen sollen. Und das ist die Paradoxie. Also es ist nicht ein Zirkelschluss meines Buches, sondern sogar eine Sache, die ich als fundamentale Paradoxie dort oder als, sagen wir mal, fundamentales Problem, dessen sich politische Akteure bewusst sein sollten, eben dort darauf hinweise. Und für mich heißt das natürlich, dass sich der Staat zurückhalten muss, privatwirtschaftliche KI-Technologie zu benutzen. Also auf jeden Fall muss die Regulierung zuerst erfolgen, also die Einhegung der Macht, und dann kann man diese Services von mir aus auch noch in dem Rahmen dieser Regulierung benutzen. Aber wenn man zuerst die Services benutzt oder sich mit denen verschmilzt und dann noch denkt, irgendwann noch regulieren zu können, nur glaube ich nicht dran. Ja, die Frage spielt ja in der Tat auf das Ende deines Buches an. Das ist sozusagen die klassische leninsche Formulierung, was tun. Wenn ich das so sagen darf, ich persönlich fand dieses Kapitel nicht das stärkste, sondern eher ein schwächeres in dem Buch, weil das waren so Sachen, wo man sagt, ja, Zivilgesellschaft, wir müssen uns wehren, individuell und so. Ich möchte dieses Buch trotzdem sehr zum Lesen empfehlen. Soll man den Leuten jetzt sagen, wartet, bis eine neue Auflage rauskommt, weil da wird dieses Kapitel dann auch umfangreicher dargestellt? Ja, also es ist gerade eine zweite Auflage, also eine überarbeitete, erweiterte Auflage, die wird in den nächsten Tagen zum Verlag geschickt. Also die ist jetzt gerade fertig und da wird dieses Kapitel sehr viel umfangreicher. Der Anlass dafür war vor allem auch, dass eine englische Version des Buches erscheint, die sehr viel ausführlicher ist. Ja, man muss das Ganze irgendwie auch in dem sehr jungen und kurzen historischen Kontext dieses Buches sehen. Also als das Buch konzipiert wurde vor einem Jahr und 3 Monaten, da war das noch ganz schön viel Arbeit in der deutschen Gesellschaft, diese Warnung vor einem eventuellen neuen Faschismus einzubringen. War es schwer oder leicht, den Begriff Faschismus in den Titel zu bringen? Es war schwer. Also da musste man richtig also es gab Diskussionen, ob das wirklich ein guter Titel ist, weil das zu krass daherkam. Und also damals hat einfach mein Hauptfokus noch nicht auf der Frage gelegen, was kann man tun. Also das Buch ist schon 40 Seiten länger, als es der Verlag eigentlich in der Reihe zulässt. Und damals stand ich vor der Situation, okay, wir müssen erstmal überhaupt in die Debatte einbringen, was die Gefahr ist. Und die Debatte, was man dagegen tun kann, die muss ja darauf dann aufbauen. Aber erstmal müssen wir überhaupt die Gefahrenlage klar machen. Und übrigens beanspruche ich auch nicht für mich ein Monopol auf diese Debatte. Warum muss ich eigentlich derjenige sein, der auch noch sagt, was man tun muss? Also bitte, das ist eine gesellschaftliche Debatte und da gibt es ja auch jetzt viele Leute, die was sagen. Aber dennoch, damals war mein Fokus, ich will auf eine Gefahr hinweisen. Und das hat sich jetzt geändert. Denn wir haben natürlich jetzt eine Thematisierung. Also die ersten Anfragen der öffentlich-rechtlichen Medien, ob ich was zum Thema Faschismus oder Technofaschismus sagen könnte, die kamen im März 2025, also 4 Monate nach der Konzeption des Buches. Ja. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt switcht die Debatte in Deutschland, jetzt sind sie plötzlich bereit, auch über Faschismus zu sprechen im Trump Kontext. sei Dank. Ja, genau. Das heißt, da hatte sich innerhalb von 4 Monaten zwischen November und März was getan. Und mittlerweile gibt es ja etliche Thematisierungen von Faschismus auch in dem Kontext, sodass die Debatte einfach sich weiter bewegt hat. Und deswegen ist es nur konsequent in der nächsten Auflage des Buches, die Mitte Juli 26 erscheint, natürlich auch sehr viel mehr zu der Frage zu sagen, was kann man tun. Okay. Allerletzte Anmerkung von mir. Ich bin nicht einverstanden mit einem, oder vielleicht habe ich ihn missverstanden, einem Satz von dir im Gespräch mit Thilo. Da hast du gesagt, im Rechtsstaat macht man keine Kompromisse. Nein. Den Satz halte ich für falsch. Ich will dir sagen, warum. Im Rechtsstaat, jedenfalls in den Formen der politischen oder der Organisation von politischen Entscheidungen in rechtsstaatlichen Strukturen,
finde ich, macht man oder Natürlich. kann man sehr wohl Kompromisse machen, dann, wenn unterschiedlich berechtigte Interessen aufeinander stehen. Natürlich. Vielleicht hast du gemeint, dass du sagst, über die Substanz des Rechtsstaates Ja, macht klar. man keine Kompromisse. Also, das war der Punkt. Das kann dann, wenn dann nur ein Versprecher gewesen sein. Also, ich glaube daran auch nicht. Also jedenfalls an der Stelle der Debatte ging es ja darum, dass demokratische Politik auf Mehrheits- und Kompromissbildung basiert. Ja. Fein, innerhalb des parteipolitischen Spektrums. Aber wenn es um die Frage geht, rechtsstaatliche Prinzipien in Frage zu stellen, da gibt es keine Kompromissbereitschaft. Natürlich nicht, denn der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat ist der Rahmen, innerhalb derer diese Politik stattfinden muss, und den anzuzweifeln ist verfassungsfeindlich, und da gibt es dann auch keinen Kompromiss. Ja. So meinte ich es. Ja, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit ist sozusagen eine der Sätze, die bei der Debatte um das Grundgesetz da eine Rolle gespielt haben. Das war toll, Rainer. Dankeschön. Ich danke. Ja. Was für eine Session. Ja. Ne? Ich hoffe, es hat den Zuschauenden auch Spaß gemacht und es sind auch noch ein paar dabei. Es sind mehr als ein paar dabei. Und wenn es denn dann als Video und als Podcast hochgeladen wird, werden es noch mehr sein. Die Debatte wird auch dann zunehmen. Also, danke dir. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Thilo hat das schon vorhin angedeutet. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, bald wieder. Bis dahin. Tschüss.